ist gut! Oh je, ich hab einen. Oh, was für einen. Das ist ein Bursche. Kinder, kommt schnell! Ich hab einen! Was ist los? Was ist denn? Komm, mit zum See! Gockel! Spatz, kommt schnell! Wo bleibt sie denn? Kommt schnell! Schaut sie euch an! Das ist ein Bursche, was? Der hat wenigstens 10 Pfund. Mami, der Papi hat einen Fisch. Petriail! Juhu! Jetzt muss einer die Angel halten. Nein, nein, ruhig. Start sein, Start. Der Gackel soll's halten. Muss ich das Netz holen, das festhalten. Gackel! Was ist schon? Nein, das hat nur noch gefehlt. Komm. Ja. So, den Buben hab ich. Hast die Angel. Ja, aber der Fisch ist weg. Bravo. Gehen wir frühstücken. Nicht so schnell, schreit doch nicht so. Wart, man steigt doch nicht auf den Tisch. Maxi, nimm doch deinen Hut ab beim Essen. Habt ihr mir genug übergelassen? Lass mal schauen. Ja, ich denk schon. Ja, 2, 4, 6, 18, was geht? Also. Gackel! Jetzt schaust aus wie getaufte Maus. Und du auch! Thomas, kleiden Sie die Hoheiten um. Ja, legen Sie die Prinzen trocken. Ja, dann nehmt's euch. Max, du isst ja wieder wie ein Holzknecht. Doch, weil es mir schmeckt. Aber die Kinder sollen sich doch ein gutes Beispiel an dir nehmen. Die essen ja ohnehin so wenig. Ja, leider. Wo ist die Sissi? Ist ausgeritten. Nee. Nee, mag keine Weißwürst. Das ist gescheit, da reichen die Würst. Mami, dürfen wir kegeln gehen? Ja, geh. Das hämmert. Also bitte, schau dir das an. Nicht einer hat ein Besteck benutzt. Und warum? Weil du immer mit den Fingern isst. Schau, Herzen. Seit 25 Jahren versuchst du mich zu erziehen. Ja, weil ich darauf achten muss, dass unser Haus durch dich nicht ganz verbauert. Ich muss doch ein bisschen an unsere Zukunft denken. Wir haben 5 Töchter und Helene ist heiratsfähig. Und wer kommt zu uns? Herr Johann Petzmacher. Lass sie bitten. Siehst du, das ist dein Verkehr. Ein Gastwirtssohn aus Wien. Ist die Hand, königliche Hoheit. Guten Morgen. Aha. Servus, Maxl. Servus. Wann bist du denn angekommen? Schon gestern Abend. Und da meldest du dich erst jetzt? Und wo bist du abgestiegen? In dem Haus, wo das neue Postamt ist. Da habe ich den ganzen Vormittag zugeschaut, wie der Postmeister no, wie heißt denn diese neumodische Erfindung? Ja, hab schon. Telegrafiert hat er. Ja, das ist sehr interessant. Das haben wir zwei uns auch schon angeschaut, gell? Stell dir vor, der klopft so auf seinen Tisch. Und in München hörst du das. Du, das imponiert mir gar nicht. Ja, kann auch telegrafieren. Thomas. Sehr wohl, königliche Hoheit. Was hast du denn jetzt telegrafiert? Er soll uns einen leichten Rotwein bringen. Na, erzähl mal, Handel, was gibt's Neues in Wien? Na, eigentlich gar nichts. Das Attentat auf unseren Kaiser, du, der steckt den Herrn von der Regierung noch sehr in den Gliedern. Alle zittert's, bei Tag und bei Nacht. Der einzige Mann in der Hofburg ist die Sofferl. Wenn Sie Sofferl sagen, dann meinen Sie wohl die Mutter seiner Majestät, Ihre kaiserliche Hoheit, die Erzherzogin Sophie. Dieselbige, ja. Ja, und jetzt will die Sofferl, entschuldigen Sie, Ihre kaiserliche Frau, Schwester, Ihren Franzl, Ihren Kaiser, unseren Kaiser, ja, den will sie jetzt verheiraten. Erzählt man sich auch mit wem? Nein, das erzählt man sich noch nicht. Ah, ein 49er. So hab ich. Wenn dir der nicht schmeckt, dann schmeckt dir keiner. Mir schmeckt da jeder.
So. Aber jetzt wollen wir auf deine Sofa trinken. Ich kann sie zwar nicht leiden, aber wenn sie mir einen Anlass zum Trinken gibt, da soll sie leben. Und die künftige Kaiserin von Österreich dazu. Prost, Max. Das war doch die Sissi. Sicher wieder auf diesem wilden Pferd. Sissi! Guten Morgen! Spring über die Rosen! Nein! Hör auf! Sporen geben! Ich komme aus den Aufregungen nicht heraus. Ein Prachtmädel. Mittermeier! Bin schon da, Prinzessin. Na, ist die Gretel gut gesprungen? Fabelhaft. Die hätten sehen sollen. Wie ein Reh auf der Flucht. Ja. Heute kriegt sie eine Handvoll Hafermehl. Ja, das hat sie verdient. Wo ist denn das Vogelfutter? Dort habe ich es hingelegt. Und Gretel drauf. Hier ist die Milch für Xaver. Ja, wie geht's ihm denn? Oh, er ist ganz munter. Aber er nimmt ja von niemandem was an. Nur von Ihnen, Prinzessin. Na, ich hab ihn ja auch gefunden. Xaverl, komm. Komm frühstücken. Bella, pfui, in die Ecke. Lass doch den Xaverl frühstücken. Xaverl, jag ihn raus. Stoß ihn weg. So ist gut. Bravo, lass dir nichts fallen von dem Kerl. Stoß ihn weg. Recht hast, Xaverl, wehr dich nur. Stoß ihn weg. In die Ecke mit euch dreien. Schlimmen. Pfui. Komm, Xaverl, komm. Komm her zu mir. So. Ja, jetzt schaut's. Pfui. Das schmeckt Xaverl, gell? Das ist fein. Ja. Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen, Frau Stöckel. Was macht denn die Gicht? Naja, den Regen spüre ich heute in den Fingern. Ich bringe Ihnen wieder einen Franzbranntwein. Aber nur zum Einreiben, weißt? Die trinkt nämlich immer deinen Franzbranntwein. Aber nein, das habe ich noch nie gemacht. Ja. Guten Morgen, Papi. So. Wie er sich umschaut nach den dreien. Ruhig! Schaut's, das rauskommt. Großartig bist du heute geritten und wundervoll gesprungen. Zur Belohnung darfst du heute mit mir auf den Bock. Wirklich? Was gibt es, Baronin? Dieser Brief wurde soeben abgegeben, königliche Hoheit. Aus Wien? Aus der Hofburg? Das ist ja herrlich. Prinzessin Nene soll sofort zu mir kommen. Wunderbar. Du hast mich rufen lassen, Mama. Ja, mein Kind. Nee, du. Ich habe eben einen Brief von Tante Sophie bekommen. Sie schreibt von dir. Von mir? Ja. Aber ich beschwöre, die spricht zu niemand ein Wort. Vor allem nicht zu Papa. Darum hat mich Tante Sophie ausdrücklich gebeten. Diese Nachricht ist nur für uns beide, du. Nur für uns beide. Ja, was schreibt denn die Tante Sophie? Pass auf. Sie schreibt... Mami! Mami! Ja. Ich darf mit Papi auf die Jagd gehen. Ja, deswegen brauchst du doch nicht so zu schreien. Also, was schreibt Tante Sophie? Dass sie uns am 17. August in Ischl erwartet und das... Mein Gott, ich wage es noch gar nicht auszudenken. Ja, was denn? Dass du Kaiserin von Österreich wirst. Ich? Ja, stell dir dieses Glück vor. Franz Josef ist jung, hübsch, mächtig, reich, unermesslich reich. Die ganze Welt wird dich beneiden. Wirst du auslassen? Bald. Pfui! Mami! Mami! Was ist denn? Ist die Nene bei dir? Ja. Ich wollte nur fragen, ob sie mitgeht auf die Jagd. Nein, Nene hat jetzt keine Zeit. Geh allein. Ist gut, ich gehe allein. Bussi! Ja. Bussi. Du, Mama, Ja. aber es wird doch Papa auffallen, wenn wir allein nach Ischl fahren. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Was machen wir nur? Vielleicht ist es das Beste, wir nehmen die Sissi. Ja. Damit diese Reise den Anschein eines ganz harmlosen Ausfluges hat. Ach, Neneschi, du, ich bin so glücklich. Du, ich ja auch. Aber ich kann mir das Ganze noch gar nicht erklären.
Franz Josef hat doch damals in Innsbruck keine 10 Worte mit mir gesprochen. Ach, damals. Damals hatte er ganz andere Sorgen. Die Revolution, die Flucht aus Wien, der Kampf um den Thron. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass Tante Sophie diese Verbindung wünscht. Denn was sie wünscht, ist eine beschlossene Tatsache. Seine Majestät! Grüß dich, liebe Mama. Grüß dich Gott, mein lieber Franz. Ich möchte mit seiner Majestät allein sein. Du hast doch einen Augenblick Zeit für mich? Für Sie doch immer, liebe Mama. Später lassen Sie abtreten. Jawohl, Majestät. So, liebe Mama, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Aber nicht hier am Schreibtisch. Was ich dir zu sagen habe, ist mehr privater Natur. Komm, setzen wir uns dorthin. Gerne, Mama. Du weißt, lieber Franz, dass ich dich immer nur zu deinem Wohl durchs Leben geführt habe. Aber gewiss, Mama. Ich habe selbst auf den Thron verzichtet. Ich habe Österreich einem Kaiser wiedergegeben. Nun will ich diesem Kaiser auch eine würdige Gattin in die Arme führen. Ich soll heiraten? Ja, Franz. Fast in jedem Land gibt es heiratsfähige Prinzessinnen. Schon zu viele Mächte haben ihre Fühler bei mir ausgestreckt. Ablehnungen könnten nur zu politischen Verwicklungen führen. Aber ich wüsste gar nicht, wen ich heiraten sollte. Deshalb habe ich ja die Wahl für dich getroffen. Eine Wahl, die kein Land verletzt und keines bevorzugt. Liebe Mama, ich war Ihnen bis jetzt für jeden Rat und für jede Initiative dankbar. Aber glauben Sie nicht, dass ich in diesem einen Punkt meine Wahl selber treffen sollte? Gewiss, mein Sohn. Obwohl du dich auf mich verlassen kannst. Das Mädchen, das deine Frau und die Kaiserin von Österreich werden soll, hat alle Vorzüge, die du dir nur wünschen kannst. Es ist jung, schön, aus einem streng katholischen Haus. Nur kenne ich es nicht. Doch, ihr habt euch in Innsbruck gesehen. Es ist deine Cousine Helene, die Tochter von Tante Ludovica und das ist allerdings der einzige dunkle Punkt des Herzog Max in Bayern. Den müssen wir leider mit in Kauf nehmen. Merkwürdig. Von der ganzen Familie ist mir gerade er in Erinnerung geblieben. Auch dazu ein sehr guter. Schön, was? Herrlich. Merk dir eins, mein Kind. Wenn du einmal im Leben Kummer und Sorgen hast, dann geh so wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Baum und in jedem Strauch, in jedem Tier und in jeder Blume wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Weißt du, dass ich sehr glücklich bin, dass ich einen solchen Vater habe? Wie glücklich ich bin, dass ich dich habe, das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Aber jetzt müssen wir das Maul halten, sonst vergräben wir den Bock. Ich habe schon zu Herzklopfen. Aber leise, leise. Ja. Was bringen Sie mir, Exzellenz? Die Todesurteile der 8 Prager Rebellen. Was sind das für Leute? Gymnasiasten, Hochschüler und Künstler. Und sind Ihre Verbrechen so schwer, dass diese strenge Strafe gerechtfertigt erscheint? Jawohl, Majestät. Rebellion, Aufwiegelung
und Majestätsbeleidigung. Ich werde die Akten studieren. Majestät, ich muss um sofortige Unterschrift bitten. Die Urteile sollen bereits morgen früh vollstreckt werden. Aber ich kann doch nicht über das Leben von 8 jungen Menschen in Handumdrehen entscheiden. Majestät, die Urteile wurden von dem obersten Kriegsgericht gefällt. Trotzdem, ich muss zuerst die Akten studieren. Auch Ihre kaiserliche Hoheit, Erzherzogin Sophie, ist der Ansicht, dass... Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Majestät, Ich danke Ihnen, Exzellenz. Also pass auf, jetzt machen wir das Bett. Dann legen wir die Gretel hinein. So, dann geht's schlafen. Das ist ein... Okay. Das ist ein Schlüssel. Das ist eine Tasse, das ist ein kleiner... Seppi, wirst du das hergeben? Geh, hol die anderen Bücher. Pfui! Was machst denn du in meinem Federhut? Das ist kein Kinderspielzeug. Leg ihn in den Kasten, aber schnell, mach! Wenn ich ihn brauch, finde ich ihn nicht. Was soll denn das sein? Das Schloss Nymphenburg. Ah, die arme königliche Familie. Aber für eine Sommerresident mag's gehen. Also pass auf, mein Schatz. Jetzt zeige ich euch etwas. Jetzt wickeln wir den Hansi mal sehr schön ein. Pass auf, so und so. Den Bauch gut zudecken, sonst erkältet er sich, ja? So, und dann geben wir ihn in das Steckkissen und decken ihn zu und fest einbinden. Sag, ja? Michael, haben wir schon wieder ein Kind bekommen? Aber Max, so, fest zubinden, sonst fällt er heraus, ja? Und jetzt probiert er das mal ganz alleine und dann kommt die Mami und schaut sich das an, ja? Geh mal schön, ja? Was hat denn die Soffel geschrieben? Das hat mich eingeladen nach Ischl zur Geburtstagsfeier von Franz Josef. Ich möchte die Nene mitnehmen und die Sissi, wenn es dir recht ist. Ich darf mitfahren? Ja, du darfst mitfahren. Du glaubst, der Karl Ludwig ist auch ein Ischl? Aber natürlich, der wird ja bei dem Geburtstag seines Bruders dabei sein. Na, du, der Karl Ludwig, der spuckt ja scheinbar noch im Kopf herum. Oh, Mami, geh. Du, den Ring, den er dir geschickt hat, den darfst nicht vergessen. Wo habe ich denn den? Sicher im Nähkörbchen. Ach, nein, in der Federschachtel. Heilige Ordnung. Max, wenn sich was Wichtiges ereignen sollte, kann ich dir ja telegrafieren. Aber telegrafier nicht mir, sonst weckt mich der Postmeister, der damische Bazi, der damische mitten in der Nacht. Telegrafiert den Beetsmacher, der wohnt ja bei dem Postmeister, bei dem damischen Bazi. Der kann mir dann alles in Ruhe berichten. Gut, dann telegrafiere ich dem damischen Betzenbacher, dem damischen. Du, Mami, wann fahren wir denn schon? Morgen früh. Schon? Ja. Oh, fein. Deshalb ist während des Aufenthaltes seiner Majestät in Ischl strengste Kontrolle aller Personen am Platz. Strengste Kontrolle. Ein zweites Attentat auf seine Majestät muss unter allen Umständen verhindert werden. Unter allen Umständen. Kaiserliche Hoheit, ich weiß, welch ungeheure Verantwortung ab diesem Augenblick auf meinen, Verzeihung, Schultern lastet. Aber Kaiserliche Hoheit können sich ganz auf mich verlassen. Überwachung eines Monarchen ist meine Spezialität. Haben Sie das schon einmal gemacht? Noch nie, aber theoretisch kenne ich jeden Winkelzug eines Überwachers. Dann kann ich also ruhig schlafen. Ganz bestimmt, Kaiserliche Hoheit. Ich wünsche angenehme Ruhe. Sie können gehen. Wohin denn? Ach so. Kaiserliche Hoheit, Gendarmerie-Major Pöckel meldet sein Abtreten. Um Himmels Willen, Sissi, was machst du denn schon wieder? Nur die Pferde tränken. Aber dazu sind doch die Kutscher da. Wie du jetzt wieder aussiehst. Aber das trocknet ja in der Sonne gleich wieder. Am liebsten würde ich dich wieder nach Hause schicken. Und jetzt kommt Tante Sophie. Ludovica! Sophie, wie ich mich freue. Ich freue mich auch. Ist der Ernst, liebe Tante? Grüß dich, Karl Ludwig. Nee.
Ist ja noch hübscher geworden. Grüß dich, Karl Ludwig. Ich bin sehr zufrieden, mein Kind. Ja, da ist der Sissi. Du hast Sissi mitgebracht? Ja, ich werde später sagen, warum. Grüß Gott, Tante Sophie. Grüß dich Gott, mein Kind. Du hast ja ganz nasse Hände. Ich habe die Pferde getränkt, Die Pferde getränkt? damit es schneller geht. Servus, Karl Ludwig. Sissi, was ist denn das für ein Gruß? Das habe ich doch von ihm. In Innsbruck haben wir immer Servus gesagt. Nicht wahr? Ja, natürlich. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Schön ist es hier bei euch in Österreich. Ja, gefällt's dir? Sehr. Wozu dieses Kind da ist, weiß ich nicht. Weißt du, weil... Die Mama wird mir schon erklären. Aber sie wird selbstverständlich an keinem Empfang teilnehmen, sondern mit ihrer Gouvernante von der Gesellschaft streng separiert. Ja, natürlich, sie ist ja noch ein Kind. Hast doch manchmal an mich gedacht, Sissi? Na, hörst du? Da. Du trägst meinen Ring. Du ahnst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Trägst du auch meinen? Ich habe ihn nie vom Finger gegeben. Das ist nett von dir. Sissi, wenn du nicht nach Ischl gekommen wärst, wäre ich in den allernächsten Tagen nach Possenhofen gekommen. Ich wollte nur die Verlobung abwarten. Welche Verlobung? Das ist vorläufig noch ein großes Geheimnis. Aber warum ist Onkel Max nicht mitgekommen? Ich meine, er hätte hier doch ein herrliches Jagdgebiet. Gämsen, Hirsche, Steinböcke. Wirklich? Du, ich werde ihm sofort schreiben, dass er kommen soll. Telegrafieren, es geht doch viel rascher. Gut, aber niemand was sagen. Ich will Mama überraschen. Ich glaube, Mama steigt schon in den Wagen. Wir müssen jetzt gehen. Ja, wir kommen schon. Aber wir sehen uns bald. Ja, natürlich. Deshalb sind alle Straßen, Steige, Stege, Wege, Brücken, Flüsse und so weiter, die nach Ischl führen, strengstens zu bewachen. Verstanden, meine Herren? Jawohl! Wie einer verdächtig oder renitent ist, sofort auf Eis legen. Jawohl! Ich meine, sofort in Eisen legen. Jawohl! Besser einen Rebellen mehr verhaften, als einen Unschuldigen laufen lassen. Jawohl! Abtreten! Oh, schön. Pauli, wo ist denn mein Körbchen? Ich hab's in diesen Koffer getan. In den Kleiderkoffer? Ja, es muss da drin sein. Prinzessin, um Gottes Willen, diese schönen Kleider. Das ist es. Sieh mal, mein Schatz. Ja? Sehr schön, ja. Und denken Sie daran, dass wir noch eine Steigerung haben müssen für den Ball. Wir gehen auf einen Ball? Ja, aber du doch nicht. Warum denn nicht? Ich kann doch schon tanzen. Na, aber du bist doch noch ein Kind. Na. Wo ist denn mein venezianischer Schal? Sag, Sissi, wie gefällt dir die Frisur? Ja, ganz gut. Ja? Das Haar gehört nur etwas höher, weißt du, so. Sissi, was treibst du denn? Um 5 Uhr soll man bei Tante Sophie zum Tee sein. Was soll ich denn da anziehen? Aber gar nichts. Gar nicht? Ach, ich meine, du bist ja gar nicht eingeladen. Fein, dann gehe ich fischen. Mein Gott, diese schöne Frisur. Bitte bringen Sie das in Ordnung. Ich bin todbringend. Ah, da ist es ja. Aber Sissi, was machst du denn schon wieder für eine Unordnung? Ich habe mein Körbchen gesucht. Komm jetzt in dein Zimmer, sonst werde ich noch verrückt. Moment, Mami, mein Anistock. Ach, komm hinein. Mami, sperr mich doch nicht ein. Ich will noch fischen gehen. Du bleibst jetzt da drinnen. Es hämmert, es hämmert. Ach, warum habe ich dieses Kind bloß mitgenommen? Entschuldigen Sie, wo ist denn hier das Telegrafenamt? Das Telegrafenamt. Immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Danke. Halt! Was haben Sie mit dem Fräulein gesprochen? Was Sie mit dem Fräulein gesprochen haben? Ich hab gar nichts gesagt. Wieso? Sie haben doch gedeutet.
Ja, gedeutet habe ich schon. Was haben Sie gedeutet? Warum haben Sie gedeutet? Ja, weil mir das Fräulein was gefragt hat. Was hat sie gefragt? Ja, Was sie Sie gefragt hat? Ja, wo das nächste Telegrafenamt ist. Ah, das nächste Telegrafenamt. Ja. Warum lassen Sie sich das Telegrafenamt so aus der Nase ziehen? Weg! Weg! Sie sollen weggehen! So. Bitte? Also, Also, was haben wir da? bitte darf ich zuschauen, wenn Sie telegrafieren? Oh ja, gern. Herrn Johann Betzmacher, Ossenhofen. Das ist wohl in Bayern, nicht wahr? Ja, am Starnberger See. Aha. Posthaus war eingesperrt. Bin durchs Fenster. Schicket sofort. Was kann der Betzmacher lesen? Da bekommt's aufgeschrieben. Ah, ja. Papilli mit Gewehren. Kaiser kommt heute 4 Uhr. Sissi. Das heißt Sissi? Ja. Sagen Sie, haben Sie den Apparat erfunden? Nein, den hat ein Herr Morse erfunden und ein Herr Karl von Siemens gebaut. Aha. Also, danke. Bitte. Auf Wiedersehen. Moment, Sie müssen doch bezahlen. Ach so. Ja. Ich habe aber kein Geld. Und da lassen Sie mich telegrafieren? Hören Sie, ich bringe Ihnen das Geld später. Nehmen Sie doch einstweilen diesen Ring, ja? Ist das aber auch echtes Gold? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Nicht zerbeißen. Ich brauche ihn ja noch. 20 Worte? Das macht 60 Kreuzer. 60 Kreuze. Na, ich denke, das ist er schon wert. Glauben Sie? Ja. Also bringen Sie mir nachher das Geld. Ja, Ich empfehle mich. empfehle mich auch. Grüß dich Gott. Keine Intimitäten? Ich bin dienstlich hier. Was hat denn die Person, die eben hier war, telegrafiert? Wo fängt denn das an? Bitte, du kannst das ja ohnehin nicht lesen. Wieso nicht? Sind ja nur Punkte und Striche. So? drauf. Bitte, hier links. War eingesperrt? Aha, eine Entsprungene. Das habe ich mir gedacht. Was telegrafierst du Wer doch? telegrafiert denn? Gib das doch weg. Bin durchs Fenster. Ah, hat sie was angestellt? Ruhig, Fragen stelle ich nicht Sie, ja? Bitte. Bin durchs Fenster. Was ist denn der telegrafiert denn jetzt wieder? Ah, der Gmundner fragt, wer telegrafiert hat. Da muss ich gleich antworten. Hast du ihm endlich telegrafiert, wer antwortet? Ja, ein Depp. Du, ich bin im Ding für du. Ich auch. Ach so, entschuldige. Bitte. Ja, schicke sofort Papili. Papili, wer ist denn Papili? Das weißt du Das nicht. ist ein kroatischer Name. Mit Gewehren! Mit Gewehren, das ist ja ein regelrechter Überfall auf den Kaiser. Ein Überfall auf den Kaiser, das ist ein Überfall. Natürlich, sie geht zur Allee, wo der Kaiser durchkommen muss. Gib mir meinen Helm. Etwas Privates noch. Ich hab keine Zeit für Private. Wie soll ich denn zu meinem Geld kommen? Das Mädel hat doch kein Geld gehabt. Hier, diesen Ring hat sie mir gegeben. Was, und den hast du genommen? Du bist Ja. ja ein Hehler. Du bist ja ein Hehler. Was bin ich? Ein Hehler. Der Ring kann nur gestohlen sein. Mir gibt den Ring zurück. Bleibt in Verwahrung der Polizei. Erst wenn du im Dienst bist, bist du wirklich ein Hornochs. Das auch noch. Eine Amtsehrenbeleidigung. Stehen Sie auf! Herr Postmeister, Sie sind verhaftet. Abholen werde ich Sie später. Wo ist denn der Depp? Der Depp, den nehme ich jetzt nämlich mit. Wo ist denn das? Als Korpus! Delicti!
Was ist denn da los? Warum scheuen denn die Pferde? Da liegt ein Rucksack. Dann nehmen Sie ihn doch weg. Was ist denn das? Wer fischt denn da? Ich? Oh, Majestät. Bitte nicht abreißen, ich komme schon. Bitte nicht abreißen, bitte nicht. Majestät, ich werde Sie sofort befreien. So. Um Gottes Willen, Majestät! Aber... Her mit dem Messer! Her mit... Aber lassen Geben Sie aber- sofort das Messer! Majestät, ich glaube, ich bin einer Nihilistenbande auf der Spur. Ich verfolge dieses Mädchen schon die längste Zeit. Oh, da ist der Rucksack. Vorsicht! Vorsicht, in diesem Rucksack ist vielleicht eine Höllenmaschine. Aber nehmen Sie ihn doch. Aber Majestät, der spinnt ja. Ich bin doch keine Nihilistin. Das glaube ich ihr, aber eine Österreicherin ist sie auch nicht. Nein, ich bin aus Bayern. Aus Bayern, aha. Ja. Graf Grüne, Majestät? fahren Sie mit dem Wagen voraus und sagen Sie meiner Mutter, dass ich noch ein Stück zu Fuß gegangen bin, ja? Zu Befehl, Majestät. Und sie kann mich ein Stück begleiten. Das heißt, wenn sie Zeit hat. Oh ja, ich hab Zeit, Majestät. Na, dann machen wir einen kleinen Umweg und ich zeige bei der Gelegenheit gleich ein bisschen von der schönen Umgebung von Ischl. Ich hole nur meine Angel. Majestät, ich bitte unterwegs. Äußerste Vorsicht. Ja. Darf ich? Bitte. Hat sie wenigstens was gefangen damit? Ja, Sie, Majestät. Also ich muss sagen, sie ist die erste schöne Überraschung, die ich in Ischl erlebe. Das freut mich, Majestät. Wie lange bleibt sie denn? Ich hätte sie gern wiedergesehen. Leider nur 2 bis 3 Tage, Majestät. Das ist aber schade. Gerade in den nächsten 2 bis 3 Tagen werde ich kaum eine freie Minute haben. Oder doch? Eine Zeit habe ich mir freigehalten. Hätten Sie Lust, mit mir heute Abend auf den Pirschgang zu gehen? Gerne, Majestät. Ich begleite meinen Papili auch immer auf die Pirsch. Den Papili? Papili ist mein Vater. Ah, und der ist auch Jäger, der Papili. Ein großer Jäger. Der beste, den ich bis jetzt überhaupt kenne. Das freut mich, das ist schön. Sag einmal, bist du eigentlich zum ersten Mal in Österreich, Nene? Oh nein, wir waren doch zusammen in Tirol. Natürlich, in Innsbruck, vor 3 Jahren. In Inns? Ja. Ah, das war damals, wie wir plötzlich alle auf und davon sind. Das war eine feste Zeit. Willst du noch Tee? Wie bitte? Nein, Schnapsel wäre mir lieber. Kaiserliche Hoheit wünscht einen Likör. Kaiserliche Hoheit, der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ja, dann gehen wir auf den Balkon, Franz Josef zu Nehmen wir den. begrüßen. Danke. Herr Ludwig, komm! Ja, Mama. Ja, was ist denn? Warum sind denn auf einmal alle weg? Der Wagen seiner Majestät ist soeben in den Park eingefahren. Ach so. Bravo. Da schenken Sie mir noch ein Stamperl ein. Kaiserliche Hoheit. Generaladjutant seiner Majestät meldet sich gehorsam zur Stelle. Wo ist denn seine Majestät? Seine Majestät hat mir befohlen, vorauszufahren und den Wunsch geäußert, ein Stück zu Fuß zu gehen. Allein? Ja, das heißt, seine Majestät war in Begleitung. In wessen Begleitung? In Begleitung einer mir unbekannten Dame. Einer Ihnen unbekannten Dame? Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Ich danke. Kommt, meine Lieben. Da sehen Sie, der Dachstein. Herrlich. Das ist mein Jagdgebiet, Ach ja? der hohe Schrott. Das Höllengebirge. Und das da drüben, das ist der Jeinzenberg. Schön haben Sie es hier, Majestät. Ja. Also es bleibt dabei. Um 5 Uhr an der Hirschenbrücke. Ja, Majestät. Und sie wird den Weg bestimmt finden. Bestimmt, Majestät. Hoffentlich verirrt sie sich nicht im Wald. Ich im Wald? Das gibt's gar nicht. Und wenn der Wald noch so fremd ist. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte, Majestät. Ja? Verwickeln Sie doch den Gendarmeriemajor in ein Gespräch, damit er mich nicht wieder verfolgt. Mache ich. Also? Auf Wiedersehen, Majestät.
Darf ich um meinen Rucksack bitten? Darf ich um einige Auskünfte bitten? Ja. Moment, mein Fräulein, ich habe einige wichtige Fragen Herr an Sie zu Major. stellen. Majestät? Zuerst möchte ich einmal ein paar wichtige Fragen an Sie stellen. Majestät. Sagen Sie, Herr Major, wie war denn das Wetter in den letzten Tagen in Ischl? Das Wetter war wunderbar, Majestät. Verzeihung, Majestät, ich muss der Dame folgen. Die winkt. Die winkt. Und lassen wir Sie winken. Jawohl, Majestät. Sie ist mir sofort aufgefallen. Naja, es ist mir auch sofort aufgefallen. Sagen Sie, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Major. Wie wird denn das Wetter in den nächsten Tagen in Ischl werden? Fürchterlich, Majestät. Es wird in den nächsten Tagen schrecklich schütten, Majestät. Haben Sie einen Laubfrosch? Nein, aber Rheumatismus. Ich spüre das Wetter schon immer 2 Tage vorher. Sie ist weg. Weg ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Sagen Sie, Herr Major, was wollten Sie eigentlich von der Dame? Ich wollte die Dame um ihren Namen und ihre Adresse fragen. Ja, warum sagen Sie denn das nicht gleich? Laufen Sie schnell! Jawohl, Majestät! Unterstatten Sie mir sofort Meldung! Jawohl, Majestät! Gut geschlafen, Prinzessin? Wie kommst du denn darauf, dass ich geschlafen habe? Weil es die ganze Zeit im Zimmer so still war. Da wollte ich nicht stören. Nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur geträumt. Ich bin schon gespannt, was Mama und Nene erzählen werden, wenn sie von dem Empfang zurückkommen. Ob viele Leute da waren und wie der Kaiser ist. Reizend. Wie? Ach, ich denke, der Kaiser ist sicher reizend, nach den Bildern zu schließen. Ah ja, ja, natürlich. Aber ich bin nur neugierig, ob er sich sehr verändert hat seit Innsbruck. Vollkommen. Na, damals waren wir doch noch alle Kinder. Ah, ja, das stimmt. Baronin, um 5 Uhr wird es wieder still sein hier im Zimmer. Es wäre nett, wenn Sie auch dann nicht stören würden. Küss die Hand, liebe Mama. Grüß dich Gott, Franz. Grüß Gott, lieber Papa. Servus, Franzl. Ich freue mich, dass ich dich wieder mal zu Gesicht krieg. Ich freue mich auch, dass ich dich wieder sehe. Du hast dich prächtig erholt. Was ist geschehen? Du hast dich prächtig erholt. Ah ja, ja, mir geht's auch nicht schlecht. Weißt du, ich hab mal immer gesagt, alles andere nur nicht regieren. Franz. Tante Ludovica und deine liebe Cousine Nene sind aus Possenhofen herübergekommen, mit uns gemeinsam deinen morgigen Geburtstag zu feiern. Oh, liebe Tante. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Franz. Grüß dich Gott, Nene. Ich hätte dich kaum wiedererkannt. Es sind noch ein paar Jahre vergangen, seitdem wir uns in Innsbruck gesehen haben. Ja. Du bist sehr hübsch geworden, Nene. Danke. Ist Onkel Max auch hier? Nein, leider nicht. Er hat uns gebeten, dir seine herzlichsten Geburtstagswünsche zu überbringen. Und es tut mir leid. Er wollte es selber tun, aber er hatte ein paar unaufschiebbare Dinge zu erledigen. Ich habe ein Telegramm gekriegt. Aus Ischl von der Sissi. Von der Sissi? Was geht's denn? Eingesperrt war's. Durchs Fenster ist sie rausgestiegen, kommen sollst du und Gewehre mitbringen sollst. Ruhig! Was soll ich denn in Ischl? Ihr seht's doch, habt doch beide Hände voll zu tun. Bumm! Stellt die Kegel auf.
Frag den Thomas, wo das Bier bleibt. Und du schreib auf, dass ich alle Neune geworfen habe. Du bleibst hier, kegelst mit, was? Druck die! Ich bleib daheim. Einmal kann ich in dem Haus machen, was ich will. Da soll ich wegfahren. Kommt ja gar nicht in Frage. Du weißt gar nicht, wer das Mädchen war? Nein, Mama, ich weiß nur, dass sie sehr hübsch war. Der Kaiser von Österreich steigt wegen eines wildfremden Mädchens aus dem Wagen und geht wie ein verliebter Student durch die Straßen. Noch dazu an dem Tag, an dem seine zukünftige Braut auf ihn wartet. Es tut mir außerordentlich leid, Mama, dass Sie sich über diesen Vorfall so sehr echauffieren. Nichts bedrückt mich so sehr als das Bewusstsein, Ihnen Ärger zu bereiten. Bitte verzeihen Sie mir. Also gut. Dann wollen wir diesen unliebsamen Vorfall ein für alle Mal vergessen und nicht mehr darüber sprechen. Wie gefällt dir Nene? Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Hübsch? Ich finde sie reizend. Na, mein Kind, wie gefällt er dir denn? Ich finde ihn sehr, sehr nett. Nett? Na du, ich finde ihn bezaubernd. Ich finde Nene nur etwas kühl. Mein Gott. Sie ist vielleicht ein bisschen befangen, weil sie weiß, was für sie auf dem Spiel steht. Wieso sie weiß, dass wir uns verloben sollen? Natürlich. Aber das soll deinen freien Entschluss nicht im Geringsten beeinflussen. Ich habe mich mit Nene unterhalten. Sie ist klug, fromm, gut erzogen, sehr gebildet und in ihrer äußeren Erscheinung geradezu prädestiniert, die Gattin eines Monarchen zu werden. Ja, das stimmt völlig, aber... Sag noch nichts, Franz. Du musst sie näher kennenlernen und dann wirst du ganz meiner Meinung sein. Komm, unterhalte dich ein bisschen mit ihr. Jetzt nicht, Mama. Ich möchte gerne auf die Pirsch gehen. Du gehst heute noch auf die Jagd? Das ist die einzige Gelegenheit, liebe Mama. Ich bleibe ja nur 2 Tage da. Dann widme dich doch wenigstens eine Stunde noch deinen Gästen. Das wird kaum gehen, Mama. Es ist gleich 5 und um 5 bin ich verabredet mit den Jägern. Und ich bin nicht gern unpünktlich. Aber ich werde sicher heute Abend beim Souper und später beim Ball noch genügend Gelegenheit haben, Helene näher kennenzulernen. Wie du willst. So, von hier ab gehe ich allein. Soll der Büchsenspanner auch nicht mitkommen, Majestät? Niemand. Auch der Hund bleibt hier. Weidmanns Heil, Majestät. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Grüß Gott, Majestät. Oh, Verzeihung. Bin ich pünktlich? Schön, dass sie gekommen ist. Ich freue mich so, dass ich wieder mal durch den Wald gehen kann. Es wird aber sehr steil werden. Macht nichts. Also gut. Seine Majestät sind auf der Jagd? Ja, aber das war doch gar nicht vorgesehen. Nicht so laut. Das war doch gar nicht vorgesehen. Wie soll ich denn da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Man muss auch mit unvorhergesehenen Dingen rechnen. Die Frauensperson, mit der seine Majestät, bevor er nach Ischl kam, zusammentraf, war ja auch nicht vorgesehen. Ach, von der wollte ich gerade sprechen. Kennt er sie? Bestimmt. Seine Majestät sind eine ganze Weile mit ihr zu Fuß gegangen. Ob er sie kennt? Ach so, ich? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Das heißt, nein, ich kenne sie nicht. Aber ich weiß bereits, dass sie eine Diebin ist. Eine Diebin? Jawohl. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, ob sie wirklich nur eine gewöhnliche Diebin ist. Viele politische Verbrecher begehen nämlich nur ein gewöhnliches Verbrechen, um die Behörden irre zu führen. Herr Major, ich wünsche keine Lehrstunde in Kriminalistik. Ich will wissen, ob diese Person verhaftet wurde. Leider noch nicht, kaiserliche Hoheit. Und warum nicht? Sie ist mir entwischt. Warum ist sie entwischt? Komische Frage. Verzeihung, kaiserliche Hoheit, das ist mir jetzt entwischt. Sie ist mir entwischt, weil seine Majestät mich nicht entwischen ließ. Das heißt, weil seine Majestät mich huldvollst in ein Gespräch verwickelt hat. Und er hat mir gesagt, ich kann ruhig schlafen. Wer bitte? Er. Ach, schon wieder ich?
dass Majestät den Wald auch so lieben will. Leider komme ich nur zu selten dazu, durch den Wald zu gehen. Meistens muss ich hinter meinem Schreibtisch sitzen oder Paraden abnehmen. Dann sind Sie sehr zu bedauern, Majestät. Ja, ja. Wenn du einmal Kummer oder Sorgen haben solltest im Leben, dann geh wie jetzt mit offenen Augen durch den Wald. Und in jedem Baum, in jedem Strauch, in jeder Blume und in jedem Tier wird dir die Allmacht Gottes zum Bewusstsein kommen und dir Trost und Kraft geben. Das hat sie irgendwo gelesen. Nein, diesen Rat hat mir mein Papili gegeben. Ach, der Papili. Das muss ja ein wunderbarer Mann sein, der Papili. Das will ich meinen. Aber Majestät, jetzt müssen wir das Maul halten. Was? Ich meine, jetzt müssen wir fast still sein, sonst vergrämen wir den Hirsch. Da kennt man gleich die Jägerin par excellence. Also, leise. Ja. Majestät? Ja? Werden Sie den Hirsch wirklich schießen? Ja, wozu hätte ich denn sonst das Gewehr mitgenommen? Schießt denn der Papili nicht? Ja, schon. Aber ich schaue mir halt die Tiere lieber nur an. Na, ich auch, aber heute will ich einen Hirschen schießen. Da ist er schon. Wo? Da. Weg ist er. Verzeihung, Majestät. Wie kann denn das einer Jägerin passieren? Ja, ich weiß auch nicht. Aber bitte nicht böse sein. Nein, nein. Den erwische ich schon noch. Ja, aber heute nimmer. Nein, heute nimmer. Aber jetzt können wir wieder laut reden. Ja, jetzt können wir sogar laut singen. Hallo! Hast du hier noch eine Zither auf den Pirschgang mitgebracht? Ja, der Papili hat sie sogar nach Ägypten mitgenommen, auf die Cheops-Pyramide. Ah, der Papili war sogar in Ägypten. Mhm. Plötzlich, da packt sie ihn und dann muss er reisen. Ich glaube, ich werde auch einmal so werden wie er. Schade, dass sie nur 1 oder 2 Tage in Ischl bleibt. Ich hätte gern meinen Urlaub verlängert. Meinetwegen? Das ist aber nett, Majestät. Erzähl sie mir noch ein bisschen von ihr. Hm? Von mir? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reiten. Ja, wirklich? Meine auch. Meine Lieblingsblumen sind rote Rosen. Meine auch. Ja? Und meine Lieblingsmehlspeise ist Apfelstrudel. Also das gibt's nicht. Meine auch. Ja? Wie heißt sie denn eigentlich? Zu Hause nennt man mich die Liesel von Possenhofen. Possenhofen? Das ist doch am Starnberger See, wo der Herzog Max in Bayern wohnt. Ja, ja. Ah, dann kennt sie bestimmt alle meine Cousinen, die Prinzessin. Helene, Elisabeth, Mathilde. Marie, Sophie, kenne ich alle. Und auch die Buben. Ich meine, die Prinzen. Den Gackel und den Karl Theodor. Soviel ich weiß, ist Herzogin Ludovica mit Prinzessin Helene und Prinzessin Sissi hier in Ischl, nicht wahr? Ja, die sind gekommen, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Aber Prinzessin Sissi ist nicht da. Oh ja, die ist schon da. Ja, ja. Kennen Sie sie denn? Ganz flüchtig. Und wie gefällt sie denn? Nichts sagen. Unscheinbar. Aber sie gefällt mir, Liesel. Ich habe nie geglaubt, dass ich einmal jemand beneiden werde. Ja, wen denn? Den Mann, der sie zur Frau bekommt.
Aber wie kommt die Majestät auf einen solchen Gedanken? Der Gedanke ist augenblicklich für mich sehr naheliegend. Denkt die Majestät am Ende schon ans Heiraten? Ich muss leider dran denken. Ach, Majestät sind verlobt? Noch nicht. Nur verliebt? Auch nicht. Nur verloben soll ich mich heute. Ja, aber wie kann man sich denn mit jemandem verloben, den man gar nicht liebt? Das kommt in unseren Kreisen öfters vor. Aus Staatsinteressen, aus dynastischen Gründen, aus... So müsst ihr aussehen. Solche Augen müsst ihr haben. So einen Mund. Solches Haar. So schön wie sie müsst sie sein. Ja, ist sie denn nicht schön, Ihre Braut? Doch, sie ist sehr schön, aber sie ist viel schöner. Und ich glaube, sie hat auch mehr Herz. Wer ist sie denn? Sicher eine Prinzessin. Vielleicht kenne ich sie. Natürlich kennt sie sie. Ja? Prinzessin Helene in Bayern. Nee. Aber reden wir doch nicht immer von mir. Nee. Ich bin so froh, dass ich sie getroffen habe. Ich glaube, man könnte sie sehr lieb haben. Nein. Man müsste sie sehr lieb haben. Liesel. Bitte nicht, Majestät. Aber Liesel, was hat sie denn? Sie ist ja auf einmal ganz verändert. Liesel. Liesel, was hat sie denn? Nichts. Liesel! Liesel! Bleib stehen, Liesel! Weißt du, was die Tante Sophie gesagt hat? Nun? Sie hat gesagt, nee, hast du zu einer Kaiserin erzogen. Ja, Sissi, wo kommst du denn her? Ich denke, du schläfst und willst nicht gestört werden. Ich war nur ein bisschen im Wald. Ach so. Du, Mama, jetzt können wir doch Sissi schon sagen, warum wir da sind. Ja, natürlich. Sissi, so eine große Neuigkeit. Ich werde mich heute mit Franz Josef verloben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Er sieht wunderbar aus. Ganz anders wie auf den Bildern. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie reizend er ist. Das freut mich, Nene, dass du so glücklich bist. Sissi! Sisselein, was ist denn los mit dir? Du bist ja ganz verstört. Fühlst du dich nicht wohl? Na, was hast du denn, mein Kind? Nichts, Mama. Und du bist am Ende traurig, weil du nicht eingeladen warst. Du, da habe ich eine wunderbare Nachricht für dich. Fürst Keltenhüller ist unverhofft angekommen. Jetzt fehlt deine Tischdame und da hat dich Tante Sophie heute Abend zum Souper eingeladen. Schön, nicht? Nein, Mami, ich will nicht hingehen. Ich will zu Hause bleiben. Aber Sissi, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Stell dir vor, wie beleidigt Tante Sophie wäre, wenn du diese Einladung nicht annehmen würdest. Ja. Das ist mir gleich. Ich gehe nicht hin. Aber Sissi, ich bitte dich, nun sei nicht launenhaft und ärgere mich nicht. Jede andere Prinzessin wäre glücklich, an diesem Souper teilnehmen zu können. Aber ich bleib zu Hause. Ja, was hat sie denn? Keine Ahnung. Aber sie wird schon mitgehen. Das fehlt ja noch, Tante Sophie so zu verstimmen. Eben. Noch dazu an einem Abend, der vielleicht das Schicksal unseres Hauses entscheidet. Ja, Exzellenz. Warte Durchlauf, Feldmarschall Fürst Radetzky. Ich freue mich, lieber Fürst Radetzky, dass Sie die anstrengende Reise nicht gescheut haben, um mich hier in Ischl zu besuchen. Es ist eine hohe Ehre und Auszeichnung für mich, den Geburtstag Eurer Majestät hier mitfeiern zu dürfen. Ihre Majestät, die Königin von Preußen. Willkommen, liebe Tante. Ich freue mich wirklich herzlich über deinen Besuch. Ich freue mich ebenfalls, lieber Franz, dir meine Glückwünsche zu deinem Geburtstag persönlich überbringen zu können. Ihre Majestät, die Königin von Sachsen.
Willkommen, liebe Tante. Ich freue mich wirklich herzlich über deinen Besuch. Ich freue mich ebenfalls, lieber Franz, dir meine Glückwünsche zu deinem Geburtstag persönlich überbringen zu können. Ihre königliche Hoheit, Herzogin Ludovica in Bayern. Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Helene in Bayern. Ihre königliche Hoheit, Prinzessin Elisabeth in Bayern. Willkommen, liebe Tante. Willkommen, René. Willkommen, Elisabeth. Ihr kennt euch doch. Wie? Aus Innsbruck. Ach ja. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Liesel von Possenhof. Grüß dich. Komm, meine Liebe. Grüß dich Gott, mein Kind. Franz? Bitte? Du führst René zu Tisch. Ja, Mama. Also ich muss sagen, ich hätte Sissi kaum wiedererkannt. In Innsbruck war sie doch noch ein unscheinbares Kind. Und jetzt ist sie eines der zauberhaftesten Mädchen, die ich je gesehen habe. Verzeih mir nicht. Sei bitte nicht böse. Warum soll ich denn böse sein? Weil es nicht sehr galant ist, seiner Tischdame von einer anderen Dame vorzuschwärmen. Aber Sissi ist doch meine Schwester. Ich finde sie auch reizend. Sie wird von Tag zu Tag hübscher. Sie ist wirklich reizend. Schade, dass der Max nicht da ist. Ich hab ihn so gern. Ich werd's ihm sagen. Wie bitte, was? Ich werd's ihm sagen. Im Magen hat es. Oje, oje. Was ist geschehen? Oh, du, der Max hat's im Magen. Ah, Ja. ich leide auch so darunter. Bitte, was? Ich sage, ich leide auch so darunter. Ja, sonst ist er munter. Bravo, na bravo. Sissi, darf ich mich in deine Tanzkarte eintragen? Aber bitte, gern. Wie viele Tänze schenkst du mir? So viel du willst. Auch den Cotillon? Ja. Und welche sind deine Lieblingsblumen? Meine Lieblingsblumen? Was denn? Deine Lieblingsblumen wegen des Cotillon-Bouquets. Ach so. Rote Rosen. Rote Rosen. Ich habe euch das Mädchen doch ganz genau beschrieben. Wir haben sie aber nicht gefunden, Herr Major. Und warum nicht? Alle Straßensteige, Stege, Wege, Brücken, die nach Ischl führen, sind abgeriegelt. Alle Häuser sind durchsucht. Wo ist sie denn? Vielleicht wird sie heute Abend beim Fackelzug auftauchen. Natürlich, mit Festbeleuchtung. Wird sie euch in die Arme laufen. Oder morgen beim Kirchgang. Ein Attentäter geht nicht in die Kirche. Ja, ja, sie wird auftauchen, wenn es zu spät ist beim nächsten Attentat. Das kostet mich Kopf und Kragen. Der lacht. Der lacht. Sie! Abtreten! Unerhört, diese... Was? Sagt die, was fällt Ihnen denn ein Gift? Hinauf, Sie! Es ist... Nein. Pantalo! Entschuldige, Franz. Bitte. Bitte, Herzogin.
Danke, Exzellenz. Also, Nene ist die zukünftige Kaiserin von Österreich. Wie kommst du darauf? Und wenn zwei Königinnen anwesend sind und Franz Josef führt eine Prinzessin zu Tisch, so muss das doch etwas zu bedeuten haben. Jedenfalls finde ich es sehr merkwürdig, dass du deine Pläne auch vor deinen Schwestern geheim hältst. Aber meine Liebe. Du, die Nene ist aber entzückend. Ja, aber nichts für dich. Ja, und warum nicht? Man soll einem Kaiser nicht ins Gehege kommen. Ach so? Kamillentee, kaiserliche Hoheit. Haben Sie auch einen Cognac hineingetan? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Danke. Warum riechst du denn an deinem Tee? Ich? Ja, ich wollte nur schauen, ob er nicht zu stark ist. Nein, eher zu schwach. Damit du im Bilde bist. Franz Josef wird sich heute noch mit Nene verloben. Bitte sprich lauter. Ich kann ja nicht schreien. Franz Josef wird sich heute noch mit Nene verloben. Oh, bravo! Haben Sie sich also verliebt ineinander, die zwei? Nein, noch nicht, aber das wird schon kommen. Bravo! Warum haben Sie sich denn dann heute schon verlobt? Wir waren auch verlobt, ohne dass wir verliebt waren. Ja, das hat damals der Kongress so bestimmt. Ja, und heute bestimme eben ich. Bravo. Warum sagst du denn immer bravo? Du bist doch nicht im Zirkus. Was ist geschehen? Du bist... Es ist alles in Ordnung. Bravo. Ich kann nicht mehr weiter tanzen. Warum denn nicht, Sissi? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Dann gehen wir in den Garten, ein bisschen in die frische Luft. Nein, bitte lass mich allein. Soll ich nicht doch mit dir kommen, Sissi? Nein, bitte nicht. Was ist denn, Sissi? Warum bist du heute Nachmittag davongelaufen? Ist da noch eine Erklärung notwendig? Ich glaube, dass das Schicksal es anders mit uns will, als unsere Mütter es beschlossen haben. Es kann nicht nur Zufall gewesen sein, dass wir uns heute getroffen haben, fern von allem höfischen Zwang. Ich glaube sogar, es ist alles in Ordnung. Was ist in Ordnung? Mama wollte doch, ich soll mich mit einer Tochter von Tante Ludovica verloben. Ich habe noch nie meiner Mutter einen Wunsch so gern erfüllt wie diesen. Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Nein, nie. Und warum nicht? Weil ich Nenes Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde. Aber Sissi, sei doch vernünftig. Erstens stiehlst du Nene nicht den Mann, denn ich bin noch nicht ihr Mann. Und zweitens stehst du ihrem Glück nicht im Weg, denn ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, mit mir verheiratet zu sein. Gewiss, ich bin Kaiser von Österreich, Herr eines mächtigen Landes. Aber überall lauern Gefahren, die Rebellen in Mailand, der Aufruhr in Ungarn. Dann... Ich nehme meine Pflichten sehr ernst, Sissi. Ich werde nicht viel Zeit für meine Frau haben. Und trotzdem, Sissi, wäre ich glücklich, eine Frau neben mir zu haben, wie du es bist. Erinnerst du dich nicht, als ich heute zu dir gesagt habe, noch ehe ich wusste, wer du bist? So müsste sie aussehen. Diese Augen müsste sie haben. Diesen Mund. Bitte sprich nicht weiter, sonst vergesse ich jede Etikette und lauf davon. Aber Sissi... Übrigens, findest du nicht, dass Franz sich ein bisschen wenig mit Nene beschäftigt? Ich dachte, er wird doch zumindest den Ball mit ihr eröffnen. Franz tanzt immer erst den Cotillon und den wird er bestimmt mit Nene tanzen. Im Übrigen sei ganz ohne Sorge.
Es geht alles so, wie ich es wünsche. Ich verlasse mich ganz auf dich. Sissi. Willst du mir nicht helfen, diese schwere Last zu tragen? Und wenn Nene nicht wäre? Sie ist aber. Und ich liebe Nene. Ich werde es nie übers Herz bringen, ihr weh zu tun. Und sie liebt dich. Sie hat es mir gesagt. Franz, Ja, Mama. ich hätte gerne ein paar Worte mit dir gesprochen. Selbstverständlich, Mama. Verzeih bitte, Sissi. Du hast wunderbar ausgesehen, mein Schatz. Ja? Alle haben nur auf dich geschaut. Die wissen natürlich genau, was vorgeht. Ich habe es bemerkt. Du, Tante Sophie hat gesagt... Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Franz Josef wird den Cotillon mit dir tanzen. Das habe ich mir gedacht. Und damit gleichzeitig die Verlobung bekannt geben. Ach, ich bin so glücklich. Mein lieber Franz, es wäre nun an der Zeit, deine Verlobung bekannt zu machen. Und ich wollte dich fragen, ob du dich entschlossen hast. Ja, Mama, ich habe mich entschlossen. Das freut mich. Dann werde ich also die Verlobung verkünden. Im Übrigen ahnen ohnehin schon alle, dass du dich mit Nene verloben wirst. Mama, ich habe mich nicht für Nene entschlossen, sondern für Sissi. Für Sissi? Ja, weißt du denn, was du sprichst? Genau, Mama. Aber Franz, du kannst doch nicht diesen Franz heiraten. Ein Mädel, kaum 16, schlecht erzogen. Sissi wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Im schlechten Sinn. Im besten Sinn, Mama. Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, wie ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sissi ist ein Schatz. Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Mein Entschluss steht fest. Ich heirate Sissi oder keine. Und ich bitte Sie, liebe Mama, in meinem Namen bei Tante Lodovica um die Hand Sissis anzuhalten. Bei Onkel Max werde ich dies selbst tun. Du stellst mich also vor eine vollendete Tatsache. Leider muss ich auch Sissi vor eine vollendete Tatsache stellen. Es tut mir aufrichtig leid, Mama, dass wir zum ersten Mal nicht einer Meinung sind. Messieurs, bitte wählen Sie die Blumen für Ihre Damen zum Cotillon. Bitte, Monsieur. Susanne, was hast du denn? Heute Nachmittag warst du schon so gedrückt. Und jetzt, ich weiß nicht, du gefällst mir gar nicht. Was ist denn los mit dir? Nichts, Mama. Nur dann lach doch ein bisschen. Und tanz. Du bist doch jung. Ich habe keine Lust zu tanzen. Na, dann sei mir zuliebe ein bisschen fröhlich. Wem hast du denn den Cotillon versprochen? Karl Ludwig. Na, dann tanz doch mit ihm. Ja? Bitte. Bitte. Mir bitte rote Rosen. Pardon, kaiserliche Hoheit, aber rote Rosen sind nicht mehr da. Seine Majestät hat alle für sich selbst reserviert. Pardon. Für wen brauchst du denn rote Rosen? Für Sissi. Ist sie nicht reizend? Ja, aber nichts für dich. So, und warum nicht? Man soll einem Kaiser nicht ins Gehege kommen. Was willst du damit sagen? Dass ich schärfere Augen habe als du. Oh, Verzeihung. Ich suche Karl Ludwig. Ich habe ihm versprochen, den Cotillon mit ihm zu tanzen. Das ist jetzt gleichgültig. Komm her. Lass dich anschauen. Ja, Tante? Naja, groß bist du nicht. Nein, leider nicht. Aber das liegt ja in der Familie. Mama ist auch nicht groß. Und du ja auch nicht. Vor allem möchte ich dich bitten, nicht du zu mir zu sagen. Aber du bist doch meine Tante. Franz Josef ist mein Sohn und sagt auch sie zu mir. Bitte? Wie du wünschst. Verzeihung. Wie Sie wünschen. Es kommt mir so dumm vor. Und ich meine, so ungewohnt. Du wirst dich an manches gewöhnen müssen. Am österreichischen Hof herrscht ein strenges Zeremoniell. Und zwar das spanische Hofzeremoniell, das unter allen Umständen gewahrt werden muss. Das ist mein Wunsch
Und auch der Wunsch des Kaisers. Welche Sprachen sprichst du, außer Deutsch? Englisch und Französisch. Eben. Ungarisch, Böhmisch, Kroatisch müsstest du sprechen. Wozu? Weil Franz Josef mir gesagt hat, dass er dich liebt. Und weil er dich zu seiner Frau machen will. Ja, aber ich habe ihm doch... Unterbrich mich nicht, wenn ich spreche, sondern antworte auf meine Frage. Ich möchte wissen, ob auch du ihn liebst. Bitte fragen Sie mich nicht. Ich wünsche eine Antwort auf meine Frage. Ja, ich liebe ihn. Ich liebe ihn sogar sehr. Aber ich habe ihm doch... Ich habe gehört, du reitest viele Stunden im Tag. Ich habe nichts gegen das Reiten, weil es die Figur erhält. Aber alles mit Maß und Ziel. Du musst jetzt an deine Gesundheit denken. Deine Zähne sind ganz gelb. Du musst sie besser putzen. Ich putze meine Zähne. Meine Zähne sind weiß. Auch dein burschikoses Wesen wirst du ablegen müssen. Du musst überhaupt von jetzt an ein anderes Leben führen, wenn du Kaiserin von Österreich werden willst. Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. Du musst glücklich sein, wenn du es wirst. Ich war bis jetzt bei uns zu Hause auch glücklich. Vielleicht glücklicher als ihr alle hier. Ich denke gar nicht daran, ein anderes Leben zu führen als bisher. Ich will frei leben, ohne Zwang. Was ist denn das für eine Sprache, die du führst? Die Sprache, die mich mein Vater gelehrt hat, dem die Freiheit und die Wahrheitsliebe über alles geht. Ich glaube, wir haben uns vorläufig nichts mehr zu sagen. Sissi, wo laufst du denn hin? Ich will nach Hause. Was jetzt, wo der Cotillon beginnt, auf den ich schon so lange warte? Entschuldige, Karl Ludwig, aber ich tanze nicht. Aber ich denke nicht daran, dich fortzulassen. Ich bestehe auf meinen Tanz. Und wenn ich dich darum bitte? Majestät, hier sind die Rosen. Sophie, jetzt geht unser Wunsch in Erfüllung. Ich glaube, du irrst dich, liebe Schwester. Wieso? Sieh doch, er geht mit den Rosen zu Nene. Liebe Sissi, erlaube mir bitte, dass ich dir deine Lieblingsblumen überreiche. Er gibt Sissi die Blumen? Was soll denn das bedeuten? Dass er sich mit Nene nicht verloben wird. Liebe Nene, ich hatte dich um den Cotillon gebeten. Ich bitte dich aber, mir zu gestatten, diesen Tanz mit Sissi zu tanzen. Mit meiner Braut. Er will Sissi heiraten? Ja. Es lebe die zukünftige Kaiserin von Österreich! Ho! 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 Erlauben mir, Eure Majestät, im Namen der hier anwesenden allerhöchsten Gäste und als Ältester die herzlichsten Glückwünsche zu Eurer Majestät Verlobung mit Ihrer königlichen Hoheit, der Prinzessin Elisabeth in Bayern, darbringe. Ich danke Ihnen, mein lieber Feldmarschall. Majestät, die Bevölkerung von Ischla zu Ehren des Geburtstages Eurer Majestät ein Feuerwerk arrangiert. Das ist aber nett, Sissi. Kind, du tust mir so unendlich leid. Ach, Mama, warum sind wir nur nach Ischl gefahren? Diese Demütigung.
Nini, du musst jetzt stark sein, ja? Und Haltung bewahren. Ich bitte dich und glaub mir, Sissi trifft keine Schuld. Ich weiß es. Und deswegen darfst du ihr auch nicht böse sein. Aber Nini, ich bitte dich, nimm dich zusammen. Ja? Es darf dir niemand anmerken, dass man dich so gekränkt hat. Ich bitte dich. Das kann ich nicht, Mama. Das kann ich nicht. Warum hast du das getan? Warum hast du mich vor so einen Konflikt gestellt? Weil ich gewusst habe, dass du nie Ja gesagt hättest. Also, Ludovica, jetzt stoß an mit uns Schwestern. Jetzt bringst du auch einen Monarchen in die Familie. Warum weinst du denn? Du hast gar keinen Grund zu weinen. Die Einzige, die zu bedauern ist, bin wieder einmal ich. Ich habe die Aufgabe, aus einem Landmädel eine Kaiserin zu machen, aber ich werde sie schon in die Arbeit nehmen. Das brauchst du nicht so viel. Sie wird eine Kaiserin. Ja, vielleicht durch mich. In einem Jahr werdet ihr sie nicht wiedererkennen. Ich glaube, in einem Jahr wirst du sie nicht wiedererkennen. Na bravo! Jetzt hast du es aber du gesagt. Das ist ja... Braut seiner Majestät. Herr Bürgermeister, wo ist dein Loch? Was brauchen Sie ein Loch? In das ich versinken kann. Wer ist jetzt dort? Die Leber ist von keinem Hecht, die ist von einem Kater. Lass schmecken euch den guten Wein vom künftigen Schwiegervater. Lass schmecken euch den guten Wein vom künftigen Schwiegervater. Holleri, hollo, holleri, hollo, holleri, holleri, hollo. Holleri, hollo, holleri, hollo, holleri, holleri, hollo. Die Leber ist von keinem Hecht, sie ist von einem Stier. Doch heut hab ich genug vom Wein, jetzt möchte ich ein Maß Bier. Doch heut hab ich genug vom Wein, jetzt möchte ich ein Maß Bier. Holleri, hollo, holleri, hollo, holleri, holleri, hollo. Holleri, hollo, holleri, hollo, holleri, holleri, hollo. Na, Sisselein, was ist mit dir? Du sitzt so traurig herum. Machst gar nicht den Eindruck einer glücklichen Braut. Hast du schon Nachricht von Nene? Natürlich. Sie ist noch immer bei Tante Elisabeth in Potsdam. Es geht ja ausgezeichnet. Du, sie hat einen Prinzen Thun und Taxis kennengelernt, der ihr sehr gut gefällt und der ihr den Hof macht. Aber sie kommt nicht zurück, weil sie mir noch immer nicht verziehen hat, dass ich ihr Leben zerstört habe. Aber Sissi. Nun hör mir mal zu, mein Kind. Du hast doch nicht ihr Leben zerstört. Schau, es kommt alles so, wie es kommen muss. Tante Sophie wollte Vorsehung spielen, aber das kann man nicht. Du hast Franz Josef eben besser gefallen als Nene und darüber musst du sehr glücklich sein, denn er liebt dich aus vollem Herzen und du ihn doch auch, nicht wahr? Na, siehst du, und das ist das Allerwichtigste. Aber ich kann doch nicht glücklich sein, solange ich weiß, dass Nene mit mir böse ist und meinetwegen nicht nach Hause kommt. Was, jetzt mitten in der Nacht? Was ist denn los? Königlicher Kurier für mich. Was will er denn? Keine Ahnung. Lasst euch nicht stören, bin gleich wieder da. Bringt's auf mein Wohl, aber ein bisschen herzhaft. Es lebe unser Haus, unser lieber Herzog Max. Holleri, ho, holleri, ho, holleri, holleri, ho. Graf Arco! Das ist eine Überraschung. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich zu so später Stunde noch störe. Konnte leider nicht früher eintreffen. Ist Gott? Sind Sie das Gewitter hineingekommen? Das war zünftig, was? Ich komme im Auftrag seiner Majestät des Königs Maximilian von Bayern, um Ihnen, Herzog Max in Bayern und Ihrer Familie die allerherzlichsten Glückwünsche seiner Majestät darzubieten. Das finde ich aber wirklich schön von seiner Majestät, dass er uns diese Glückwünsche durch einen Sonderkurier übermittelt. Herr Reitz. Genau. Ich habe noch eine andere Sonderbotschaft zu überbringen. Ah, so. Leider keine angenehme. Seine Majestät hat mich beauftragt, Eure Königliche Hoheit daran zu erinnern, dass Eure Königliche Hoheit jetzt kein Privatmann mehr sind, sondern sozusagen ins Licht der Öffentlichkeit gerückt wurden. Das heißt mit anderen Worten? Dass seine Majestät wünschen, Eure Königliche Hoheit
mögen von nun ab ein, wie soll ich es nur ausdrücken, ein etwas gemäßigteres Leben führen. Dann sagen Sie seiner Majestät, dass ich wünsche, dass mein Mann so bleibt, wie er ist. Aber königliche Hoheit! Wir waren bis jetzt glücklich und zufrieden. Und es hat sich kein Mensch um uns gekümmert. Auch der König nicht. Dann soll er uns auch jetzt in Frieden lassen. Ja, aber... Michael, du bist ja ein Mordskerl! Halte da mal. Wenn ich dich nicht schon längst geheiratet hätte, heute würde ich es sofort tun. Entschuldigung. Graf Arco, berichten Sie seiner Majestät von diesem Familienidyll. Wir lassen schön grüßen und es bleibt alles beim Alten. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann soll er es nur sagen, dann werde ich Österreicher. Aber bitte, königliche Hoheit. Das schafft mir der Franzl in Handumdrehen. Jawohl. Komm, Xaver. Geh in den Wald. Na komm. Und gib Acht, dass dir nichts geschieht. Und wenn du groß bist, dann geht dem Papi aus dem Weg. Wer soll mir aus dem Weg gehen? Der Xaver. Ja, Sissi, was machst denn? Ich möchte wenigstens meinen Tieren die Freiheit schenken, wenn ich sie schon aufgeben muss. Schau, was sind das denn für Sachen? Jede andere Prinzessin, die wird sich glücklich schätzen, wenn sie an deiner Stelle wäre und du machst dein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Jetzt pass mal auf. Ich habe heute eine Nachricht bekommen. Also die Hochzeit ist auf den 24. April festgesetzt. Am 20. fährst du mit deinem Schiff donauabwärts nach Österreich. Nee. Nein, ist das eine freudige Überraschung. Grüß dich, mein Schatz. Prinz Thurn und Taxis hat mich hierher gebracht. Er möchte dir gerne seine Aufwartung machen. Ich freue mich, lieber Prinz, Sie bei uns begrüßen zu können. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Herzogin. Oh, danke. Was ist denn? Hörst mir gar nicht zu? Du tust ja so, als ob dich die ganze Sache gar nicht interessiert. Hast am Ende den Franzl gar nicht gern? Doch, ich habe ihn sogar sehr gern. Aber ich habe solche Angst. Vor der Tante Sophie und dem ganzen Hofzeremoniell. Das kann ich verstehen. Das war mir auch immer zum Abgewöhnen. Aber weißt was? Wenn sie dich zu sehr sekieren in Wien mit dem Klimbim, dann kommst du zu mir. Dann gehe ich wieder mit dir in den Wald. Nein, jetzt soll der Franzl mit dir in den Wald gehen. Die Sissi wird sich freuen. Ja, wo ist sie denn? Da unten, bei ihren Tieren. Sissi, die Nene ist da. Komm. Was? Die Nene ist da. Ich wollte dir nur sagen, Sissi, dass wir immer die bleiben, die wir waren. Und dass ich dir alles Schöne wünsche. Du sollst so glücklich werden, wie ich es bin. Ich bin so froh, Nene, dass du mir das sagst. So unsagbar froh. Ich hätte sonst nie glücklich werden können.
Ein schönes Land ist deine neue Heimat, Sissi. Ja, mir ist als träumt sich das alles. Das Schiff. Sie kommen. Möchtest du mir nicht sagen, was du hier suchst? Ach, guten Morgen, Tante. Ich gehe dir schon durch mehrere Zimmer nach. Du läufst von einem Fenster zum anderen. Fehlt dir etwas? Kannst du nicht schlafen? Aber nein, ich suche die Tiere. Welche Tiere? Franz Josef hat mir erzählt, dass er hier in Schönbrunn einen großen Tierpark hat. Und deshalb läufst du im Nachthemd und im Schlafrock herum? Mit offenem Haar und barfuß? Aber es hat mich doch niemand gesehen. Franz Josef hätte dich sehen können. Der schläft doch noch. Du irrst. Der Kaiser sitzt um diese Zeit meistens schon an seinem Schreibtisch. Ach so. Verzeihung, das wusste ich nicht. Bleib! Du findest dich ja in diesen vielen Zimmern nicht zurecht. Die Fürstin Auersberg. Sehr wohl, kaiserliche Hoheit. Warum ließen Sie die Fürstin rufen? Damit sie dich in dein Zimmer bringt. Aber das ist doch nicht nötig. Was nötig ist, bestimme ich. Und wenn du in deinem Zimmer bist, bereite dich auf deine Beichte vor. Es war unnötig, mich daran zu erinnern. Ich habe mich schon vorbereitet. Ich spreche auch bereits die Sprachen, die Sie für so wichtig hielten. Kroatisch, Böhmisch und Ungarisch. Und meine Zähne sind weißer denn je. Nur der Ton, den du mir gegenüber anschlägst, ist der gleiche geblieben, konstatiere ich. Was ist denn passiert? Nun also, ist das notwendig, dass dein Bräutigam dich in diesem Aufzug sieht? Guten Morgen, Franz. Guten Morgen, Sissi. Ist etwas geschehen? Nein, ich wollte mir nur die Tiere ansehen, von denen du mir erzählt hast. Aber Kind, die sieht man doch nicht von hier. Die zeige ich dir dann später. Guten Morgen, Mama. Es ist doch bestimmt kein Grund, dass Sie sich so echauffieren. Ich danke dir für deine Belehrung. Es tut mir sehr leid, dass ich am Tage deiner Hochzeit mit deiner Braut diese Auseinandersetzung habe. Aber ich habe die Fürstin rufen lassen. Guten Morgen, Fürstin. Nein, bitte nicht. Das auch noch. Danke, ich brauche sie nicht mehr, Fürstin. Warum beleidigst du meine Hofdame und entziehst dir deine Hand? Weil es mir peinlich ist, wenn eine ältere Dame mir die Hand küssen will. Dann will ich dir erklären. Pardon, Mama. Darf ich das tun? Sissi,
Dieser Handkuss hat nichts mit dem Altersunterschied zu tun. Wenn heute Abend unsere Trauung vollzogen ist, dann bist du die erste Frau in meinem Reich. Das heißt mit anderen Worten, du nimmst die Stellung ein, die bis jetzt meine Mutter eingenommen hat. Du bist fortan die erste Dame unseres Landes. Und alle anderen Damen wollen dir mit diesem Handkuss beweisen, dass du als Kaiserin über ihnen stehst. Nur eine Frau in Österreich hat das Recht, dir statt deiner Hand auch deine Stirn zu küssen. Meine Mutter. Nicht wahr, Mama? Das wollten Sie doch auch sagen. Ja, Franz. Komm, mein Kind. Ich bring dich auf dein Zimmer. Ja. Ach, Franz. Es wäre alles so schön, wenn du kein Kaiser wärst. Wir begrüßen unsere geliebte Braut, Ihre königliche Hoheit Prinzessin Elisabeth in Bayern, heute nochmals auf österreichischem Boden und heißen Sie in Ihrem neuen Haus auf das allerherzlichste willkommen. Möge Ihr Österreich eine neue Heimat und ein zweites Vaterland werden und mögest du, liebe Elisabeth, in deiner neuen Heimat immer nur glückliche Stunden verleben. Was ich dazu tun kann, wird geschehen. Alles andere liegt beim Allmächtigen. Das hohe Brautpaar, es lebe hoch! Hoch! Hoch!
Graf Döhne. Majestät? Sind Sie nicht auch froh, dass diese anstrengenden Hochzeitsfeierlichkeiten vorbei sind? Gewiss, Majestät. Nur zu viel Arbeit hat sich angehäuft. Es bleibt mir kaum mehr Zeit für Ihre Majestät. Majestät, die Herren Minister sind vollzählig versammelt. Ja, lassen Sie eintreten. Bitte, meine Herren. Exzellenz, ich bitte um Ihre Berichterstattung. Majestät, im gestrigen Ministerrat stand als erstes Problem die von Eurer Majestät vorgesehene Amnestie in Ungarn zur Debatte. Der Ministerrat, ich bedauere das sagen zu müssen, hat sich einstimmig gegen diesen Erlass ausgesprochen. Die Gründe? Der Minister des Äußeren sowie alle anderen Minister sind der Auffassung, dass diese Amnestie eine neue, unabsehbare Gefahr für Österreich bedeuten würde. Eine weitaus größere Gefahr bedeutet es, wenn man ein Land ständig als Feind betrachtet. Ich werde die Amnestie auch gegen den Willen meiner Minister erlassen. Majestät, dürfte ich... Und wünsche, dass sie unverzüglich verlautbart werde. Die Erzherzogin Sophie. Ich möchte mit Gräfin Esterhazy Liechtenstein allein sein. Gräfin Esterhazy, ich habe Sie zur Obersthofmeisterin Ihrer Majestät gemacht, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Ich wünsche über alles, was Ihre Majestät tut, genauest informiert zu werden. Nicht aus Neugierde, sondern weil ich finde, dass Ihre Majestät schon in Anbetracht Ihrer Jugend meiner Lenkung bedarf. Ich werde mich des Vertrauens, das kaiserliche Hoheit in mich setzen, bestimmt würdig erweisen. Was haben Sie mir zu berichten? Es ist schon wieder ein neuer Brei angekommen. Ich möchte kaiserliche Hoheit um die Erlaubnis bitten, die Vögel in die Menagerie abliefern zu dürfen. Das Geschrei ist unerträglich. Wenn Ihre Majestät Gefallen an diesen Tieren findet, so mag sie halten, wo es ihr beliebt. Und wenn Ihnen das Geschrei auf die Nerven geht, Gräfin, empfehle ich Ihnen, Watte in die Ohren zu stopfen. Bitte öffnen Sie diese Lade. Was ist das für ein Buch? Das Tagebuch Ihrer Majestät. Geben Sie es mir. Haben Sie mir sonst noch etwas zu berichten? Ihre Majestät hat sich über die primitiven Badegelegenheiten im Schloss beklagt. Hier hat Maria Theresia gelebt und gebadet. Es wird auch für eine kleine bayerische Prinzessin, die zufällig Kaiserin geworden ist, gut genug sein. Noch etwas? Ihre Majestät hat sich mehrmals erkundigt, ob sich ein Oberst Böckel aus Ischl noch nicht zur Audienz gemeldet hat. Oberst Böckel? Ischl? Kenne ich nicht. Na, dann schauen Sie mich doch etwas genauer an. Fällt Ihnen nichts auf an mir, Herr Postmeister? Hast du dir vielleicht die Haare schneiden lassen? Blicken Sie etwas tiefer, Herr Postmeister. Ah, das Schnurrbart ist weg. Noch tiefer. Böckel, du bist zum Oberst avanciert. Mehr noch, ich bin nach Wien versetzt. Ja, wirklich, ich gratuliere dir. Ja, wieso denn? Erinnerst du dich an den Ring, den die Kaiserin, wie sie damals noch Prinzessin war, hier bei dir verpfändet hat? Wie sie das Telegramm hat nicht bezahlen können. Richtig. Diesen Ring habe ich ihr persönlich in einer Audienz überreicht. So. Worauf seine Majestät persönlich meine Versetzung nach Wien angeordnet hat. Wo ich nur ihre Majestät zur persönlichen Verfügung zu stehen habe. Meiner lieben Elisabeth. Unsere Elisabeth. Nein, meine Elisabeth. Lieber Freund, mir ist etwas Entsetzliches passiert. Was ist denn passiert? Stell dir vor, ich habe mich in die Kaiserin verliebt. Wenn sie mich ansieht, dann setzt mein Gehirn aus. Wenn sie mit mir spricht, da fange ich an zu stottern. Und wenn sie mich anlächelt, da bin ich einer Ohnmacht nahe. Böckel, ihr Lächeln. Dieses Lächeln. Ich liebe sie.
Kroatisch werde ich nie lernen. Was kommt jetzt? Noch eine Sprachstunde, Majestät. Ungarisch. Ah, diese Stunde liebe ich. Ich liebe überhaupt alles, was ungarisch ist. Sie auch, Gräfin? Ich hasse alles, was ungarisch ist. Ach ja, Sie haben in Ungarn Ihren Mann verloren. Es tut mir leid, dass ich durch meine Frage dieses traurige Erlebnis in Ihnen wachgerufen habe. Was bringen Sie, Gräfin? Ihre kaiserliche Hoheit, Erzherzogin Sophie, hat mich beauftragt, Eurer Majestät diese Erläuterungen des spanischen Hofzeremoniells zu überreichen. Eure Majestät mögen dieselben auswendig lernen. 19 Seiten? Was heißt das? Zutritt haben nur die allerhöchsten Frauen und die Palast- und appartementmäßigen Damen. Was sind appartementmäßige Damen? Appartementmäßige Damen sind diejenigen, die zum Unterschied von denjenigen des kleinen Zutritts nach erhaltener Ansage in den Appartements der Kaiserin erscheinen dürfen. Wer zu der Kaiserin kommen darf, ist ganz genau festgelegt. Nur 23 den größten historischen Familien des Landes angehörende Herren und 229 Damen des sogenannten großen Zutrittes. Schön. Ich werde mich bemühen, diesen Unsinn auswendig zu lernen. Gräfin Belgard. Majestät? Lassen Sie Dr. Falk eintreten, damit ich ein bisschen frische Luft atmen kann. Sie waren gestern bei seiner Majestät in Audienz. Jawohl, kaiserliche Hoheit. Aus Ihrer Miene entnehme ich, dass Sie mir nichts Erfreuliches zu berichten haben. Ich fürchte, kaiserliche Hoheit werden über die Nachricht, die ich bringe, ebenso bestürzt sein wie ich. Aber mit Grammatik wollen wir jetzt Schluss machen. Ich möchte, wenn Majestät gestatten, wieder von den Schönheiten der ungarischen Landschaft sprechen. Ja, bitte tun Sie das. Haben Sie mir wieder Bilder mitgebracht? Igen, Majestät. Einige von der Pusta, von der ungarischen unendlichen Tiefebene, mit ihren Schaf- und Rinderherden. Schön. Und das ist hier die königliche Burg in Ofen, die jetzt schon 325 Jahre verwaist dasteht. Wann wird dort wieder ein König einziehen? Ein König, der den Ungarn die Freiheit wiedergibt. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um Ihrem Land zu helfen. Ich weiß nicht wieso, aber ich fühle mich zu dem ungarischen Land, obwohl ich es gar nicht kenne, so hingezogen wie zu keinem anderen. Das spürt man, Majestät. Und auch die Ungarn, die Eure Majestät noch gar nicht kennen, die von Eurer Majestät nur das wissen, was ich in ungarischen Zeitungen geschrieben habe, verehren Eure Majestät. Mehr noch, sie lieben Eure Majestät, weil sie wissen, dass Majestät ihr guter Engel sind. Du hast den Belagerungszustand in Ungarn aufgehoben und eine Amnestie erlassen? Ja, Mama. Gilt diese Amnestie auch für den Anführer der Rebellen? Für diesen Grafen Andraschin? Aber gewiss, Mama. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in meinem Land traurig ist, wo ich selber so glücklich bin. Ja, aber Franz, man kann doch nicht aus einer Sentimentalität heraus regieren. Wir waren uns doch darüber einig, dass ein Aufstand nur durch strenge und äußerste Härte gebrochen werden kann. Ja, Mama, aber versöhnen kann man doch nur durch Güte. Ich kann mir denken, auf welchen Einfluss deine Entscheidung zurückzuführen ist. Sie haben recht, Mama. Sissi. Und ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Ich bin neugierig, ob du ihr auch dafür dankbar bist. Was ist das? Ihr Tagebuch. Wie kommen Sie zu Sissis Tagebuch, Mama? Das ist gleichgültig. Schau es dir an. Ich möchte es nicht lesen, bevor sie es gestattet hat. Dann werde ich dir eines ihrer Gedichte vorlesen. Es kehrt der junge Frühling wieder und schmückt den Baum mit frischem Grün und lehrt den Vöglein neue Lieder und macht die Blumen schön erblühen. Das ist doch sehr hübsch, Mama. Doch was ist mir die Frühlingswonne hier in dem fernen, fremden Land? Ich sehn mich nach der Heimatsonne, ich sehn mich nach der Isarstrand. Soll ich weiterlesen?
Ich möchte Sie bitten, mich jetzt allein zu lassen, Mama. Es sind eben neue Sitten hier eingezogen. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Unser Gesandter in Paris. Dann lassen Sie ihn bitte erst in 2 Minuten eintreten. Zu Befehl, Majestät. Servus, Franz. Sissi. Ich gehe gleich wieder. Ich habe nur so Sehnsucht nach dir gehabt. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du mich überhaupt noch magst. Gar nicht mehr. Und warum nicht? Weil du dich den ganzen Tag nicht um mich kümmerst. Okay. Ich? Du kümmerst dich nicht um mich? Immer sitzt du da an deinem Schreibtisch und regierst. Auch weiß ich gar nicht mehr, wie du aussiehst. Die sind ohnehin nicht mehr frisch. Ja, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig auf wen? Auf diesen Schreibtisch. Mein Tagebuch? Ja, Mama hat's hergebracht. Dann hat sie es aus meinem Schreibtisch genommen. Das weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls nicht berührt. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Mama hat mir ein Gedicht vorgelesen. Ein sehr hübsches Gedicht, nur. Du hast Heimweh nach Bayern, Sissi? Ja, wenn ich allein bin. Sissi. Deine Heimat ist doch Österreich. Sicher. Aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich mich manchmal nach Possenhofen sehne. Nach den Bergen, nach meinen Geschwistern und nach den Eltern. Verstehst du das nicht? Ja, Sissi, ich verstehe es. Und doch auch wieder nicht. Ich tue doch alles, um es dir in deiner neuen Heimat so schön wie möglich zu machen. Ich dachte, du bist glücklich. Bin ich auch. Aber nur wenn du bei mir bist. Und du bist so selten bei mir. Der österreichische Gesandte in Paris, Freier von Hübner. Ich lasse bitten. Wir sind uns bei Tisch. Was machst du bis dahin? Auf dich warten, wie immer. Vielleicht werde ich ein bisschen reiten. Aber bevor wir zu Tisch gehen, komm bitte noch in mein Zimmer. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Herr Oberst, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie kommen aus Ischl und sagen, Sie wollen mit der Kaiserin sprechen. Sie glauben, das geht so. Mir nix, dir nix. Lieber Herr Zeremonienmeister, ich bin ja dienstlich hier. Ja, glauben Sie, ich bin zu meinem Vergnügen hier? Herr Oberst, Sie werden sich müssen umstellen. Bis jetzt waren Sie im Militärdienst, aber hier herrscht Hofdienst. Hier ist alles Etikette. Und darum haben Sie erstens um eine Audienz bei Ihrer Majestät anzusuchen und zweitens zu warten, ob Ihre Majestät die Audienz überhaupt bewilligt. Und drittens haben Sie zu warten, bis ich Ihnen sage, ob Ihre Majestät Entschuldigung. Drehen Sie sich um. Sein Gesicht habe ich schon einmal gesehen. Mehrmals, kaiserliche Hoheit. Ich hatte schon in Ischl das Vergnügen. Ich meine die Ehre. Ach ja, ich erinnere mich. Er ist dieser Unglücksmensch, der mir die verworrensten Berichte erstattet hat. Wieso bitte? Herr Zeremonienmeister, wollen Sie dem Herrn Oberst klar machen, dass er bei Hof keine Fragen zu stellen hat? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Außerdem steht auf meinem Kleid... Herr Oberst. Verzeihung, kaiserliche Hoheit. Also, bei der Kaiserin Mutter haben Sie keinen Stein im Brett. Sie bleiben ja auch nicht. Herr Oberst, Sie haben an den allerhöchsten Personen
keinerlei Kritik zu üben. Das war keine Kritik, das war eine Feststellung. Auch Feststellungen kommen Ihnen hier bei Hof nicht zu. Bei Hof kommt Ihnen überhaupt nichts zu. Aber ich sehe schon, mit Ihnen werde ich es sehr schwer haben. Wo sind wir vorhin stehen geblieben? Da drüben. Aber nein, ich meine, wovon wir gesprochen haben. Ah, von der Etikette. Sehr richtig. Sie haben also erstens, um eine Audienz bei Ihrer Majestät anzusuchen, zweitens haben Sie zu warten, bis Ihnen Ihre Majestät die Audienz gewährt, und drittens haben Sie wieder zu warten, bis ich Ihnen sage, wann diese Audienz bei Ihrer Majestät... Keine Angst, passiert nicht mehr. Nein, Ihre Majestät, Ihre Majestät. Ich freue mich, dass Seine Majestät meinen Wunsch, Sie in meiner Nähe zu haben, so schnell erfüllt hat. Majestät, ich bitte sagen zu dürfen, dass... Ja? Ich... Nun, was wollten Sie sagen? Es ist mir entfallen. Ich weiß schon. Ich bitte sagen zu dürfen, dass Eure Majestät keinen treueren Diener haben werden als meine Wenigkeit. Davon bin ich überzeugt. Um Gottes Willen. Oh, was haben Sie, Herr Oberst? Herr Zeremonienmeister, ein Glas Wasser. Ist Ihnen schlecht? Dieses Lächeln. Dieses Lächeln. Was für ein Lächeln? Ihr Lächeln. Mein Lächeln? Ja. Nein! Das Lächeln Ihrer Majestät. Ja, was ist denn? Ist mein Weiberl schlecht aufgelegt? Erstens bin ich kein Weiberl und zweitens bin ich glänzender Laune. Bitte, was sagt er? Ich bin glänzender Laune. Na bravo. Guten Morgen, Gräfin. Ich möchte wissen, ob sich Ihre Majestät bereits dem Studium des Hofzeremoniells unterzogen hat. Noch nicht, Kaiserliche Hoheit. Ihre Majestät ist ausgeritten. Das habe ich mir gedacht. Die Pferde sind ja wichtiger als alles andere. Also insofern, wenn du mich fragst, mir auch. So, und jetzt gehe ich in den Prater. Ja, tu das. Nicht wohl, Sophie. Auf Wiedersehen. Na, was ist denn? Jesus, ja. Guten Morgen, Schwiegerpapa. Guten Morgen, Majestät. Ich hab gehört, du bist im Prater. Hab ich mir gedacht, ich komme auch herunter. Das freut mich. Wie geht es dir denn? Danke, sehr gut, Majestät. Du brauchst aber nicht so zu schreiben mit mir. Ich höre jedes Wort. Ja, seit wann denn? Seit jeher. Aber ich höre nur das, was ich hören will. Weißt, das ist sehr praktisch. Wenn ich was nicht hören will, höre ich es einfach nicht. Da fragt einer einmal, zweimal, dreimal. Ein viertes Mal ist ihm schon zu langweilig und ich erspare mir die Antwort. Also du bist wirklich ein Original. Aber Majestät, bitte, das bleibt unter uns. Ja, das verspreche ich dir. Na bravo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Majestät. Was sagen Sie da? Ihre Majestät hat Einkäufe gemacht? Ja, Kaiserliche Hoheit, auf dem Kohlmarkt. Von wem weiß man das? Vom Kutscher. Er hat erzählt, dass Majestät kaum zum Wagen gelangen konnte und dass die Menschenmenge in ihrer Begeisterung das Kleid ihrer Majestät zerrissen hat. Unfassbar. Sissi? Ja? Bist du schon fertig? Ich habe mich beeilt, weil ich neugierig war, was du mir so Wichtiges zu sagen hast. Ja, ich wollte dich fragen, ob du schon weißt, dass wir einen neuen Papagei haben. Oh, den roten. Ja, Von wem ist er denn? von Tante Marie. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du weißt, was heute für ein Tag ist. Heute? Donnerstag? Naja, du hast so viel zu tun. Du darfst so etwas vergessen. Heute sind wir 4 Wochen verheiratet. Was, tatsächlich? So lang ist das schon her? Ja?
Ein kleines Hochzeitsgeschenk. Ich hoffe, es macht dir Freude. Das ist aber sehr lieb, dass du daran gedacht hast. Das habe ich in einem Geschäft am Kohlmarkt entdeckt. Was, du warst am Kohlmarkt? Ja. Ich wäre beinahe nicht mehr nach Hause gekommen. Du, die Wiener sind schon sehr nett. Die haben mir vor Freude das Kleid zerfetzt. Zerrissen. Also schau, das sind alles Bilder vom Wiegand. Das Burgtor, Schloss Laxenburg, die Spinnerin am Kreuz. Zicken. Wie bezaubernd das alles gemacht ist. Diese winzigen Figuren. Schau, wie duftig die Bäume gemalt sind. Und was ist das da? Das ist die Weilburg in Baden. Was ist denn das? Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Du hast also doch nicht vergessen. Ich werde nie vergessen, wie glücklich du mich in jeder Minute gemacht hast. Nie. Ich bin auch sehr glücklich. So. Und jetzt müssen wir leider gehen. Wir haben Gäste. Und das da, das hole ich mir nachher. Ja, was ist denn das? Ja, mei, ein Münchner Bier. Und der Schweinshaxen. Das ist eine neue Überraschung von mir, liebe Mama. Franz, du bist wirklich ein Schatz. Wie lange habe ich mich danach gesehnt? Schwiegermama, möchten Sie auch Bier? Nein. Eher Baldrian-Tropfen. Und du, Schwiegerpapa? Bitte? Und du, Schwiegerpapa, möchtest du auch Bier? Ja, natürlich. Franz? Probieren wir's? Eminenz, Sie auch? Gerne, Majestät. Na also, die Mehrheit ist für Bier. Ich bin nur neugierig, wie das Bier schmecken wird. Und ich erst. Wunderbar. Das Schweinshaxel ist großartig. No, bravo. Prost. 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 Alles gut. Nicht schlecht. Franz Caro. Na, bravo. Ich hoffe aber, lieber Franz, dass das nur eine einmalige Überraschung ist. Und dass du nicht das Schloss Schönbrunn und die Wiener Hofburg in ein Wiener Hofbräuhaus verwandeln wirst. Bestimmt nicht, liebe Mama. Mart! Ja. Ein Brief von der Sissi, du. Was? Ja, Was schreibt's denn? ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gelesen. Einen Moment. Geliebte Eltern, heute habe ich zum ersten Mal nach langer, langer Zeit Münchner Bier getrunken und eine Schweinshaxen gegessen. Es war herrlich. Das glaube ich. Ich habe dabei natürlich gleich an Papeli gedacht. Naja, meine Sehnsucht nach euch und nach unseren Bergen wird von Tag zu Tag größer. Ich habe hier alles und eigentlich nichts. Wie sie es vorausgesehen hat. Sie sitzt in einem goldenen Käfig. Ob es so ein Glück für sie war. Aber die Hauptsache ist, dass sie den Franzl gern hat. Und er sie. Sie schreibt, Franz liest mir jeden Wunsch von den Augen ab und trägt mich auf Händen. Und du trinkst nicht so viel. Also du tragst mich nicht auf Händen. Du schimpfst allweil mit mir. Aber geht. Schau, Wickel. Ich glaube, das ist alles Schicksal. Ich meine nicht, dass ich gerne ein Bier trinke, sondern dass unsere Sissi Kaiserin geworden ist. Umsonst geschieht nichts auf dieser Welt. Wahrscheinlich hat sie irgendeine Mission zu erfüllen. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Graf Julius Andraschi. Lassen Sie den Grafen eintreten. Graf Julius Andraschi. Graf Julius Andraschi.
Ich freue mich, Graf Andrassy, Sie in Wien begrüßen zu können. Treten Sie näher. Majestät, mein erster Weg, nachdem ich aus dem Exil zurückkehren durfte, war der zu Eurer Majestät, um Eurer Majestät zu danken für das, was Eure Majestät für Ungarn getan haben. Stehen Sie auf, Graf Andrassy. Die Amnestie hat der Kaiser erlassen. Ihm müssen Sie danken. Ich spreche nicht von der Amnestie, Majestät. Eine Amnestie kann den Hingerichteten nicht das Leben und den heimgesuchten Familien nicht das Glück zurückgeben. Aber ein Herz, das für eine Nation schlägt, kann alles wieder gut machen. Und für diese Liebe möchte ich Eurer Majestät danken. Ich werde auch in Zukunft alles tun, um Ungarn, Österreich und damit auch dem Kaiser näher zu bringen und um Ihrem Land die Gleichberechtigung wiederzugeben. Damit aber das Wort Gleichberechtigung kein leeres Wort sei, möchte ich Sie und alle aus dem Exil heimgekehrten Ungarn mit ihren Damen zum nächsten Hofball einladen. Wir wollen an diesem Tag die Stunde feiern, die unsere Herzen einander näher gebracht hat. Was hast du gehört? Ich bin empört, Ja, worüber denn? dass Elisabeth unsere Feinde hier eingeladen hat. Besonders diesen Grafen Andrassy, diesen Aufrührer. Geh. Ja, ich kann es eben immer noch nicht vergessen, dass es ein Ungar war, der den Dolch gegen Franz erhoben hat. Und jetzt ist er hier schutzlos seinen Feinden ausgeliefert. Kaiserliche Hoheit, Graf Julius Andrassy bittet um die hohe Ehre, vorgestellt werden zu dürfen. Bravo. Ich habe keine Veranlassung, einem Rebellen, auch wenn ihn die Amnestie straffrei gemacht hat, die Hand zu reichen. Kaiserliche Hoheit, wie soll ich das dem Grafen sagen? Deutsch oder Ungarisch? Das ist mir egal. Schade, dass der Wald so bald zu Ende ist. Dann muss ich dich wieder den anderen überlassen. Meine Herren, die Kaiserin Mutter hat mich und damit uns alle öffentlich brüskiert, indem sie der Amnestie als eine belanglose Formsache hinstellt und uns weiterhin als Feinde betrachtet. Unfassbar! Ich bin dafür, dass wir demonstrativ den Hofball verlassen. Ich bin ganz deiner Meinung. Das könnt ihr nicht machen. Schließlich seid ihr Gäste des Kaiserpaars und nicht der Kaiserin Mutter. Das ist ganz egal. Wir dürfen uns einen solchen Affront nicht bieten lassen. Bitte verständige unsere Damen. Natürlich. Es tut mir leid. Jula. Ihre Majestät Zirkel zu halten? Ja. Wo sind denn die anderen? Ott, Marianne. Majestät, ich bitte untertänigst um Verzeihung, wenn ich es wage, Eure Majestät anzusprechen. Ja, was ist denn geschehen? Die ungarischen Gäste wurden von Ihrer Kaiserin Hoheit, Erzherzogin Sophie, brüskiert. Sie wollen demonstrativ den Ball verlassen. Erzherzogin Sophie hat uns beleidigt. Und Andrassy will, dass wir den Ball demonstrativ verlassen. Majestät, ein Verlassen des Festes würde einem Bruch der neuen freundschaftlichen Beziehungen gleichkommen. Aber wie kann man sie zurückhalten? Dr. Falk, bitte lassen Sie mich allein. Majestät.
ist denn, Sissi? Du bist auf einmal so blass. Franz, bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt. Aber ich tue es für dich und für dein Land. Was willst du denn tun, Sissi? Aber das ist ja unmöglich, Gräfin. Ich weiß es. Aber es ist der ausdrückliche Wunsch Ihrer Majestät. Tja. Meine Damen und Herren, auf allerhöchsten Befehl, Damenwahl. Damenwahl? Hast du das angeordnet, Franz? Nein, ich. Herr Oberst, überbringen Sie dem Grafen Andrassy meine Aufforderung zum Tanz. Jawohl, Majestät. Also ich bin sprachlos. Sind alle unsere Landsleute beisammen? Ja, aber müssten wir uns nicht von seiner Majestät verabschieden? Nein, wir gehen ohne Gruß. Nem, aztán lehet. Végig is el kellene búcsúzkodni tőle. Igen, ez van a legjobb. Nem. Ha Andrássy azt mondja, hogy megyünk, akkor menjünk. Verzeihung, bitte entschuldigen. Graf Andrassy, Ihre Majestät lässt Sie durch mich um den nächsten Tanz bitten. Ich glaube, dass diese Auszeichnung der Kaiserin größer ist als die Beleidigung der Schwiegermutter. Wir müssen bleiben. Gräfin Caroline, fordern Sie seine Majestät zum Tanz auf. Gerne. Darf ich Sie zu den Majestäten führen? Ich bitte darum. Und du stehst da, Franz, und sagst nichts. Ich kenne zwar noch nicht die Gründe, Mama, die Sissi dazu bewogen haben, diesen Schritt zu unternehmen, aber es ist selbstverständlich, dass ich mich mit allem, was sie tut, identifiziere. Majestät, darf ich um den Tanz bitten? Gerne. Für mich ist dieser Hof bald zu Ende. Ja, aber warum? Um Gottes Willen! Was ist geschehen? Ein Attentat? Die Kaiserin ist ohnmächtig geworden. Was? Was sagt der Arzt? Das wissen wir noch nicht. Er ist noch bei ihr. Das kann nur die Ursache gewesen sein. Sicher ist Ihre Majestät vom Pferd gestürzt. Aber das hätte ich doch sehen müssen. Ich war doch immer in ihrer Nähe. Die Kaiserin im Prater geritten ist, war sie nicht dabei. Ich glaube, es ist der Blinddarm. Die Kaiserin hat schon mehrmals über Schmerzen geklagt. Ich bin vollkommen überzeugt, dass nur die Auseinandersetzung mit Erzherzogin Sophie daran schuld war. Sollte man nicht seine Majestät verständigen, dass der Arzt bei der Kaiserin ist? Nein. Seine Majestät darf im Augenblick nicht gestört werden. Eben ist der russische Gesandte in Audienz. Der Kaiser steht vor schweren Entscheidungen, die möglicherweise Krieg bedeuten könnten. Ist Hofrat Seeburger noch bei Ihrer Majestät? Ja, kaiserliche Hoheit. Bin ich sehr krank, Herr Hofrat? Ich glaube nicht, Majestät. Nur das Reiten. Das müssen Majestät in nächster Zeit lassen. Großes Opfer. Es muss aber sein, Majestät. Ja, hat es mir denn so geschadet? Geschadet? Nein. Mir, was fehlt mir denn dann? Majestät sind guter Hoffnung. Nein. Nein! Ja, Majestät. Herr Doktor! Herr Doktor! Das... Sowas? Herr Doktor! Was hat denn das zu bedeuten? Franz, ich muss dich dringend sprechen. Entschuldigen Sie, Exzellenz.
Sissi, was ist denn los? Franz, Ja? wir bekommen ein Kind. Sissi, ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Ja, lass mich Sissi! runter. Oh, nicht drücken. Nicht drücken. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Franz. Max! Ja. Eine Neuigkeit. Was ist? Eine schöne Neuigkeit. Was ist denn geschehen? Aus Wien. Von der Sissi. Ja, na? Die Sissi kriegt ein Kind. Ich gratuliere dir. Du wirst Großvater. Ja, was denn? Ist das wahr, was der Thomas erzählt hat? Ja, was? Früher kommt der Storch zu Sissi. Also der Thomas muss immer alles gleich ausplaudern. Ja, Kinder, es ist wirklich wahr. So Gott will, werdet ihr im Frühjahr alle kleine Onkeln und Tanten sein. Hurra! Ich bin ein Onkel. Und ich eine Tante. Du auch, natürlich, du auch. Königliche Hoheit, darf ich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Ich danke Ihnen, danke schön. Jetzt bringen Sie schnell eine Flasche Champagner, diese freudige Nachricht müssen wir begießen. Jawohl, Königliche Hoheit. Jetzt aber Schluss, jetzt gehen wir schlafen, ja? Thomas? Ja, bringen Sie die Onkeln und Tanten ins Bett. Jawohl, Ja, morgen Königliche wieder, ja? Hoheit. Komm, Onkel Gacke. Nacht. Hoffentlich wird sein kleiner Thronfolger. Wenn es so aussieht wie die Sissi damals, da wäre mir ein Mädel lieber. Du, ich glaube dem Franzl aber nicht. Ich bin sehr glücklich. Ja, siehst du, das sind die Glückstage im Leben, die einem aber gleichzeitig leise zuflüstern, dass man älter wird. Aber trotzdem, mir ist, als wäre es gestern gewesen, wie du mir damals am Heiligen Abend das schönste Geschenk meines Lebens gemacht hast. Die Sissi. Was sie nicht entzücken. Ich war sehr stolz auf unser Christkindl. Ich auch. Und jetzt wird sie bald selbst eine stolze Mutter sein. Ist es ein Bub? Eine Prinzessin. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wie glücklich würdest du erst sein, wenn es ein kleiner Kronprinz wäre. Ich kann es nicht erwarten, bis ich das Kind sehe. Und ich erst. Jetzt habe ich was gehört. Hier, meine Lieben, bringe ich euch die jüngste Prinzessin. Oh Gott. Das ist genau die Sissi, die Augen, die Haare, genau. Max, gib mir es doch auch. Ja, lass mir es doch auch. Moment. Die Ohren hat's auch von der Sissi. Alle beide. Na, Max, also du machst mich wahnsinnig. Komm, gib mir es jetzt. Ja? Ja. Gib mir es. Aber nur einen Augenblick, ich muss mir das nachher noch mal genau ansehen, alles. Oh Gott, ist das süß. Nun schau dir das an, das Maserl. Genau wie unsere Sissi, ja? Das Goschel. Ja, oh, Goschel. Wie soll sie denn eigentlich heißen, die kleine Prinzessin? Na, Sissi natürlich. Nein. Franz Josef und ich haben schon vorher bestimmt, dass wenn es ein Bub würde, soll er Rudolf heißen. Und wenn es ein Mädchen wird, was ich leider befürchtet habe, soll sie Sophie heißen. Ich hoffe, du hast nicht dagegen, dass wir sie nicht Ludovica taufen lassen. Ich? Aber nein. Ludovica ist wirklich kein so schöner Name. Na, so schön ist Sophie auch nicht. Da hat er eigentlich recht. Seit wann hörst du denn so viel? Weißt du, ich hab's ihm von den Lippen abgelesen. Merkwürdig. Liebe Kinder, eure liebe Nichte wurde heute auf die Namen Sophie, Anastasia, Amalie, Elisabeth, Franziska, Stephanie, Caroline, Maria getauft. So viele Namen? Ja. Muss man sich die alle merken? Nein, merken musst du dir nur Sophie.
Du, Thomas, hat sie das Stoffwest hineingezwickt, die kleine Sofal? Ja, ja, aber sie hat nichts gespürt. Wenn mich der Storch auf die Welt gebracht hat, habe ich auch nichts gespürt. Ich schon. Ja, du schon, ja. In einigen Tagen werden Papa und ich wieder bei euch sein. Und wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen. Fein, bis dahin spielen wir Indianer. Ja, das Kommen. Ja. Gräfin, ist sie nicht süß? Bezaubernd. Wir suchen einen neuen Kinderheim. Ja, ich komme gleich. Oh, Majestät. Das ist aber eine laute Begrüßung. Ja, Majestät, ziemlich laut. Wie alt sind denn Ihre Schätzchen? Das ist ganz verschieden, Majestät. Zwischen 2 und 7 Monaten. Aha. Das ist ein Wunder. Wie schwer ist das denn? 5000 Gramm, Majestät. Viel schwerer als meins. Meins ist aber auch noch nicht so alt. Und er hat Hunger. Er will seine Milch. Ach, Majestät, er hat schon getrunken. Ah ja? Ja. Bitte, Majestät. Danke. Er schreit nicht zu seinem Vergnügen. Bist du ein Mädel? Nein? Nein, macht er. Er weiß schon, dass er ein Bubel ist. Wir werden dich allein lassen, dass du schlafen kannst. Na und dir? Schmeckt dir der Daumen, ja? Baronin John, wie süß er lacht. Ja, nee. Du bist müde. Wie heißt es denn? Eva. Entzückend. Schade, dass seine Majestät nicht da ist. Er hat Kinder auch so gern wie ich. Sissi. Wo findet man dich? An deinem Schreibtisch. Wo kommst du denn her? Ich habe ein Säuglingsheim besucht. Was schön. Es war reizend. Diese vielen Kinder, eins süßer als das andere. Du, eins war so klein. No. Aber so bestimmt. Aber so süß wie unseres ist keins. Naja, das ist ja selbstverständlich. Und wie ist das Heim? Sehr nett und sauber. Nur, es könnte freundlicher sein. Weißt du, Franz, in so ein Haus gehört viel Licht und viel Sonne. Ja, du hast recht, ich werde veranlassen, dass das in Zukunft berücksichtigt wird. Du, und jetzt besuchen wir unseren Schatz. Ja. Komm. Wir dürfen keinen Lärm machen, vielleicht schläft sie. Die Wiege ist weg. Wo ist denn mein Kind? Was ist denn hier los? Sissi, ich wusste nicht, dass Mama den Umzug bereits veranlasst hat. Soll's dir eigentlich erst heute Abend sagen. Mama hat beschlossen, die Erziehung unseres Kindes zu übernehmen. Und das Kinderzimmer im anderen Trakt des Schlosses neben ihren Gemächern eingerichtet. Ja, wie kommt denn Mama auf einen solchen Gedanken? Ich kann doch selbst für mein Kind sorgen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Sie hat 8 Kinder großgezogen. Mama wollte dir bestimmt nicht wehtun. Und ich schon gar nicht, Sissi, das weißt du doch. Es war vielleicht mein Fehler, dass ich es dir nicht vorher gesagt habe, aber schau, vor uns sind so viele Reisen und Empfänge und du hättest doch gar keine Zeit Für mein Kind werde ich immer Zeit haben. Mehr als für alle Reisen und Empfänge. Ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen. Aber es will dir doch niemand wegnehmen. Aber sie hat es ja schon getan. Wo willst du hin, Sissi? Mein Kind holen. Sissi! Wo ist mein Kind? In seinem Zimmer, hier nebenan. Aber du kannst jetzt nicht zu ihm, wenn es schläft. Ich wünsche, dass das Kinderzimmer sofort wieder dahin verlegt wird, wo es war.
Und mein Kind nehme ich gleich selbst mit. Ich habe dir schon gesagt, du kannst jetzt nicht hinein, wenn das Kind schläft. In meinen Armen wird es nicht aufwachen. Bitte geben Sie mir den Weg frei. Das Kind steht unter meiner Obhut. Ich bin die Mutter. Du bist selbst noch ein Kind. Deshalb wirst du die Erziehung des Kindes gefälligst mir überlassen. Ich denke gar nicht daran, die Erziehung meines Kindes jemand anderem zu überlassen. Ich erziehe mein Kind, wie ich will. Ich bitte Sie zum letzten Mal. Lassen Sie mich zu meinem Kind. Sissi, sei doch vernünftig. Mama meint es doch nur gut. Du stellst dich also auf die Seite deiner Mutter. Gegen mich. Ich bin gewohnt, die Dinge nüchtern zu betrachten, Sissi. Ich will wissen, ob du auch dagegen bist, dass ich unser Kind erziehe. Ich habe dir schon die Gründe gesagt, die dagegen sprechen. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Sissi, bleib doch da. Herr Oberst, Majestät? lassen Sie sofort einspannen, ich verreise. Sie werden mich begleiten, aber nur Sie und Gräfin Bellegarde, sonst niemand. Zu Befehl, Majestät. Was gibt es denn? Kaiserliche Hoheit, ich bin aufs Äußerste bestürzt. Ihre Majestät ist abgereist. Weiß man wohin? Nein, Kaiserliche Hoheit. Hat sich die Kaiserin von seiner Majestät verabschiedet? Nein, Kaiserliche Hoheit. Soll ich seiner Majestät von der Abreise Bericht erstatten? Nein, das werde ich tun. Vielleicht haben wir doch nicht richtig gehandelt. Vielleicht hätten wir die Kleine doch bei Sissi lassen sollen. Bei einem Geschöpf, das so unbesonnen ist, sang- und klanglos abzureisen. Die einfach durchgeht wie eine x-beliebige Bürgersfrau. Ich habe dich immer vor dieser Heirat gewarnt. Mama, ich bitte Sie, derartige Bemerkungen zu unterlassen. Ah, nun lehnst auch du dich auf gegen mich. Weil Sie zu vergessen scheinen, dass ich mit Sissi sehr glücklich verheiratet bin. Und dass ich mir ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen kann. Rasch, Herr Postmeister. Ein Telegramm. Ja, Becky, du bist wieder in Isford. Ja, aber nur auf der Durchreise. Kann uns hier jemand hören? Ja, schön, da sehen ist ja niemand da. Und wer ist da drin? Niemand. Ja, wir hereinkommen, macht er einen Wirbel? Ich mache keinen Wirbel, ich komme in Staatsaffären. Bitte sehr. Wie telegrafiert man einem Kaiser? Wem willst du telegrafieren? Bitte frag nicht so viel, sondern telegrafiere. An seine Majestät, den Kaiser von Österreich. Sehr geehrte Majestät. Nein, das kann man nicht. Nein, weg, mach das. Weg, nein. Ich meine, an die Kabinettskanzlei, zu Handen seiner Majestät. Das ist gut. Nicht telegrafieren, nicht das ist gut, sondern das ist gut, meine ich. Ja, das ist gut. Ich bin mit Ihrer Majestät auf dem Wege... Nein, halt, zurück. Du machst mich wirklich krank. Du mich, bitte telegrafier jetzt. Ihre Majestät ist auf dem Wege mit mir nach Possenhofen. Nicht zu laut. Ja, Sissi! Mein Kind, wie ich mich freue. Grüß Gott, Gräfin. Grüß Gott, Herr Oberst. Walburga, kommen! Die Kaiserin. Nun sag mir, warum hast du das Baby nicht mitgebracht? Ach, weißt du, die Fahrt wäre doch zu weit gewesen. Ja, das sehe ich ein. Und der Franz, was ist mit ihm? Warum ist er nicht mitgekommen? Er hat zu viel Arbeit. Ich sehe ihn auf den ganzen Tag nicht. Oh. Aber ich bin glücklich, dass ich wieder da bin. Ich lebe förmlich auf. Wo ist denn der Papi? Der ist mit den Kindern in den Wald gegangen. Also ich kann es noch gar nicht fassen, dass du da bist. Nun komm und mach dir's bequem. Seppi, schau, Seppi, wer da ist. Seppi, nein. Schön ist es, das alles wieder zu sehen. Wo ist denn eigentlich René? Nee, bei Tante Marie in Potsdam. Und dann kann ich ja in ihrem Zimmer schlafen. Ja, warum denn nicht in deinem?
Ja, hab ich denn noch eins? Aber Sissi, es hat sich nichts verändert. Komm. So habe ich mir das Schloss vorgestellt, in dem unsere Kaiserin aufgewachsen ist. Genau so. Tatsächlich. Es ist alles noch so, wie es war. Ja. Das sind ja sogar frische Blumen. Die stelle ich immer hierher. Und da ist das Buch, in dem ich zuletzt gelesen habe. Ich kann mich noch genau erinnern. Und hier hast du sogar etwas zum Anziehen. Meine Dirndl. Sogar die Unordnung ist noch da. Weißt du, mein Schatz, ich habe hier alles so gelassen, wie es war. Und wenn ich dann in dein Zimmer kam, und ich war jeden Tag hier, hatte ich immer das Gefühl, du bist noch da. Mami, du ahnst gar nicht, wie glücklich es einen macht, wenn man weiß, dass man geliebt wird. Aber Sissi, du wirst doch von allen geliebt. Und was das Wichtigste ist, von Franz. Du hast mir doch geschrieben, dass er dich auf Händen trägt, nicht? Ja, er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und wie ist es mit Tante Sophie? Versteht ihr euch schon etwas besser? Ich habe sie so gebeten, nett zu dir zu sein. Ja, doch, wir verstehen uns schon viel besser. Gott sei Dank. Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Es wäre schrecklich für mich zu wissen, wenn das anders wäre. Aber jetzt zieh dir dein Dirndl an. Ja? Ich möchte dich wieder mal so sehen, wie du hier rumgelaufen bist, bevor du Kaiserin von Österreich wurdest. Das Gepäck ist schon im Zimmer, Herr Oberst. Aha, danke schön. Gackel, stoß ins Horn, dass die merken, dass wir einen Hunger haben. Das ist der Herzog Max und die Kinder. Juhu! Ihr Vater. Jetzt habe ich doch eben seine Stimme gehört. Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Papi! Sissi! Nein, nicht, dass du da bist. Na also. Grüß euch Gott. Ist der Wie Kaiser geht's auch euch denn? da? Nein. Nicht Nein, ich bin allein Hast du da. mitgebracht? Das ist eine freudige Überraschung. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Jetzt haben wir sie wieder. Was? Ja. Na, Max, was sagst du, wie ihr das Dirndl noch passt? Sie schaut gar nicht aus wie die Kaiserin von Österreich, sondern genauso wie meine kleine Sissi. Du komm schnell, ich zeig dir was. Du Mami, Ja, Schatz. warum hat die Sissi unsere Nichte nicht mitgebracht? Ja. Ich hätte so gern kennengelernt. Ja, was glaubt ihr? Ist ja noch so klein, ganz klein, das kann doch gar nicht laufen. Macht nichts, ich hätte sie herumgetragen. Ja, du bist ein Held. Aber erst müssen wir noch ein paar Knödeln essen. Kommst, Knödel essen. Das sind ja alle meine Vögel. Aber ich habe sie doch ausgelassen, bevor ich nach Wien gefahren bin. Die sind alle wieder zurückgekommen, weil es ihnen da am besten geht. Und wer füttert sie? No, ich? Glaubst du, ich würde jemand anders erlauben, deine Vogel zu füttern? Weißt du, wer noch zurückgekommen ist? Dein Bock. Der Xaver? Ja, aber wie er gemerkt hat, dass du nicht mehr da bist, ist er gleich wieder in den Wald hineingelaufen. Aber Sissi, was ist denn? Du bist ja ganz verändert. Oh, das kommt dir nur so vor. Ich kann mir schon denken, was dir gefehlt hat. Unser Wald, unsere Berge, was? Vielleicht. Da war es gescheit, dass du gekommen bist. Hättest du Lust, mit mir auf den Auerhahn zu gehen? Ja, gern. Wir haben jetzt 8 Stück im Revier. Ja. Aber dass du nicht wieder zu niesen anfängst, wenn ich schießen will. So wie du deinem Franzl den Hirschen vergrämt hast. Hat er dir das erzählt? Den Hirschen hat er nie mehr gesehen. Ja, ich weiß. Also ich verspreche dir, ich werde bestimmt nicht niesen. So, alles gut. Ich habe recht gehabt, Sissi ist nach Bosenhofen gefahren. Na schön. Sie wird wiederkommen. Das wird sie nicht, dazu kenne ich sie zu gut. Ich hol sie. Ja, aber Franz, du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Gerade jetzt, wo so wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Für mich ist nichts wichtiger als Sissi. Ich hole sie unter allen Umständen. Aber Sie können versichert sein, Mama, dass ich ihr Vorwürfe nicht ersparen werde. Weißt du noch, wie man einen Auerhahn anspringt? Ja, natürlich. Wenn er balzt, schnell ein paar Schritte näher springen. Da hört und sieht er nichts. Wenn er aufhört, stillstehen wie ein Baum. Und die Augen zumachen, damit er das Weiße nicht sieht. Richtig.
Also, mit dir gehe ich nicht mehr auf die Jagd. Das kann ich dir sagen. Nicht böse, Papi. Er war so schön. Lassen wir ihn weiterbeizen. Also gut, lass mal ihn weiterbalzen. Ach, Papi, schön ist es wieder mal mit dir durch den Wald zu gehen. Weißt du, oft denke ich dran, was du mir damals gesagt hast, wie ich mit dir auf dem Bock war. Wenn du einmal Sorgen hast, dann geh mit offenen Augen durch den Wald. Was? Hast du denn Sorgen? Große Papi. Sissi, was ist denn? Komm, sag mir es. Raus damit. Ich bin nicht gekommen, um euch zu besuchen. Ich bin weggelaufen von Wien. Um Gottes Willen, Sissi. Warum denn? Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Die Tante Sophie hat mich gequält. Und zuletzt hat sie mir mein Kind weggenommen. Sissi, du weißt, ich stehe zu dir und ich verstehe auch alles. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Du bist die Kaiserin von Österreich. Du darfst nicht dein Land verlassen. Was hat der Mama dazu gesagt? Die weiß es ja noch gar nicht. Sie hat sich so gefreut über mein Kommen, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, etwas zu sagen. Bitte sag ihr nichts. Vielleicht wird alles wieder gut und sie würde sich nur unnötig aufregen. Gut, wenn du nicht willst, dann sage ich ihr nichts. Sagen Sie mal, Thomas, was war das, was die Prinzessin immer so, ich sag immer noch Prinzessin, die Kaiserin immer so gern gegessen hat? Specknödel. Specknödel waren's, richtig. Die mache ich ja aber selber. Ja, königliche Hoheit. Die kann auch niemand so gut machen wie königliche Hoheit. Ja, aber ich muss mich beeilen. Sagen Sie der Walburga, Sie soll mir alles gleich herrichten. Sehr ja? wohl, königliche Hoheit. Servus, Matschel. Grüß dich, Wicker. Was hast du denn? Ich? Nichts. Aber du hast doch was. Na, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Bei mir ist doch nichts über die Leber gelaufen. So. Na, komm, jetzt mach kein so trauriges Gesicht. Ich weiß schon, die Sissi hat mir alles erzählt. Was hat dir die Sissi erzählt? Na, das mit dem Mann. Ach so. Na komm, Max, mach da nichts draus. Oder ist noch was? Ich kenne dich, du hast was. Dich druckt etwas. Aber mich druckt doch nichts. Ja, höchstens die Knödel, die ich gestern Abend gegessen habe. Ach, die Knödel. Königliche Hoheit, seine Majestät, der Kaiser von Österreich. Der Kaiser? Na so was. Ja, das ist... empfang du ihn. Ich muss mich umziehen. Aber Max, du machst doch sonst keine Geschichten. Ich erkläre dir das nachher. Du bist aber heute komisch. Ist die Hand, liebe Tante. Franz. Diese Freude. Erst Sissi, dann du. Oh, pardon. Ich konnte mich leider vorher nicht ansagen, aber du hast ja sicher mit meinem Besuch gerechnet. Ich hatte keine Ahnung. Sissi sagt, du bist mit Arbeit überhäuft und kannst unmöglich abkommen. Ja, das stimmt, aber die Bereinigung dieser peinlichen Angelegenheit war mir wichtiger als alles andere. Welche peinliche Angelegenheit? Naja, dass Sissi mir davongelaufen ist. Was ist sie? Hat sie dir denn nichts davon erzählt? Kein Wort. Ja, aber warum ist sie davongelaufen? Mein Gott, die alte Geschichte. Sie versteht sich nicht mit meiner Mutter. Ja, es stimmt, Mama behandelt sie nicht richtig. Aber es ist doch noch lange kein Grund, dass sie mich und das Land einfach sang- und klanglos verlässt. Ja, du hast vollkommen recht. Ich verstehe auch nicht, wie sie sowas tun konnte. Aber was war denn die Ursache, ich meine, der Anstoß, dass sie weggelaufen ist? Weil ich mein Einverständnis dazu gegeben habe, dass meine Mutter die Erziehung unseres Kindes übernimmt. Was hast du? Nach meiner Ansicht und nach der Ansicht meiner Mutter war es die einzig richtige Lösung. Ja, habt ihr denn Sissi das Kind weggenommen? Wir haben das Kinderzimmer verlegt. Und da wundert ihr euch, dass sie euch davongelaufen ist. Aber sie hätte doch zumindest Rücksicht nehmen müssen auf das Ansehen des kaiserlichen Hauses.
Hier geht es nicht um das Ansehen des kaiserlichen Hauses. Hier geht es lediglich darum, dass man einer Mutter das Kind weggenommen hat. Ich und jede andere Frau, die ein bisschen Herz im Leibe hat, hätte dasselbe getan. Du wirst das nicht verstehen, weil du ein Mann bist. Aber glaube mir, jede Mutter wird Sissi recht geben. Wieso hat er eigentlich gewusst, dass ich da bin? Von Ihnen, Gräfin? Nein, Majestät, von Oberst Bückel. Er hat nach Wien telegrafiert. Also, das ist doch... Wunderbar. Wenn er nicht gewusst hätte, wo du bist, hätte er dir nicht nachreisen können. Und dass er dir nachgereist ist, das beweist doch, dass er sein Unrecht einsieht. Und darum musst du jetzt recht lieb zu ihm sein. Lieb zu ihm sein? Im Gegenteil. Jetzt werde ich ihm endlich sagen, was ich in Wien immer hinunterschlucken musste. Du kannst Sissi nur wieder gewinnen, wenn du ihr jetzt keine Vorwürfe machst. Es tut mir leid, aber ich kann dir Vorwürfe nicht ersparen. Ich werde dir klipp und klar sagen... Sie kommen. Franzi. Ich bin so glücklich, dass ich dich wieder habe. Wie geht es unserer Kleinen? Danke, gut. Und hat sie zugenommen? 200 Gramm. Verbringt sie die Milch? Ausgezeichnet. Du, ich weiß, ich habe dir sehr wehgetan. Es tut mir so leid. Mir auch. Ich war so dumm. Aber jetzt wird alles wieder gut. Ja. Und alles geschieht so, wie du es willst. Nein, wie du willst. Sie haben telegrafiert? Jawohl. Das haben Sie großartig gemacht. Ja? Fast eine historische Tat. Das ist doch... Historische Tat. Wir fahren aber nicht gleich wieder nach Wien. Nein, wohin denn? Du musst doch endlich einmal dein Land kennenlernen. Kärnten, Steiermark. Nun, damit du nicht immer Sehnsucht nach deinen Bergen haben musst, zeige ich dir mal unsere Berge. Ja, das wäre schön. Du weißt, wo wir anfangen? Wo? In Tirol. Ich freue mich schrecklich. Herrlich ist es hier. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Gell? Wundervoll ist. Siehst du? Dort unter den Wolken ist Innsbruck. Und dort drüben der große Berg, das ist der Habicht. Ja, aber sag mir, warum muss ich eigentlich den Berg heraufreiten? Weil es für dich zu anstrengend ist. Für mich? Was glaubst du, was wir Kinder mit unserem Papi schon für Bergtouren gemacht haben? Er hat immer gesagt, an den Gemsen müsst ihr euch ein Beispiel nehmen. Kein Berg darf euch zu hoch sein und kein Weg zu schmal. Siehst du das Kreuz dort oben? Ja. Pass mal auf. Ich zeig dir was. Sissi, bleib da. Gib acht, du hast doch keine Bergschuhe an. Ich brauch keine. Vorsicht, Majestät! Ja, ja. Vorsicht, Majestät! Mordskerl. Verzeihung, ich meine eine Kaiserin, Majestät. Franzl, das sind Gemsen. Ja, ich komme. Geil, jetzt kraxelt die Ahne auf. Wunderbar, du kletterst so gut wie ich. Wo sind die Gemsen? Da, siehst du Schau, wie schön. Du, das sind ein paar gute Bergdrunter. Mhm. Siehst du das Kind? Ja. Reizend. Ich glaube, jetzt haben's Wind bekommen. Schade, jetzt gehen's dahin. Du, dort ist ein Edelweiß. Wo? Dort drüben auf dem Felsen. Warte, ich hol dir's. Ja. Halt einmal. Franz, bleib da! Das ist gefährlich! Pass auf! Was macht er denn? Edelweiß will er pflücken, wie die Kinder. Mann, jetzt gleich! Ist er noch rum? Vorläufig noch.
Schatz! Ja, ich komme! Ich habe Angst gehabt. Danke. Du, ich habe das Gefühl, wir bekommen ein Gewitter. Du bist doch ganz blauer Himmel. Ja, das geht rasch hier. An dem Berg siehst du, wie schnell die Wolken ziehen. Bergführer! Ist eine Schutzhütte in der Nähe? Wohl, wohl, Majestät, aber der Berg wird unglücklich sein. Der hätte bestimmt ein kurzes Essen hergerichtet, wenn er gewusst hätte, dass Eure Majestät kommen. Ja, dann sagen wir eben nicht, wer wir sind. Und essen das, was er hat. Jawohl, Majestät. Ja, was rischelt, was raschelt, was pumpert im Stroh? 3 bucklige Mais und der Hatscher, der Floh. Der Pudel, der wackelt mit dem Schwurf hin und her. Der Schwurf kann das nicht, denn der Pudel ist ihm schwer. Siehst du, in solchen Schutzhütten war ich immer, wenn wir längere Ausflüge gemacht haben. Da habe ich auch oft Zither gespielt, aber nicht so falsch wie der. Danke. Pass auf, jetzt greift er gleich wieder daneben. Hast du gehört? Nein. Jägerl, jetzt teufelt's wieder runter. Das sieht ja großartig aus. Ist da auch Speck drinnen? Wohl, wohl, da ist der Speck drin. Moment, gibt's keine Teller? Habt ihr die Schüsseln? Was willst du noch trinken? No, vielleicht ein Glas Milch. Haben wir keine. Die Gase ist nicht heimgekommen. Das Luder, das Sakrische, hat sie wieder verstiegen. Wie bitte? Die Gase ist nicht heimgekommen, Salz habe ich vergessen. Die hat sie wieder verstiegen, das Luder, das Sakrische. Aha. Und was haben sie uns zu trinken? Ein Rädelkind zusammen und einen Branden. Du, also ich möchte ja furchtbar gerne einen Radl trinken, aber ich weiß leider nicht, was das ist. Ich verstehe nicht kein Wort von dem, was er sagt. Na sowas. Du verstehst die Sprache in deinem eigenen Land nicht? Das ist eine Schande, Majestät. Rötl ist Rotwein, Brandl ist Braunwein. Ach so, Herr Wirt, bitte schön einen Rädel. Ja. Und wir im Franken. Haben Sie einen Enzian? Ja, den kannst du haben. Na, dann bring ihn. Wer du sie mir auch schon. So. Habt ihr alles, was ihr braucht? Nein, noch nicht. Herr Wirt, könnten wir einige Tage bei Ihnen wohnen? Oh ja, das wäre schön. Hier oben hätte ich noch Platz. Aber die Stuben sauber machen müsst ihr schon selber. Ja, das machen wir schon. Ist gut. Weißt du, wie ich mit dem Papi oft auf der Jagd war, da haben wir oft tagelang in einer Schutzhütte gewohnt. Da habe ich sogar das Frühstück selber gemacht. Naja, ich habe schon gehört, dass eine kleine perfekte Hausfrau in dir steckt. Bin ich auch. Majestät, bitte, das Gewitter ist vorbei. Wirklich? Ja. Ist aber schnell gegangen. Ja. Tatsächlich. Schau den Regenbogen. Wo? Da. Ja, direkt über dem Karwendel. Verzeihung, bitte, Majestät. Der Bergführer meint, wir müssen den Rückweg sehr bald antreten, damit wir noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Tal kommen. Naja, dann müssen Sie den Rückweg eben alleine antreten. Wir bleiben nämlich einige Tage hier oben. Was, hier heroben, in dieser primitiven Hütte? Bitte veranlassen Sie sofort, dass uns ein Koffer mit Kleidern und den notwendigsten Dingen heraufgebracht wird. Und wirklich sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Majestät, hier gibt's doch nicht einmal Wasser. Aber in Branden. Prost, Herr Oberst. Ja, trinken Sie ruhig als Stärkung für den Abstieg. Prost, Majestät. Majestät. Sind Sie wahnsinnig? Wir sind doch inkognito hier. Oh, Verzeihung. Und verabschieden Sie sich so, wie es hier üblich ist. Jawohl. Fährst leicht schon oben? Ja. Was ist dann? Vierte. Also, vierte. 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 Ich bin so glücklich, dass du auf diese Idee gekommen bist. Einmal ein paar Tage so zu leben wie die anderen Menschen. Ja, ich freue mich auch. Es wird herrlich werden. Du, und morgen stehen wir ganz früh auf. Der Morgen ist nämlich das Allerschönste in den Bergen. Ja, ich weiß. Frankel, komm raus! Schneit hat's! Schneit hat? Du! Du! Tatsächlich, mitten im Sommer. So was habe ich im Bossenhof noch nie erlebt. Das glaube ich. Komm, wir machen eine Schneeballschlacht. Diese Wolkenstimmung. Schön ist das. Ja, ja.
Siehst du, so wie jetzt möchte ich dich immer haben. Weit weg von allen deinen Regierungsgeschäften und von der Politik. Du kein Kaiser und ich keine Kaiserin. Sondern nur eine kleine, perfekte Hausfrau. Ja. Mein Gott, ich habe hier noch so viel Arbeit. Sag mal, warum spuckst du denn so? Das macht man so. Das hat mir der Thomas in Possenhofen gezeigt. Je mehr man spuckt, desto besser glänzen die Schuhe. Das sagen wir aber nicht der Mama. Keine Spur ist unser Geheimnis. Nun, lieber Graf, was hat sich während unserer Abwesenheit Wichtiges ereignet? Majestät, die Nachricht von der Abreise Ihrer Majestät hat sich bei der Wiener Bevölkerung wie ein Lauffeuer verbreitet. Das habe ich vorausgesehen. Man spricht von einem nicht wieder gut zu machenden Zerwürfnis zwischen Ihrer Majestät und Ihrer kaiserlichen Hoheit, Erzherzogin Sophie. Und was haben Sie getan, um dieses Gerücht zu widerlegen? Nach meiner Meinung lässt sich ein solches Gerücht nur aus der Welt schaffen, wenn Euer Majestät sich möglichst bald mit den beiden allerhöchsten Damen in der Öffentlichkeit zeigen. Sie haben recht, Exzellenz. Ich glaube, es ist nicht alles in Ordnung. Das wird sich ja morgen beim Empfang der ungarischen Abordnung herausstellen. Ich hätte geschworen, dass die Kaiserin allein kommt. Ich auch. Sei doch still. Da siehst du, dass alles nur die Rede war. Von einer Feindschaft der beiden Frauen keine Spur. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Ja, aber leider ohne Erfolg. Ich habe es geahnt. Wenn wir nach Hause kommen, wird alles so sein, wie es war. Sie hat gedroht, das Schloss zu verlassen, bevor sie die Erziehung des Kindes jemand anderen überlässt. Und was hast du geantwortet? Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Dann werde ich es dir sagen. Sie soll bleiben. Aber ich gehe. Für immer. Sie hast du denn vergessen, wie unendlich glücklich wir noch vor ein paar Tagen waren? Nein, ich habe nichts vergessen. Nur, wir dürfen anscheinend nicht lange glücklich sein. Das ist unser Schicksal. Ist der Schuhkoffer schon gepackt? Nein, Frau Gräfin. Also dann beeilen Sie sich. Kommt das auch mit, Frau Gräfin? Ja, das kommt auch mit. Und das Rosa auch. Ja. Du bist also nach Wien gekommen, um mir eine Szene zu machen. Nein, Sophie. Nur um mit dir zu reden. Einfach zu reden. Von Mutter zu Mutter. Schau, Sophie, ich habe unsere Kindheit nicht vergessen. Und niemand weiß so gut wie ich, dass du im Grunde ein seelensguter Mensch bist. Und dass dich nur das Leben und diese ganzen politischen Verhältnisse so hart gemacht haben.
Du hast immer nur gekämpft, dein ganzes Leben. Um ein Ziel, um dein Kind. Du hast selbst auf den Thron verzichtet, weil du Franz Josef liebst. Du hast Opfer gebracht und alles getan, nur um ihn glücklich zu machen. Und gerade deshalb, Sophie, darfst du ihm doch jetzt nicht das schönste Glück, die Liebe seiner Frau, trüben. Sie liebt deinen Franz unendlich. Und dafür musst du ihr doch dankbar sein. Habe ich nicht recht? Liebe Ludovica, du brauchst nicht zu glauben, dass ich Sissi nicht mag. Und dass ich nicht alle ihre Vorzüge kenne und schätze. Und ich habe auch die Erziehung der kleinen Sophie nicht übernommen, um Sissi weh zu tun, sondern weil ich der Ansicht bin, dass Sissi selbst noch ein Kind ist. Und dass Frauen in unserem Alter Kinder besser erziehen können. Aber ein Kind gehört doch zur Mutter. Und eine Kaiserin gehört zum Kaiser. Franz Josef wird in der nächsten Zeit viele Reisen unternehmen müssen zur Wohlfahrt seines Landes. Und da muss Sissi an seiner Seite sein. Und darf sich nicht in ein Kinderzimmer verkriechen. Gewiss. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Sophie, ich bitte dich. Sei jetzt klug und mach keinen Fehler. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Schau, gerade jetzt brauche ich meine ganze Kraft, meine ganze Konzentration. Zar Nikolaus will mich zu einem Krieg zwingen, den ich nicht führen will und nicht führen darf. Frankreich setzt mir auch das Messer an die Brust und will mich in einen Krieg verwickeln. Ich brauche dich, Sissi. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Rat. Ich hab's doch bei den Ungarn gesehen. Dein Verständnis und dein Liebreiz waren stärker als meine Armee samt meinen Feldmarschällen. Ohne dich wäre eine Versöhnung mit Ungarn nie zustande gekommen. Und ohne dich würde ich nie zum König von Ungarn gekrönt werden. Du sprichst immer von Krönung und Völkerversöhnung, aber nie von unserem Kind. Du siehst immer die Kaiserin in mir, aber nie die Mutter deines Kindes. Nein, Sissi. Aber ich muss dich an Dinge erinnern, die für unser Land wichtig sind. Was gibt's denn? Der Generaladjutant Eurer Majestät bittet Eurer Majestät erinnern zu dürfen, dass der Empfang der ungarischen Abordnung in einer halben Stunde stattfindet. Ja, sagen Sie dem Grafen, dass ich gleich komme. Sissi, du musst dich auch fertig machen. Rechne nicht mit meinem Erscheinen. Ich bin augenblicklich nicht imstande, an dem Empfang teilzunehmen. Aber das ist doch völlig ausgeschlossen. Du weißt doch, was dieser Empfang für uns bedeutet. Für mich bedeutet er nichts. Sissi, du bist Kaiserin von Österreich. Bitte vergiss das nicht. Und jetzt entschuldige mich bitte, es ist höchste Zeit. Auf Wiedersehen, Sissi. Leb wohl, Franz. Majestät, ich wollte nur melden, dass die Kleiderkoffer gepackt sind. Und fragen, wann Majestät abzureisen gedenken. Noch in dieser Stunde. Aber bitte lassen Sie mich jetzt allein. Gyula, ja? Ich habe soeben erfahren, dass die Kaiserin am Empfang der Abordnung nicht teilnimmt und noch in dieser Stunde verreist. Aber das ist doch nicht möglich, das kann doch nur ein Gerücht sein. Leider nein. Ihre Vertraute, die Gräfin Bellegarde, hat es mir gesagt. Es ist zu einem neuerlichen Zerwürfnis zwischen ihr und der Kaiserin Mutter gekommen, wegen des Kindes. Ich muss sofort mit der Kaiserin sprechen. Ja, wie stellst du dir denn das vor? Ich gehe einfach zu ihr.
Führ mich in Ihr Zimmer, du kennst dich doch hier aus. Aber du kannst doch nicht ganz einfach ohne Anmeldung. Aber ich muss es riskieren. Es steht so viel auf dem Spiel. Ich bitte dich, zeig mir den Weg. Majestät, Verzeihung, dass ich störe. Graf Andrassy ist hier. Graf Andrassy? Ja, er bittet Majestät inständig um eine Audienz. Haben Sie nicht gesagt, dass ich jetzt nicht in der Verfassung bin, jemand zu empfangen? Gewiss, Majestät, aber der Graf ließ sich nicht abweisen. Lassen Sie ihn eintreten. Ihre Majestät lässt bitten. Majestät, ich bitte tausendmal um Entschuldigung, dass ich so formlos eindringe. Aber es wurde mir soeben mitgeteilt, dass Majestät am Empfang der ungarischen Abordnung nicht teilnehmen werden. Ich habe Gründe, die mich zu diesem Entschluss zwingen. Majestät, ich bin überzeugt, dass diese Gründe schwerwiegend sind. Aber ich muss Eure Majestät bitten, diesen Entschluss abzuändern. Das geht leider nicht. Majestät, seit Maria Theresia hat das ungarische Volk von Generation zu Generation auf einen Menschen in diesem Kaiserhaus gewartet, zu dem es Vertrauen haben kann, für den es sich lohnt zu leben und zu sterben. Wir sind heute nicht zum Kaiser von Österreich gekommen, sondern zu unserer künftigen Königin. Und deshalb müssen Majestät an diesem Empfang teilnehmen, auch wenn es für Eure Majestät das größte Opfer bedeutet. Graf Andrassy, dringen Sie nicht weiter in mich. Ich kann nicht. Narcissi. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Es ist schwer, mein Kind. Du darfst deinen Mann jetzt nicht im Stich lassen. Besonders, wo du weißt, dass er dich liebt. Du hast eine Aufgabe. Und deshalb musst du jetzt stark sein und dich selbst überwinden. Sie? Nein. Ist die Abordnung schon versammelt? Jawohl, Majestät. Aber Ihre Majestät ist noch nicht hier. Ihre Majestät wird wahrscheinlich zu dem Empfang nicht erscheinen. Haben Majestät weitere Befehle? Nein. Sissi. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Sissi. Und ich bin glücklich, dass ich dir auch eine große Freude bereiten kann. Mama hat eingesehen, dass das Kind zur Mutter gehört. Franz, ist das wahr? Ja. Sie hat bereits veranlasst, dass das Kinderzimmer wieder dorthin verlegt wird, wo es war. Wer hat denn das angeordnet? Ihre kaiserliche Hoheit. Sophie, dass du das getan hast. Seine Majestät der Kaiser, Ihre Majestät die Kaiserin.
Ich begrüße die Abgesandten des ungarischen Volkes und heiße sie in Wien herzlich willkommen. Eure Majestät, das ungarische Volk, für welches ich die Ehre habe, hier zu sprechen, hat den Wunsch geäußert, dass Ihre Majestät an der Krönung Eurer Majestät teilnehmen und am gleichen Tag zur Königin von Ungarn gekrönt werden soll. Ich entspreche diesem Wunsch umso lieber, als er auch mit meinen Wünschen übereinstimmt. Ich bin der Vorsehung dankbar, dass sie mir eine Frau gegeben hat, die die göttliche Gnade besitzt, die Herzen ganzer Völker zu gewinnen. Ich bitte jetzt die Kaiserin, Ihnen, meine Herren Abgesandten des ungarischen Volkes, auf Ihre Frage zu antworten. Mit großer Freude erfülle ich Ihren Wunsch. Überbringen Sie dem ungarischen Volk meinen aufrichtigsten Dank und meinen herzlichsten Gruß. Ich freue mich schon heute auf die Reise nach dem schönen Ungarn. Liebe Freunde, aus allen Komitaten Ungarns sind brave Leute zu uns gekommen, um mit ihrer mitgebrachten Erde einen Hügel aufzubauen, auf dem unser künftiger König den Treueschwur leisten soll. Gott segne unseren künftigen König, unser geliebtes Land und unsere heilige Erde. Isten áldja királyunkat, szeretett hazánkat, és szent földünket. Szívle felé áldott kincs, aminek terem sincs, szeretettel áldozzunk, nevektéket, mérünket. Wie unendlich weit dieses Land ist. Als reicht es bis zum Himmel. Bis zum lieben Gott. Und dieses große Land hast du erobert. Nur mit deinem Herzen. Diese riesigen Rinderherden. Genau wie auf den Bildern, die mir Dr. Falk gezeigt hat. Franz, bitte schau. Und die vielen Gänse, die schnattern.
Andere, Gerling, Jorsson, you know, Und hiermit gelobe ich bei Gott dem Allmächtigen, das ungarische Land zu schützen gegen jeden Feind, komme er von Ost, von Süd, von West oder von Nord.
Als Königin von Ungarn gelobe ich, meine Pflichten gegenüber meinem Land zu erfüllen. Die Liebe eines Volkes hat mich zu seiner Königin gemacht. Ich will diesem Volk dieselbe Liebe entgegenbringen und alles tun, um dieses Volk glücklich zu machen. Mindent megfogok tenni, ami hatal mamman al, hodja magia, nemzetet boldoka tetjen. Jawohl, Majestät. Wo geht es jetzt weiter? Ich glaube hier, Majestät. Nein, ich glaube da. Ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Ich fürchte auch, Majestät, wir müssen umkehren. Nein, ich bin nicht gerne Nachtzüge. Machen wir ein bisschen Rast. Gern, Majestät. Bitte, Majestät. Danke. Sie werden sich wundern, wo wir geblieben sind. Sie werden sich freuen, dass wir die Spur verloren haben. Wir waren sonst immer die Ersten. Graf Andrassy, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich in Ungarn bin. Das ist schön, Majestät. Hier fühle ich mich endlich wieder mal so frei wie in Possenhofen. In Österreich wäre es doch zum Beispiel unmöglich für mich, so unbewacht durch einen Wald zu reiten. Da würden mindestens schon 20 Geheimpolizisten hinter Bäumen und Sträuchern stehen und aufpassen, damit mir nichts geschieht. Hier stehen Majestät unter meinem persönlichen Schutz. Ja, aber es ist nicht allein das Gefühl der Freiheit, was mir den Aufenthalt in Ungarn so schön macht.
Hier habe ich vor allem mein Kind ganz für mich. Die Kleine spricht schon ein paar Worte Ungarisch. Ich habe es gehört. Gehen wir ein bisschen spazieren. Dein Pferd ist großartig gesprungen. Aber zart dafür. Sehr schön. Hat Graf Elemer Batjani sein Nichterscheinen bei der Jagd entschuldigt? Jawohl, Majestät. Und womit? Mit einer höflichen Ausrede. Den wahren Grund kennen ja, Majestät. Nein, ich kenne ihn nicht. Der Vater des Grafen Batjani wurde von seiner Majestät nach dem Niederschlagen der Revolution mit 13 Generälen zum Tode verurteilt. Deswegen ließ Gräfin Batjani ihren Sohn schwören, nie mit dem Kaiser zu reden und ihm jede Ehrenbezeigung zu verweigern. Schwur er auch seiner Königin aus dem Weg zu gehen? Gewiss nicht, Majestät. Aber er ist eben ein Starkkopf, ein Abtrünniger. Außerdem verkörpert er eine sehr große Macht. Er ist das Oberhaupt der stärksten Widerstandspartei im Lande. Eben deshalb möchte ich mit ihm sprechen. Es muss doch einen Weg geben zu einer Verständigung. Aber Majestät sehen ja, dass er selbst die Einladung seiner Königin missachtet. Dann laden Sie ihn auf Ihr Schloss, Graf Andraschin. Ich werde mich auf neutralem Boden mit ihm treffen. Majestät würden mir die Gnade erweisen und als mein Gast mein Schloss besuchen. Ich freue mich darauf, aber bitte ganz zwanglos. Steife Festlichkeiten habe ich in Österreich genug. Man hat mir gesagt, dass die Ungarn Feste feiern können wie keine andere Nation. Ja, aber wenn Ungarn Feste feiern, so artet das meist in einem sogenannten Mulatschak aus. Wie heißt das? Mulatschak. Aber das ist nichts für Eure Majestät. Gnädiger Herr, darf ich mit dir aus der Hand? Bitte, gnädiger Herr, darf ich aus der Hand? Bitte, gnädiger Herr. Bitte, gnädiger Herr. Sind Sie denn gar nicht neugierig? Sehr sogar. Aber ich fürchte, sie könnte mir etwas Unangenehmes sagen und damit meine ganze Hoffnung zerstören. Dann soll sie mir weissagen. Was liest du aus meiner Hand? Du wirst noch 2 Kinder bekommen, gnädige Frau. Mädchen? Erst ein Knabe und dann ein Mädchen. Und du wirst immer gesund und glücklich sein. Geben Sie ein Goldstück für diese schöne Nachricht. Ich habe kein Geld bei mir. Und schenken Sie auch den Kindern etwas für mich. Köszönöm. Patin, gyerekek. Fogjátok, csendjétek össze. Fogjátok. Arme Frau, möchte ich nicht mit ihr tauschen. Glauben Sie an Prophezeiungen von Zigeunern? Ich wäre kein Ungar, wenn ich nicht daran glauben würde, Meister. Zigeuner haben einen 6. Sinn. Die wissen manchmal mehr als wir. Ja, das habe ich auch schon gehört. Da ruft eine Frau um Hilfe. Hilfsschürfe sind hier nicht so wichtig zu nehmen. Was ist denn los? Gar nicht. Ja, aber da muss man doch etwas tun. Aber das hat ja nichts zu bedeuten. Warum schlägst du denn die Frau? Gottes Willen, Majestät. Was hast du gemacht? Nicht die, wer das ist. Die Königin! Ist schon gut. Majestät, ich bin untröstlich. Majestät. Keine Angst, ich gehe nicht mehr zurück. Eben, lassen wir den Zigeunern ihren häuslichen Frieden. Wenn sie ihren Mann so liebt, dass sie nach dieser Prügelei noch in Schutz nimmt, dann soll er sie ruhig weiter prügeln. Aber Majestät, Sie vom Reiten noch ganz erhitzt. Ich fürchte, Majestät, werden sich erkälten. Ja, hoffentlich nicht. Es ist nur ein Glück, dass mich der Kaiser in diesem Aufzug nicht sieht. Sie sind so ernst, Mama. Haben Sie Sorgen? Ja, Franz. Ich bin sehr unglücklich. Denn anscheinend bin ich von der Vorsehung dazu bestimmt, immer nur die böse Schwiegermutter zu spielen. Und den Menschen, die ich am liebsten habe, nur Unangenehmes sagen zu müssen. Was gibt es denn schon wieder, Mama? Siehst du, du fragst auch, was gibt's denn schon wieder? Und es stimmt. Ich habe dir schon wieder etwas Unangenehmes zu sagen. Ich finde es nicht richtig, dass die Kaiserin von Österreich wochenlang allein in Ungarn sitzt
und sich weder um ihren Mann noch um ihr Land kümmert. Aber Mama, sie ist doch auch Königin von Ungarn. Findest du es auch richtig, dass sie einen Kreis von Revolutionären um sich versammelt? Und sogar versucht, mit diesem Grafen Elemer Batjany Freundschaft zu schließen? Einem Mann, der dich öffentlich brüskiert? Mama, ich fände es niederträchtig, wenn Graf Batjany einen Schwur, den er seiner Mutter gegeben hat, nur aus Unterwürfigkeit brechen würde. Du findest eben für alles, was Elisabeth tut, eine Entschuldigung. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als dir zu sagen, was ich dir gerne verschwiegen hätte. Mir sind Briefe ganz einwandfreier Personen zugekommen, die einmütig berichten, dass dieser Graf Andrassy in Elisabeth verliebt ist. Aber Mama... Die beiden reiten stundenlang miteinander spazieren, ohne Begleitung. Er darf unangemeldet im Schloss erscheinen und er schickt Elisabeth täglich Blumen, wie dies eigentlich nur Kavaliere bei ihren Liaisons vom Theater zu tun pflegen. Mama, ich bitte Sie, derartige Vergleiche zu unterlassen. Ich liebe Sissi. Und sie hat mein vollstes Vertrauen. Gewiss, sie ist sehr schön und alle Menschen werden von ihrem Liebreiz fasziniert. Natürlich vor allem die Männer, aber sie ist doch keine Katharina von Russland. Sie ist das reinste und charaktervollste Geschöpf, das ich kenne. Ich bitte Sie auch, Mama, in Zukunft die Kaiserin nicht mit Spionen zu umgeben. Du willst sie also nicht nach Wien zurückrufen? Keineswegs, obwohl ich mich Tag und Nacht nach ihr sehne. Ihre königliche Hochheiten, Herzogin Ludovica und Prinzessin Helene in Bayern. Tante Ludovica? Ich lasse bitten. Die war mit Nene bei der Königin von Sachsen und hat mir geschrieben, sie wird uns für einige Tage besuchen. Das freut mich. Liebe Tante Ludovica, ich freue mich ganz besonders, dich in Wien begrüßen zu dürfen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite, lieber Franz. Sophie! Nene? Grüß dich, meine Liebe. Schön, dass ihr den Umweg über Wien gemacht habt. Aber das ist doch selbstverständlich. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Seit deiner Hochzeit. Wo ist denn Sissi? Die ist nicht in Wien. Nicht in Wien? Ach, das ist aber schade. Tja, meine Liebe, wenn du die Kaiserin von Österreich besuchen willst, musst du nach Ungarn fahren. Dann nimm die Puppe mit, aber komm schnell. Liebling! Mein Schatz, wie geht's dir denn? Und du bist so schön heute. Und die Mami hat dich so lange nicht gesehen. Guten Tag, Baron. Womit hast du denn gespielt? Mit Puppe. Mit welcher Puppe? Mit der großen? Komm, wir gehen spielen zu der großen, ja? Nene ist sehr hübsch geworden. Ja. Warum hat sie eigentlich noch keinen Mann gefunden? Das weiß nicht mal ich als Mutter. Sie teilt nur Körbe aus. Wenn man einmal nahe daran war, Kaiserin von Österreich zu werden, ist das nicht sehr schwer zu verstehen. Hatte sie keine Hemmungen, Franz Josef wiederzusehen? Doch. Aber ich musste über Wien fahren. Ich habe etwas sehr Wichtiges mit dir zu besprechen, Sophie. Hoffentlich nichts Unangenehmes. Na, angenehm ist es gerade nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, was ist geschehen? Das ist schrecklich. Ludwig, unser Ältester, ist fest entschlossen, die Schauspielerin Henriette Mendel zu heiraten. Ja, ist er denn verrückt geworden? Der Kaiser von Österreich soll Schwager einer Schauspielerin werden? Das ist ja nicht auszudenken. Er hat sich ganz von uns zurückgezogen und lebt in seiner Studentenwohnung in München. Ja, da muss doch etwas geschehen. Ja, deswegen bin ich ja hier, um mich mit dir zu beraten, Sophie. Außerdem habe ich Max gesagt, er soll zu ihm gehen und ihm nochmal ins Gewissen reden. Ludwig, ich gehe heute nicht früher weg, bevor du mir dein Versprechen gegeben hast, dass du diese Henriette Mendel nicht heiraten wirst. Wenn es weiter nichts ist, Papa, dieses Versprechen gebe ich dir gern. Ich kann sie nämlich gar nicht mehr heiraten. Nein? Weil wir schon längst miteinander verheiratet sind. Ludwig, mach keine Witze. Mein voller Ernst. Wir haben schon vor 2 Jahren heimlich geheiratet.
Und da sagst du uns allen kein Wort. Nene hat es gewusst. Nene hat es gewusst? Mit seinen eigenen Kindern ist man verraten und verkauft. Oh, Verzeihung. Nein, bleib nur. Hier, lieber Vater, bringe ich dir meine Frau und meine Tochter. Ich bin sprachlos. Das kann ich mir denken, königliche Hoheit. Siehst du? Das ist der Operbill, von dem ich dir schon so viel erzählt habe. Schau ihn an. Jetzt hat er ein Kind und eine Frau auch noch. Kruzi, schockschwer, der brennt nochmal. Wie heißt sie denn? Mariechen. Ja. Na, kommt her, alle miteinander. Mariechen. Hm? Herzig ist sie, herzig. Aber wie bringen wir das der Mama bei? Das musst du machen, Papa. Ich? Aber ich muss das machen. Mhm. Mir ist es vollkommen wurscht, ob du eine Mendel, Mondel oder Mandel heiratest. Entschuldigen Sie, ich meine, entschuldige, eine bürgerliche Heirat ist, das wollte ich sagen. Kennst doch die Verwandtschaft. Tante Sophie. Wenigstens an Sissi hättest du denken können. Sie ist ja schließlich Kaiserin von Österreich. Sissi ist doch genauso wie du. Na ja. Den habe ich mir in Wien gekauft. Bezaubernd, königliche Hoheit. Seine königliche Hoheit, Herzog Max in Bayern. Das ist doch nicht möglich. Warum nicht? Bei mir ist alles möglich. Papa, ist das eine Überraschung? An Überraschungen sollte man sich in unserer Familie ja langsam gewöhnt haben. Gräfin, bitte verständigen Sie Mama. Gerne, königliche Hoheit. Was sagt Papa? Was machst du denn in Wien? Das ist mein Geheimnis. Du hast ja auch Geheimnisse von mir. Ich? Du hast mir nicht erzählt, dass der Ludwig verheiratet ist und ein Kind hat. Weil ich ihm versprochen habe, dass ich nichts sage. Ja. Ich muss mir jetzt den Kopf zerbrechen, wie ich der Mama beibringe. Wie ich... Ja, Max. Grüß dich, Wicker. Ist etwas geschehen? Nein, was soll denn geschehen sein? Ja, weil du so plötzlich in Wien bist. Aber deswegen muss ja nichts geschehen sein. Sehnsucht habe ich gehabt. Aber du hast doch gar nicht gewusst, dass wir hier sind. Na, gewusst habe ich es nicht, aber gedacht habe ich es mir. Dann habe ich gesagt, weißt du, habe ich gesagt, fass ihnen entgegen. Zu wem hast denn das gesagt? Zu mir, ihr redet ja immer gern mit mir. Max, du, da steckt bestimmt etwas dahinter. Aber nein, was soll dahinter stecken? Was wollt ihr eigentlich? Freut ihr euch gar nicht, dass ich da bin? Doch, wir freuen uns sogar sehr. Du, Papi, heute ist ein Ball, mir zu Ehren. Hey, da muss ich die enge Uniform anziehen. Tu's doch, mir zuliebe. Die passt schon noch. Du, also erzähl, hast du mit Ludwig gesprochen? Natürlich habe ich mit ihm Na gesprochen. und, hast du was erreicht? Nein, das heißt ja. Das heißt nein. Na, so was? Nein, also eigentlich doch. Er hat zu mir gesagt, ich verspreche dir, dass ich die Mendel nicht heirate, weil ich sie nämlich gar nicht mehr heiraten kann. Das hat er gesagt? Wirklich. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, ich glaube auch. Das ist ja großartig. Wo ist denn Sissi? Ich habe sie noch gar nicht begrüßt. Da musst du nach Ungarn fahren. Was? Ja. Sissi ist gar nicht in Wien? Leider. Oh. Kriegt die Mami jetzt einen Kaffee? Bitte schön. Da möchte Mami. Danke. Ein bisschen Milch. Da ist die Milch. So. Dankeschön. Und Zucker auch. So. Vielen Dank. Da ist der Kaffee gut. Wunderbar. Du, der ist wunderbar, der Kaffee. Das war ein sehr guter Kaffee. Darf ich Eure Majestät daran erinnern, Vielen Dank, ja. dass heute das Fest bei Graf Andraschi ist? Ja, ich komme gleich.
Mein Schatz, jetzt gib mir einen lieben Kuss, ja? Na, das war gar nichts. Noch einen. Noch einen. Ganz viel. Dankeschön. Und morgen spielen wir weiter, ja? Ja. Sag schon leb wohl. Leb wohl. Ich freue mich schon sehr auf den heutigen Abend. Ich habe Graf Andraschi gebeten, einen echt ungarischen Abend zu arrangieren. Aber er sagt, das ist nichts für mich. Er hat gesagt, diese ungarischen Feste enden immer mit einem... Wie heißt das? Mit einem Mulatschak. Wissen Sie, was ein Mulatschak ist? Nein, Majestät. Aber vielleicht weiß es Oberst Böckel. Wieso Oberst Böckel? Er lernt Tag und Nacht Ungarisch. Er ist in die Tochter des Verwalters, in die kleine Margit verliebt. Der ist immer verliebt. Sagen Sie mir, er soll kommen. Ja, Majestät. Nem szabad bejönni, csak este, amikor mindenki lesz. Sprich Deutsch. Müssen nicht alle verstehen, was wir reden. Was geschieht denn hier eigentlich? Darf nicht schauen. Warum? Das ist eine Überraschung für dich. Eine Überraschung für Ja, mich? heute ist dein Geburtstag und... Was ist heute? Dein Geburtstag, nicht? Geburtstag heißt das. Wie heißt es? Geburtstag, na? Geburtstag. Das ist aber lieb von dir. War das deine Idee? Na ja, aber verdienst du gar nicht. Wieso verdiene ich das nicht? Nein. Sagst du, liebst du noch nicht? Margit, komm, und wie? Dann schwöre, liebst du nicht andere Frau? Nein, schwören kann ich leider nicht. Aha. Gar nichts, aha. Die Frau, die ich liebe, ich meine die andere Frau, die ist ganz ungefährlich für dich. Die liebe ich nur so in meiner Fantasie. Also doch. Was heißt ja also doch? Ich weiß, welche diese Frau. So, du weißt, ja, wer das ist. Ich höre, für mich sage die Ilonka. Ilonka hat dir das ja, gesagt? Ja, Ilonka, hören von der Kammerfrau. Was weiß eine Kammerfrau? Ja. Du liebst die Königin. Bist du wahnsinnig, wenn das jemand hört? Ja, also es stimmt. Natürlich, also gar nicht stimmt. Ich verehre die Königin, ich bete sie an. Und du liebst sie. Holgosch, halt bitte, sei ruhig. Herr Oberst! Ja, Frau Gräfin? Sie möchten bitte sofort zu Ihrer Majestät kommen. Zu Ihrer Majestät. Ja, aber rasch. Ja, Margit. Geh weg, du falscher Mann. Pardon, wo habe ich denn meinen Helm, meinen Säbel? Ja, wo haben Sie denn? Bist du gekommen ohne Säbel? Oh, ohne, ich hab sie, draußen hab ich's. Wie St. Latos rum. Befehl, Majestät. Oberst Böckel meldet sich zur Stelle. Ja, sagen Sie, Herr Oberst, wissen Sie, was ein Mulatschak ist? Befehl, Majestät. Nun, was heißt das? Ja, das ist schwer zu übersetzen, Majestät. Mulatschak, das ist die Bezeichnung eines Zeitraumes von einigen Stunden, in denen jeder Ungar glaubt, dass er im Himmel ist und dass alle Engel Zigeuner sind. Haben Sie so einen Mulatschak schon mitgemacht? Befehl, Majestät. Schon mehrere. Und? Majestät, auch ich war in diesen Stunden ein Ungar und im Himmel. Und so etwas will mir Graf Andraschi vorenthalten. Dankeschön, Herr Oberst. Sie können gehen. Jawohl, Majestät. Was haben Sie denn? Ich nicht. Er hat meinen Papagei. Meinen Handschuh, der Papagei. Der Wagen, Ihre Majestät, ist eben in den Park gefahren. Es ist gut. Liebe Freunde, ich habe euch für diesen Abend eine große Überraschung versprochen. Möchte euch aber nicht überrumpeln. Das ist nett von dir. Ich habe die große Ehre, euch mitzuteilen, dass ich noch einen hohen Gast erwarte. Wen denn? Es kommt Ihre Majestät, die Königin. Gut, dass du uns das sagst, Jula. Dann haben wir gerade noch Zeit, dein Haus zu verlassen. Das kannst du nicht tun. Das würde ein Affront sein, der nie wieder gut zu machen ist. Ich bleibe unter keinen Umständen. Und ich glaube, Jackie und Palfi sind meiner Meinung. Wir gehen. Aber ich bitte euch.
Ihre Majestät, die Königin. Ich freue mich sehr, Graf Andras, Ihr schönes Schloss kennenzulernen. Ich bin glücklich, Eure Majestät in meinem bescheidenen Heim begrüßen zu können. Darf ich Eure Majestät noch mit einigen meiner Gäste bekannt machen, welche noch nicht die Ehre hatten, Eurer Majestät vorgestellt zu werden? Graf Czarki. Graf Palfi. Graf Batjani. Graf Batjan, ich freue mich, dass wir uns endlich kennenlernen. Und nun, wo wir uns einmal die Hand gereicht haben, hoffe ich, dass wir Freunde werden. Darf ich Eure Majestät zu Tisch bitten? Ja, gern. Was sollen wir tun? Jetzt müssen wir selbstverständlich bleiben. Franz Karl, ich muss dringend mit dir sprechen. Was ist? Ist was geschehen? Was ist geschehen? Gar nichts ist geschehen. Mittanzen müsste man halt noch können. Das wär's. Eine kleine Tanzpause? Wir gehen in den Park. Der Mondschein ist so herrlich, weißt? Der Mondschein! Ja. Ich werde jetzt täglich besser. Ja, ich merk's. Ich muss ein bisschen Luft schnappen. Franz Josef ist heute besonders guter Laune. Nee, auch. Ich habe sie lange nicht so fröhlich gesehen. Was ist denn? Sind wir hier ungestört? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich habe eine große Bitte an dich. Ja, bitte. Deswegen bin ich überhaupt nur nach Wien gekommen. Ich möchte dich bitten, ein gutes Wort beim Franzl einzulegen, damit eine junge Schauspielerin in den Adelsstand erhoben wird. Na bravo, deine Freundin, du bist ein Philou. Nein, was denkst du? Es handelt sich um die junge Dame, die mein Ludwig heimlich geheiratet hat. Der hat heimlich... Wie heißt sie denn? Mendel. Meindl? Wie der Julius? Mendel. Ach so. Vielleicht kann er sie wenigstens zur Baronin machen, der Franzl. Ah ja, das richte ich dir schon. Ja. Hier, was für einen Namen sollen wir ihr denn geben? Irgendeinen schön klingenden Namen. Darf dafür ein Hirschen bei mir schießen? Na du, schießen tue ich nicht. Na, gern lieber angeln. Du, ich habe da neulich einen Fisch, ja, geangelt, einen Waller. So groß im Wallersee. Wallersee, das wäre doch ein schöner Name für die Männer. Ja, so gut, nennen wir es Wallersee. Du, so groß war der. Fisch. Fisch.
schön hast du es hier, Franz. Auch der Ball ist wunderschön. Und du bist seine Königin. Alle bewundern dich. Ich auch. Sag, Nene, warum hast du eigentlich noch nicht geheiratet? Warum stellst gerade du diese Frage an mich? Ich wundere, du siehst bezaubernd aus und hättest doch bestimmt schon oft Gelegenheit gehabt zu heiraten. Nee. Was hast du? Habe ich dir wehgetan? Heute nicht. Verzeih, es war ungeschickt, dass gerade ich diese Frage an dich gestellt habe. Allerdings konnte ich nicht ahnen, dass es dir damals so nahe gegangen ist. Ich dachte, es wäre eine Kombination unserer Mütter gewesen, die uns verheiraten wollten, ohne uns zu fragen. Das war es ja auch. Als ich damals mit Mama nach Ischl fuhr, um mich mit dir zu verloben, da wusste ich ja nicht mehr von dir, als dass du gut aussiehst und Kaiser von Österreich bist. Aber dann habe ich dich gesehen und näher kennengelernt. Und da fühlte ich, dass ich an deiner Seite glücklich werden könnte. Nee. Du ahnst ja gar nicht, wie unglücklich ich war, als ich plötzlich bemerkte, dass du Sisi liebst und nicht mich. Ich dachte, ich würde nicht mehr weiterleben können. Ich wusste nur eins, dass alles immer zusammenbricht. Ich weiß, dass ich dir das alles nicht sagen darf. Ich wollte es dir auch nicht sagen. Nie. Ich werde nie mehr einen anderen Mann so lieben wie dich. Leb wohl, Franz. Batjani ist ganz entzückt von der Königin. Wer ist nicht von ihr entzückt? Lieber Graf Batjani, ich will mit Ihnen nicht über Politik sprechen, denn davon verstehe ich nichts. Ich möchte nur versuchen, Gegensätze zu überbrücken. Nein, Majestät. Die Gegensätze, die unsere Länder trennen, sind unüberbrückbar. Meiner Ansicht nach gibt es keine unüberbrückbaren Gegensätze. Ich liebe eben mein Land. Ich liebe es auch. Und der Kaiser will und wird alles tun, um Ihrem schönen Land den wahren Frieden zu geben. Wahren Frieden. Was ist das? Ordnung, Ruhe, Glück, Zufriedenheit. Genau das, was Sie und Ihre Anhänger anstreben. Haben Sie doch ein bisschen Vertrauen zu Ihrem König und zu Ihrer Königin. Oder glauben Sie, dass Sie das nicht können? Seit ich Eure Majestät kenne, glaube ich fast, dass ich Vertrauen haben könnte. Das ist schön, Graf Batjani. Und jetzt weiß ich auch, dass das alles gut werden kann. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Darf ich Majestät bitten, mit mir den Palotasch zu eröffnen und damit mein Fest zu krönen? Ja, gern. Endlich ein Mensch in diesem Kaiserhaus. Majestät! Sind Majestät schwindlig geworden? Nein, es ist nur dieses dumme Gefühl. Hat Majestät Schmerzen? Ja, seit der letzten Jagd. Majestät haben sich doch erkältet. Vielleicht. Es geht schon wieder vorüber. Gehen wir ein bisschen an die frische Luft, ja? Ja, Majestät. Wo ist denn Ihre Majestät? Ich weiß es nicht. Sie war doch eben noch hier. Na ja.
Ich bin glücklich, dass Majestät sich so schnell erholt haben. Es ist schon wieder vorbei. Vielleicht war es Ihr Tokaier, der mir ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ja, das ist möglich. Er ist zu feurig. Ganz alter Jahrgang. Was werden Sie jetzt von Ihrer Königin denken? Was ich immer denke. Dass sie die schönste und bezauberndste Frau ist, die ich kenne. Und dass Warum sprechen Sie nicht weiter? ich darf nicht, Majestät. Sie wollten sagen, und dass sie einen kleinen Schwips hat, nicht wahr? Nein, Majestät. Dann wünsche ich, dass Sie sprechen. Was wollten Sie sagen? Dass ich unsterblich verliebt bin in meine Königin. Aber Graf Andraschi. Ich liebe Eure Majestät. Vom ersten Augenblick an, wo ich Eurer Majestät gegenüberstand. Ich hätte nie gesprochen. Aber Majestät haben es mir befohlen. Graf Andraschi, Sie wissen, wie sehr ich Sie schätze und wie sehr ich Ihnen zu Dank verpflichtet bin. Sie haben dem Kaiser Ungarn gebracht. Sie haben durch Ihre Kraft und durch Ihre Klugheit den jahrzehntelangen Hass einer Nation in Liebe verwandelt. Sie waren mein einziger Freund. Der einzige, auf den ich mich verlassen habe. Ich wäre unglücklich, wenn ich Sie als Freund und Ratgeber verlieren würde. Versprechen Sie mir, dass das nicht der Fall sein wird. Ich schwöre es, Majestät. Versprechen Sie mir, dass Sie alles, was Sie vorhin gesagt haben, vergessen werden. Alles. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht, Majestät. Ich bin ratlos. Ich weiß keinen Ausweg. Dann werde ich einen finden müssen. Bitte stehen Sie auf, Graf Andraschi. Und führen Sie mich zur Gesellschaft zurück. Dass Sie auch zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Darf ich um einen Chartasch bitten? Ja! Keine Zeit. Ich bin nur gekommen, Ihnen zu sagen, dass wir morgen früh abreisen. Wohin denn? Nach Wien. Auf lange Zeit? Das weiß ich nicht. Ich muss gleich zurück. Alles zur Abreise fertig. Oh ja, ich! Warum bist du traurig? Weil ich eine traurige Nachricht habe. Setz dich her. Wir reisen ab. Wann? Morgen früh. Und wann kommst du wieder? Keine Ahnung. Nicht weinen. Sonst weine ich auch. Du wirst mich vergessen. Nie. Oh ja, wenn du wirst dann abgerissen, dann du wirst nicht vergessen. Nicht weinen. Neue Stimmen, jetzt spielt er auch noch so traurig. Bitte hör auf. Sagen Sie, Gräfin, haben Sie Gödele auch so gern? Ja, Majestät. Ich habe nie geglaubt, dass mir der Abschied so schwer fallen würde. Es ist doch kein Abschied für immer, Majestät. Nein. Aber für sehr lange Zeit.
Sorgen Sie dafür, dass die Pferde so rasch wie möglich gewechselt werden. Jawohl, Majestät. Wollen Majestät den Aufenthalt benutzen, um einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen? Ja, höchstens ein Glas Milch. Befehl, Majestät. Komm, mein Kind. Na komm schon. Du bekommst auch etwas zu trinken. Sind Sie der Wirt? Igen, ja. Wo ist das Gastzimmer? Da, bitte. Ist es leer? Nein, ein Gast sitzt darin. Der muss sofort heraus. Bringen Sie ein Glas Milch. Ein Glas Milch, bitte. Majestät, es ist noch ein Gast anwesend, aber ich werde sofort dafür sorgen, dass er verschwindet. Mein Herr, bitte, wollen Sie so rasch wie möglich dieses Zimmer verlassen. Hören Sie nicht, Sie sollen verschwinden. Majestät, Majestät! Franz! Sissi! Wie kommst denn du hierher? Ich bin auf dem Weg nach Gödele, um dich zu holen. Wieso? Ist etwas geschehen? Nein, ich wollte zu dir. Und ich zu dir. Engel. Du siehst ja prächtig aus. Ja, sie hat sich gut erholt. Herr Oberst, Majestät? bitte gehen Sie mit der Kleinen ein bisschen an die Sonne. Jawohl, Majestät. Kaiserliche Hoheit, darf ich Sie auf den Arm nehmen? Was wollen Sie denn hier? Noch hat die Milch, bitte. Raus, gehen Sie weg, bitte. Hast du sehr viel gearbeitet? Ja, die politische Situation momentan ist nicht sehr angenehm. Du siehst auch müde aus. Wahrscheinlich, weil ich letzte Nacht nicht geschlafen habe. Es war ein großer Ball für Nene. Nene ist in Wien? Ja. Ich bin gleich nach dem Ball abgereist. Ist Mama auch da? Ja, und Papi auch. Papi auch. Ich freue mich auf sie. Du wirst sie nur, glaube ich, leider nicht mehr sehen. Sie sind heute Morgen schon wieder abgereist. Ach, das ist schade. Du, jetzt erzähl mir aber von dir, du. Du siehst auch abgespannt aus. Ja, ich habe die letzte Nacht auch nicht geschlafen. Unmittelbar nach dem Fest bei Andraschi bin ich abgereist. Du warst bei Andraschi? In seinem Haus? Ja. Ich wollte Patjani treffen und wir haben uns ausgesprochen. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden. Wie sieht der Nene aus? Sehr hübsch. Heiratet sie nun endlich diesen Turn und Taxis? Ich weiß nicht. Sie sind doch nun schon fast 2 Jahre verlobt. Lass mich bitte nicht mehr alleine. Bleib bei mir. Ja. Fahr nicht gleich wieder zurück nach Gödele. Nein. Gödele habe ich für ziemlich lange Zeit adieu gesagt. Ich habe aber auch eine Bitte an dich. Nimm dir ein bisschen mehr Zeit für mich. Das verspreche ich dir. Jetzt, ja. Wenn wir in Wien sind, hast du alles vergessen. Wir fahren nicht nach Wien. Auch nicht nach Gödele. Wir fahren nach Ischl. Wir zwei ganz allein. Wir stehlen uns ein paar Wochen. Und die gehören nur uns. Schön. Die riechen gut. Und ob die gut riechen. Was ist denn das für ein Kind? Ich weiß nicht, Mama. Das ist aber komisch. Wie kommt denn da ein fremdes Kind rein? Du, Mama hat das Kind schon gesehen. Kleines, du Mädele, wem gehörst du denn? Was machst du denn hier? Wo ist deine Mami? Wo ist die Mami? Na wo? Jetzt lauf und hol die 2. Na komm, jetzt gehen wir die Mami suchen, ja? Jetzt gehen wir sie suchen. Du magst?
Schau, da läuft ein fremdes Kind allein im Garten herum. Ja? Weißt du, wem das gehört? Na, irgendjemand wird schon gehören. Ich sehe aber niemand. So, jetzt komm. Hat Mama das Kind schon gesehen? Natürlich, Papa und ich haben alles wunderbar eingefädelt. Ich habe so Herzklopfen. Aber keine Angst, es wird alles gut. Wem gehörst du denn? Wie heißt du denn? Ach, reden kannst noch nicht. Aber herzig ist es. Ja, sehr herzig. Ein liebes Mädel. Was möchtest du denn? Eine Milch? Na, Vielleicht komm. lieber ein Bier. Okay, Max, du spielst ja. Bier, so ein kleines Kinderbier. Schau, das ist was für dich. Na, siehst du, Hunger hat sie. Max, oh Gott, ist ja ein Schätzchen. Max, aber ein Kind in dem Alter, das fehlt uns eigentlich. Ja, unsere sind schon viel zu groß. Da hat eine Mutter gar nichts mehr davon. Möchtest du am liebsten gleich behalten? Ja, möchte ich schon. Aber ich glaube kaum, dass dich deine Eltern hergeben. Ich glaube auch nicht. Ludwig. Papa hat uns erlaubt, dich zu besuchen, Mama. Meine Frau Henriette, ich und Mariechen. Deine Frau? Du bist verheiratet? Und das ist dein Kind? Unser Kind. Und du hast das alles gewusst? Beruhige dich. Der Franzl weiß es auch. Deswegen war ich ja in Wien. Er hat sie in den Adelsstand erhoben. Sie ist jetzt eine Baronin. Attersee. Ach, was sag ich? Attersee, Wallersee. Im Attersee gibt's ja gar keine Waller. Das habe ich ganz allein gemacht. Ich bin sprachlos. Das darfst du nicht, denn du hast jetzt das Wort. Tja. Ich meine halt, wenn der Herrgott zwei Menschen so was Liebes geschenkt hat wie dieses Kind, dann will er damit sagen, dass sie zusammengehören. Grüß dich, Henriette. Dickerl, ich habe nichts anderes von dir erwartet. Sissi! Hast du schon mehr als ich? Nein! Dann habe ich gewonnen. Ich gebe mich geschlagen. Fang mich auf! Sissi! Sissi! Um Gottes Willen, was ist dir denn? Ich weiß es nicht. Ich hatte schon ein paar Mal in Ungarn. Aber vielleicht bin ich den Hügel zu rasch heruntergelaufen. Ich bring dich schnell nach Haus, ja? Nein, es ist schon wieder vorbei. Du, ich lass sofort Hofrat Seeburger aus Wien kommen, oder? Oder noch besser, wir fahren so schnell als möglich nach Wien, ja? Komm. Sind die Ärzte noch bei Ihrer Majestät? Nein, Kaiserliche Hoheit, aber das Konzilium ist noch nicht zu Ende. Dann sagen Sie Herrn Hofrat Seeburger, dass ich ihn nach dem Konzilium unverzüglich zur Berichterstattung erwarte. Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Die Beziehungen zwischen Österreich und Lombardo-Venetien sind augenblicklich nicht die besten, Majestät. Deshalb muss alles vermieden werden, was die Lage verschärfen könnte, umso mehr als Österreich nach dem letzten Krieg völlig isoliert dasteht. Ich glaube, das ist auch die Ansicht Eurer Majestät. Ja, natürlich, Exzellenz. Bitte erkundigen Sie sich doch noch einmal nach dem Befinden Ihrer Majestät. Jawohl, Majestät. Es tut mir leid, Exzellenz, dass ich heute Ihrem Bericht nicht so folgen kann, wie ich gerne möchte. Ich bin selbstverständlich Ihrer Ansicht, dass alles getan werden muss, um einen neuen Krieg zu vermeiden. Warum will man mir nicht sagen, was mir fehlt? Weil sich die Ärzte noch nicht im Klaren sind. Aber es ist bestimmt nichts Ernstes, Majestät. Und warum hat dann Hofrat Seeburger ein Konzilium von 4 Professoren einberufen? Majestät, sollten sich darüber nicht den Kopf zerbrechen. Ich fühle ja selbst, dass etwas nicht stimmt mit mir. Immer dieser merkwürdige Schmerz und immer an derselben Stelle. Es steht schlecht um die Gesundheit Ihrer Majestät. Herz? Lunge. Um Gottes Willen.
Aber nur eine akute Affektion oder ansteckend? Ich bin verpflichtet, Eurer Kaiserlichen Hoheit die Wahrheit zu sagen. Die Herren Professoren verlangen einen sofortigen Klimawechsel, haben aber auch dann nur wenig Hoffnung auf eine vollkommene Genesung. Selbstverständlich hat Ihre Majestät keine Ahnung von all dem. Wie soll ich nur dem Kaiser diese Schreckensnachricht beibringen? Die Wahrheit muss er ja erfahren. Auch die Eltern der Kaiserin müssen verständigt werden. Ja. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich ratlos. Komm, geh zu Mathilde. Hol den Ball, Mariechen. Hol den Ball. Hol ihn, komm. Hol ihn schön. Ja, königliche Hoheit. Was gibt's denn Schönes? Einen Brief aus Wien. Einen Brief aus Wien, das ist ja großartig. Danke sehr. Komm. Ein Brief von der Tante Sophie. Ja? Ja. Komm. Mariechen, wirf her. Komm, wirf zu mir, Mariechen, komm. Mariechen. Fang den Ball. Komm, Mariechen, komm. Hol ihn. Oh Gott. Das ist doch nicht möglich. Was ist denn, Mama? Max! Max! Was ist denn? Was hat denn Mama? Ich glaube, das war eine schlechte Nachricht. Max, ein furchtbares Unglück. Sie ist sehr krank. Sissi. Um Gottes Willen. Ist das nicht entsetzlich, Max? Wo ist die Kleine? Ich habe die Kammerfrau schon verständigt, dass Eure Majestät die Prinzessin zu sehen wünscht. Verzeihung, Herr Hofrat. Ja? Verzeihung, wie geht es Ihrer Majestät? Leider nicht gut. Entsetzlich. Guten Tag, Herr Hofrat. Ich gehe jetzt zum Kaiser, um ihm die volle Wahrheit zu sagen. Eine harte Pflicht, Kaiserliche Hoheit. Weiß Gott. Ich werde Ihrer Majestät heute gestatten, wenigstens für eine Stunde das Bett zu verlassen. Ich fürchte, dass sonst zu allem Übel noch schwere Depressionen kommen könnten, was natürlich den Zustand der armen Kranken verschlimmern würde. Tun Sie, was Sie für richtig halten, Herr Hofrat. Armes Geschöpf. Wohin wollen Sie denn? Ihre Majestät wollte Ihre kaiserliche Hoheit sehen. Bringen Sie die Prinzessin auf ihr Zimmer und warten Sie auf meine weiteren Befehle. Jawohl, kaiserliche Hoheit. Ein anderes Mal, mein Kind. Mami schläft jetzt. Ich darf wirklich aufstehen, Herr Hofrat? Ja, Majestät. Eine Stunde. Dann möchte ich den Kaiser überraschen. Er wird sich sicher freuen, wenn er sieht, dass ich wieder gesund bin. Bestimmt, Majestät. Gräfin, bitte bringen Sie mir den Schlafrock. Und Oberst Böckel soll die Wache im Korridor abtreten lassen. Jawohl, Majestät. Herr Oberst, Ihre Majestät wünscht, dass Sie die Wache im Korridor abtreten lassen. Jawohl. Wache. Abtreten. Marsch! Ich fühle mich doch noch etwas schwach, aber ich glaube, das kommt vom langen Liegen. Bringen Sie Nachrichten von Sissi, Mama. Ja. Wir sprechen uns später. Geht es dir besser? Mein lieber Franz,
Ich kämpfe schon tagelang mit mir, weil ich dir etwas sehr Trauriges mitzuteilen habe. Und mir immer überlege, wie ich es dir am besten sagen könnte. Was ist los, Mama? Komm, setz dich zu mir. Sie können mich schon allein lassen, Gräfin. Jetzt geschieht mir bestimmt nichts mehr. Sissi ist sehr, sehr krank. Und die Ärzte befürchten... Was befürchten die Ärzte? Die Ärzte befürchten... Naja, schließlich musst du es einmal erfahren. Die Ärzte befürchten, dass es keine Rettung mehr für Sissi gibt. Das ist doch nicht möglich. Was fehlt dir denn, um Gottes Willen? Sissi ist lungenkrank. Und die Ärzte meinen, sie müsse unverzüglich in ein anderes Klima gebracht werden. Weil es geradezu sträflich wäre, wenn man sie länger in deiner Nähe und in der Nähe des Kindes lassen würde. Ich weiß, es ist hart, Franz. Sehr hart. Aber schließlich bist du es als Kaiser deinem Land und auch deinem Kind schuldig. Du musst jede Zärtlichkeit mit Sissi vermeiden. Wissen Sie, was Sie von mir verlangen, Mama? Ich liebe Sissi mehr als mein Leben. Das weiß ich, Franz. Trotzdem musst du bedenken, dass jeder Kuss von ihr ansteckend ist. Und dass man auch das Kind vor ihren Küssen schützen muss. Du musst auch noch an andere Dinge denken, Franz. Auch wenn es gefühllos scheinen mag, davon zu sprechen. Das Land verlangt eine gesunde Kaiserin und gesunde Kinder. Und vor allem einen gesunden Thronfolger. Und wenn es wahr werden sollte, was die Ärzte befürchten, dass Sissi diesen Winter nicht überlebt, müssen wir uns jetzt schon damit befassen, wer als deine Frau in Frage kommt. Ich verbiete Ihnen, so herzlos zu reden, Mama. Sissi lebt und sie wird mit Gottes Hilfe wieder gesund werden. Und wenn es dem Allmächtigen gefallen sollte, mir das Liebste zu nehmen, was ich im Leben habe, dann werde ich nie wieder heiraten. Auch wenn das Land keinen Thronfolger bekommt. Du hast kein Recht, an dich zu denken, sondern nur an die Dynastie und an dein Haus. Vergiss nicht, was ich für Opfer gebracht habe, um die Dynastie Habsburgs zu erhalten. Ich habe zu deinen Gunsten auf den Thron verzichtet. Das haben Sie mir schon 100-mal gesagt, Mama. Und ich wünschte, Sie hätten nicht darauf verzichtet. Dann wäre mir viel erspart geblieben. Ich wäre bestimmt glücklicher geworden. Das also ist der Dank für alles, was ich für dich getan habe. Ich habe mich nie danach gesehnt, Kaiser zu werden. Ich habe nur meine Pflicht getan, als ich Kaiser wurde. Das einzige Glück in meinem Leben war Sissi. Und wenn sie nicht mehr ist, wird alles sinnlos. Jetzt hast du wie ein braver Bürger gesprochen, aber nicht wie ein Kaiser.
Sissi. Der Arzt hat mir erlaubt, eine Stunde aufzustehen. Ich wollte dir eine Freude machen und dich besuchen. Ich habe dich gar nicht hereinkommen gehört. Ich stand dort in der Tür. Seit... Ich meine, wie lange bist du dort gestanden? Gerade lange genug, um alles zu hören, was ich vielleicht hören musste. Aber mach dir keine Sorgen, Franz. Ich werde wieder gesund werden. Und wenn Gott will, auch einem gesunden Thronfolger das Leben schenken. Ich werde dorthin gehen, wohin mich die Ärzte schicken und alles tun, was sie von mir verlangen. Und immer daran denken, dass ich dich nicht unglücklich machen darf, weil du mich liebst. Hierher. Schon wieder Blumen von seiner Majestät? Ja, seine Majestät hat den hiesigen Gärtner beauftragt, Eurer Majestät täglich die schönsten Blumen zu bringen. Wenn ich nur wüsste, wie ich dem Kaiser eine Freude machen kann. Indem Majestät so schnell wie möglich gesund werden. Ja. Wenn das in meiner Macht stünde. Jetzt sind wir schon wochenlang hier und mein Zustand hat sich immer noch nicht gebessert. So schnell geht das nicht, Majestät. Majestät müssen sich erst an das Klima gewöhnen. Ich glaube eher an den Gedanken, nie wieder gesund zu werden. Aber Majestät, Ja. Ich weiß schon, wie es um mich bestellt ist. Ich weiß genau. Was hast du denn, Mama? Ach, ihr Leben. Ich habe keine Ruhe. Ich muss zu Sissi. Die Arme sitzt in Madeira und denkt wahrscheinlich den ganzen Tag nur an ihre Krankheit. Ja. Das Schlimmste in einem solchen Zustand. Eben. Sie braucht jetzt jemanden, der sie aufrichtet, der ihr Mut zuspricht, ihr neuen Lebenswillen gibt. Ach, ich weiß bestimmt, ich könnte ihr jetzt sehr helfen. Nun, mein lieber Hofrat, bringen Sie mir gute Nachrichten. Geht es der Kaiserin besser? Es tut mir leid, Majestät enttäuschen zu müssen. Aber der Gesundheitszustand Ihrer Majestät ist unverändert. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe gehört, dass Dr. Seeburger angekommen ist. Da wollte ich fragen, was er für Nachrichten bringt. Schlechte. Immer noch keine Besserung. Leider nein, kaiserliche Hoheit. Zu all dem Übel ist noch eine starke Depression hinzugekommen, die zu den schlimmsten Befürchtungen Anlass gibt. Entsetzlich. Majestät. Schon wieder ein Geschenk von seiner Majestät. Es ist rührend, wie mich seine Majestät verwöhnt. Jeden Tag ein neues Geschenk. Jeden Tag Blumen. Es könnte alles so schön sein. Es wird wieder schön sein, Majestät. Ich glaube nicht mehr an Prophezeiungen, Gräfin.
Eine Zigeunerin hat mir einmal prophezeit, dass ich immer gesund und immer glücklich sein werde. War ich eigentlich jemals glücklich? Nein. Man darf nicht undankbar sein. Man darf sich nicht versündigen. Ich war schon sehr oft im Leben glücklich. Und manchmal muss eben ein Schatten kommen. Sonst wüsste man die Sonne gar nicht mehr zu schätzen. Stimmt. Mama, Süßelein, Mami. Mein Kind. Mein Schatz, mein Liebling. Wie geht's dir denn, Mami? Wie kommst denn du hierher? König Ludwig hat mir seine Yacht zur Verfügung gestellt, damit ich dich besuchen kann. Schön, dass du da bist. Ich habe solche Sehnsucht nach dir gehabt. Wollte dir nur nicht schreiben, dass du kommen sollst wegen dieser langen Reise. Aber mein Kind, ich wäre doch zu dir gekommen, wenn du 10-mal so weit weg gewesen wärst, weil ich weiß, dass du mich jetzt brauchst. Wie geht es dem Papili? Und Nene und den Kindern? Ach, die wären am liebsten alle gleich mitgekommen. Gräfin, bitte richten Sie für Ihre königliche Hoheit die Zimmer her. Ja, Majestät. Ja, dann nehmen Sie doch bitte gleich meine Sachen mit. Bitte, königliche Hoheit. Danke sehr. Ach, schön hast du's hier. Ein herrliches Stück Erde, dieses Madeira. Ja, ich kenne nur noch gar nichts von Madeira. Den ganzen Tag liege ich hier und kenne nur den einen Blick, da aufs Meer hinaus. Ja, das habe ich mir gedacht. Und deswegen bin ich hier. Ich werde dich jetzt ein bisschen aufrichten. Ja? Du musst dich etwas ablenken, nicht immer grübeln. Ein bisschen Bewegung machen. Ja, weißt du, ich bin immer so müde. Die Müdigkeit geht vorüber, mein Schatz. Du wirst sehen. Am ersten Tag gehen wir ganz wenig. Am zweiten schon etwas mehr. Und dann wirst du überhaupt nicht mehr an deine Krankheit denken. Das ist sehr wichtig. Schau zum Beispiel die Bürgersfrauen. Die sind auch oft krank und müssen dabei arbeiten. Und manchmal so schwer, dass sie ihre Krankheit ganz vergessen. Und plötzlich sind sie wieder gesund. Ja? Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich mich wirklich ein bisschen zu sehr gehen lassen. Bestimmt. Also ab morgen wird marschiert. Erst schauen wir uns den Ort an und dann die ganze Insel. Siehst du, da drüben liegt Frankreich, Portugal, Spanien, ganz, ganz weit. Siehst du da drüben? Wie weit ist erst Wien? Das siehst du, mein Schatz. Jetzt kannst du schon auf einen Berg steigen. Ja, schwer, aber es geht. Da ruh dich ein bisschen aus. Das sind Bananen. Ich muss mir eine holen. Halt, halt! Langsam, langsam. Wir haben ausgemacht, alles mit der Ruhe. Jawohl, Herr Hofrat. Bom dia, Signor. Bom dia. Gutes Appetitos. Obrigado. Verzeihen Sie bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. No compro libros. Nein, ich meine bitte, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch und ich möchte gern ein... No compro libros. Was wollen Sie denn? Sie sprechen Deutsch? Das ist ja wunderbar. Bitte helfen Sie mir. Gerne. No compro libros. Der Mann sagt, er will nicht kaufen. Aber ich will ja nichts verkaufen. Im Gegenteil, ich habe hier ein Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. Und das möchte ich tauschen gegen ein Wörterbuch Deutsch-Portugiesisch. Ach so. O senhor deseja trocar um dicionário mau húngaro por dicionário mau português? Portugiesisch? Não, tenho dicionário. Er sagt, er hat kein Wörterbuch. Oh, so ein Pech. Sagen Sie, kennen Sie nicht einen Sprachlehrer, bei dem ich Portugiesisch lernen könnte? Ja, bei mir. Bei Ihnen? Mhm. Ich bin Studentin und gebe deutsche Sprachunterricht. Wann könnten wir denn da anfangen? Wann Sie wollen. Sofort. Bitte dann sofort, ja? Ja, und wo? Soll ich zu Ihnen kommen oder wollen Sie kommen zu mir? Einmal so und einmal so. Im Augenblick würde ich bitte vorschlagen, eine Stunde auf dem Meer, ja? Gostaria também muito de passar o moro no mar.
Oh, Wunder. Was heißt denn das auf Deutsch? Einverstanden. Hab ich gewusst, ich verstehe das ja. Darf ich bitten? Oh. Una otra No cosa. compro libros. Na, Sissi, wovon träumst du? Weißt du, das ist so merkwürdig. Ich finde plötzlich alles so schön. So? Den Garten, die Blumen, das Meer. Das siehst du. Und früher hast du das überhaupt nicht gesehen. Jetzt könnte ich stundenlang hier stehen und das Meer anschauen. Ich möchte am liebsten eine lange, lange Seereise machen. Das hast du von deinem Papi. Der hat mich auch kreuz und quer durch die Meere gejagt. Und je stärker der Wellengang war, desto mehr war er in seinem Element. Mir war immer totenübel, aber er hat geschwelgt. Ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres und Aufregenderes als das Meer. Weißt du, ich habe jetzt so viel über Griechenland gelesen, über Korfu und Athen. Ich möchte das alles zu gerne einmal sehen. Ja, fahren wir doch hin. Du, Mami, das machen wir auch. Mein Kind, ich bin so glücklich. Du bist nicht wiederzuerkennen. Weißt du, dass du seit Wochen nicht einmal von deiner Krankheit gesprochen hast? Ja, und jetzt macht sie schon Reisepläne. Du bist auch der beste Arzt für mich. Hoffentlich. Danke. A sua saúde. A sua salute. Nein, saúde. Ah, Saude. Prost. Saude. Ja, und jetzt werden wir arbeiten. Wunderbar. Na, nicht so. Nein? Moment. Oh. Wie heißt? Ich möchte trinken. Desejo beber. Gut. Und wie heißt denn? Ich gehe heute am Meer spazieren. Wo darum passeio hoje a beira-mar. Wunderbar. Und wie heißt? Psst. Jetzt frage ich. Wie heißt ich liebe dich? Das ist nicht so wichtig. Oh, das ist sehr wichtig. Mhm. Doch sehr. Na. Amo te. Wieso wissen Sie denn das? Ah, das ist der Satz, den ich in jeder Sprache zuerst kann. Amo te. Herr Oberst. Moment. Also, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Entschuldigen Sie, Herr Oberst, wenn ich störe, aber man hat mir gesagt, dass ich Sie hier antreffe. Ja, bitte, was ist denn? Sie müssen sofort kommen, wir reisen ab. Schon wieder? Ja, wohin denn? Nach Griechenland. Nach Griechenland. Gräfin, bitte, Sie wissen doch, wie ich unsere Kaiserin vergöttere. Aber mit Ihrer ewigen Reiselust, da bringt sie mich langsam zum Wahnsinn. Aber Herr Oberst... Kaum konnte ich Ungarisch, fuhren wir nach Madeira. Jetzt kann ich Portugiesisch, jetzt soll ich wieder Griechisch lernen. Ich bin überzeugt, Sie werden in Athen eine ebenso hübsche Lehrerin finden, wie hier und in Ungarn. Glauben Sie? Sicher. Und jetzt beeilen Sie sich und nehmen Sie Abschied. Nicht traurig sein. Sie haben leicht lachen. Auf Wiedersehen. Was heißt schade? Que pena. Que pena. Amo te. Aber ich muss fort. Ich weiß. Nicht weit. Nein. Ist das nicht ein gewaltiger Eindruck? Unbeschreiblich. Ich habe eine solche Ehrfurcht vor diesem Land und seiner Kultur. Schau dir nur diese herrlichen Säulen an. Wunderbar. Die Reinheit der Architektur. Und da dieser wundervolle Blick. Herr Oberst, sind Sie auch so begeistert wie ich? Ich bin erschüttert, Majestät. Wenn man bedenkt, dass das Ganze 500 Jahre vor Christi Geburt gebaut wurde. Was müssen das für Künstler, für Baumeister gewesen sein? Ja, da haben Sie wohl recht. Schon wieder ein Brief von Sissi.
Jetzt schreibt sie schon fast jeden Tag. Na bravo, was schreibt sie denn? Na, so etwas. Weißt du, wo Sissi jetzt ist? In Korfu. In Korfu? Was macht sie denn in Korfu? Reisen nicht vorher geschrieben, weil ich befürchtet Geh bitte, lies doch ein bisschen lauter, ich möchte auch was hören. Ich habe dir von meiner Absicht, nach Griechenland zu reisen, nicht vorher geschrieben, weil ich befürchtet habe, dass du mir aus Besorgnis um meine Gesundheit abraten würdest. Aber die Reise hat mir sehr gut getan und ich bin glücklich, dass ich da bin. Aber du und unsere Kleine, ihr müsstet natürlich hier sein. Ich habe hier ein entzückendes Haus gefunden, das ich kaufen und mit altgriechischen Kunstwerken schmücken möchte. Sie kauft schon wieder ein. Na bravo. Du bitte schreib ihr, sie soll auch für mich ein Zimmer einrichten. Aber bitte nicht griechisch, bequem. Du, nach dem Brief zu schließen, muss es Sissi schon viel besser gehen. Er sprüht geradezu vor Optimismus und Lebensfreude. Wartest du schon lange? Nein, nein. Aber wir haben höchste Zeit, sonst versäumen wir das Schiff. Ja, ich weiß schon. Ich verstehe nur nicht, wo Gräfin Belgard so lange bleibt. Gräfin Belgard, einen Augenblick bitte. Ich habe keine Zeit. Ihre Majestät erwartet mich. Ich bin in höchster Eile. Es ist aber wichtig. Hofrat Seeburger ist eben angekommen. Er will Ihre Majestät unbedingt heute noch untersuchen. Aber das geht doch nicht. Ihre Majestät will doch nach Athen fahren. Ich weiß es, aber bitte es Ihrer Majestät trotzdem zu sagen. Ja, das will ich tun. Bitte. Oh, Herr Oberst. Herr Oberst. Das kann jedem passieren. Wer ist denn das? Ja, wer bist denn du, mein schönes Kind? Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sendas Catalaveno. Kata, ja, wenn ich nur wüsste, was das bedeutet. Wie heißt du? Sendas Catalaveno. Alexandra? Andromache? Iphigenie? Helena. Helena, die schöne Helena. Oh. Ah! Die lacht. Oh, das geht besser, danke. Oh. Orea. Denine? Orea. Ah, schön, ja. Du, Orea Helena. Hat mich schon verstanden, ich kann Griechisch. Ich bin ein Genie. Ja, Gräfin, wo bleiben Sie denn so lange? Wir warten schon. Majestät, ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Aber Oberst Böckel hat mir eben mitgeteilt, dass Hofrat Seeburger eingetroffen ist, um Eure Majestät zu untersuchen. Haben Sie ihm nicht gesagt, dass ich jetzt keine Zeit habe? Wir versäumen doch das Schiff. Aber Sissi, Hofrat Seeburger hat bestimmt den Auftrag, sofort Bericht nach Wien zu geben. Franz würde sich bestimmt ängstigen, wenn er keine Nachricht bekommt. Ja. Na schön, nehmen wir das nächste Schiff. Kommen Sie, Gräfin. Ich warte auf der Terrasse. Ja, Mama. Grüß Gott, Herr Hofrat. Haben Sie eine gute Reise gehabt? Danke, Majestät. Seine Majestät hat mich beauftragt, die schönsten Grüße zu überbringen und sofort Nachricht von dem Befinden Eurer Majestät zu geben. Aber bitte machen Sie es ganz kurz, Herr Hofrat. Ich möchte mit Mama nach Athen fahren. Jawohl, Majestät brauchen sich nur den Rücken frei zu machen. Gräfin, bitte machen Sie mir das Kleid auf. Bitte, Herr Hofrat. Nochmals bitte, Stefan. Darf ich Majestät bitten, zu husten? Bitte nochmal. Merkwürdig. Wie lange sind Majestät eigentlich in Korfu? 3 Monate. Warum? Unverständlich. Hat sich meine Krankheit verschlechtert? Im Gegenteil, Majestät. Das ist ein Mirakel. Majestät sind vollkommen gesund. Nein. Gesund? Ja, Herr Hofrat, bitte würden Sie noch einmal horchen. Ich möchte noch einmal tief atmen. aber gern.
Hören Sie etwas? Nichts. Nichts? Nichts. Wirklich nichts? Herr Hofrat, Herr Hofrat, einen Moment bitte. Sissi, was hast du denn? Mein Kind, um Gottes, was ist denn? Geht's dir nicht gut? Mami, ich bin gesund. Ja, ich bin gesund. Okay. Franz, verzeih, aber ich muss die erste Seite dir das sagen. Was ist denn? Ein Wunder ist geschehen. Sissi ist gesund. Sissi. Du, das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ich fahre selbstverständlich sofort entgegen. Am liebsten würde ich mitkommen. Ich bitte um die Erlaubnis, zu der Genesung Ihrer Majestät meine aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen zu dürfen. Ich danke Ihnen, Exzellenz. Majestät, darf ich ebenfalls von ganzem Herzen meine Glückwünsche zum Ausdruck bringen? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Auch der Gedanke Eurer Majestät, Ihrer Majestät entgegenzureisen, ist von größter politischer Bedeutung. Genau dasselbe wollte auch ich sagen. Wenn man zum Beispiel dieses Wiedersehen mit einem offiziellen Besuch in Mailand und Venedig verbinden würde, so wäre dies ein wunderbarer Schachzug, der sich auf die Beziehung Österreichs zu Lombardo-Venetien nur günstig auswirken würde. Majestät geruht noch selbst einmal zu sagen, dass der Liebreiz Ihrer Majestät dem Lande mehr genützt habe, als die Armee mit allen ihren Generälen. Ja, aber Exzellenz scheinen zu vergessen, dass sich Ihre Majestät unmittelbar nach einer schweren Krankheit befindet und dass sie den Strapazen einer repräsentativen Reise gar nicht gewachsen wäre. Gewiss, Majestät. Aber die Beziehungen zwischen Österreich und Lombardo-Venetien sind augenblicklich so schlecht, dass man jedes Opfer bringen müsste, um dieselben zu verbessern. Tja, ich muss dem Herrn Minister recht geben, mein lieber Franz. Wenn du Elisabeth entgegenfährst, muss diese Reise einen offiziellen Charakter haben. Ja, aber Mama... Ich weiß, was du sagen willst, Franz. Sissi braucht bestimmt noch Erholung. Aber sie ist eine Kaiserin. Und die erste Pflicht einer Kaiserin ist, alles zu tun, was einem Lande zum Wohle gereicht. Meine Herren, ich bin mehr als bestürzt. Die italienische Bevölkerung ist derart anti-österreichisch eingestellt, dass ich für den Besuch des Kaiserpaares die schwersten Bedenken habe. Und ich habe Sie nach Triest gebeten, um mit Ihnen zu beraten, welche Vorkehrungen wir angesichts dieser kritischen Situation zu treffen haben. Ich bitte, nehmen Sie Platz. Ich glaube, Kaiserliche Hoheit sehen dazu schwarz. Außerdem ist daran gar nichts mehr zu ändern. Der Besuch ist angekündigt, also muss er stattfinden. Im Übrigen verlasse ich mich auf unsere schöne Kaiserin. Die hat mit ihrem Charme auch die Ungarn um den Finger gewickelt. Lieber Gafzetta, Italiener sind keine Ungarn. Bitte, Kaiserliche Hoheit, welche Stadt soll die erste sein, die das Kaiserpaar besucht? Vorgesehen ist Mailand. Na also, da kann ja gar nichts passieren, Kaiserliche Hoheit. Dann machen wir ganz einfach in der Mailänder Scala eine schöne Vorstellung, gleich darauf einen Empfang mit einem guten Essen und alles ist in Butter. Buonasera. No, 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 Non fa niente. no, grazie. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Oh, guten Abend, Exzellenz. Buonasera, Filippo. Buonasera, come stai? Bene, bene, e tu? Grazie, bene. Sagen Sie, was sind denn das für Leute? Exzellenz, ich wollte es eben melden. Es sind durchwegs Diener, Zofen,
Köchinnen, Stallpagen und Portiers. Ja, wie ist denn das nur möglich? Die vom Generalgouverneur zu der heutigen Gala-Vorstellung geladenen italienischen Aristokraten haben die ihnen übersandten Einladungen ihrem Personal übergeben. So ein Affront! Ich habe die Frau meines Portiers hingeschickt. Und ich meinen Koch. Und ich meinen Kutscher. Carlo wird uns ja alles erzählen. Wieso? Carlo? Ich habe ihm gesagt, er muss in die Oper gehen, um uns alle Details genau berichten zu können. Das ist ja großartig. Buonasera. Wissen Sie, Carlo, dass Sie heute der einzige italienische Aristokrat hier in der Scala sind? Das habe ich schon gewusst, bevor ich hergekommen bin. Das haben Sie gewusst? Exzellenz, ich bin auf das Äußerste bestürzt. Was gibt's denn schon wieder? Die Leute haben etwas vor. Sie wollen die Anwesenheit des Kaiserpaares zu einer Kundgebung benutzen. Und das Orchester, das Carlo, soll mit im Bunde sein. Ja, inwiefern? Das habe ich nicht erfahren können. Lass Sie sofort den Kapellmeister kommen. Jawohl. Den Kapellmeister. Jawohl. Der Mann ist sofort zu verhaften und durch einen absolut zuverlässigen Mann zu ersetzen. Exzellenz, ich würde davon abraten. Die Musiker spielen dann womöglich überhaupt nicht. Ja, was können Sie denn nur vorhaben? Vielleicht werden sie sich weigern, beim Eintritt des Kaiserpaares die österreichische Hymne zu spielen. Das wäre denn doch... Die Leute mussten ihrer Herrschaft versprechen, dem Kaiserpaar jedwege Ehrenbezeigung zu verweigern. Das gibt's doch nicht. Sie werden sehen, wie es das gibt. Exzellenz, Ihre Majestäten sind eben eingetroffen. Danke. Das? Der Freiheitschor von Verdi aus der Oper Nabucco. Das ist infam! Das ist ja Hochverrat! Lass Sie den Kapellmeister sofort verhaften. Zu Befehl. Im Gegenteil. Jetzt, wir fangen erst da. Sie sind verhaftet. Bitte, bitte, einen Moment. Kommen Sie mit. Ja, erst ich muss dirigieren. Das ist die italienische Aristokratie? Mein Göttergatte hat meine Zofe, meine Köchin und alle unsere Diener hingeschickt. Jetzt muss ich alles selbst machen. Ich war schon zum 3. Mal im Keller. Ach, dabei wäre ich so gern in die Oper gegangen. Aber Beatrice, Naja, einmal kommt ein Kaiser nach Mailand. Ein junger Kaiser. Ich muss hier sitzen. du bist doch schließlich Italienerin. Nein, ich bin keine Italienerin. Ich bin ein Mischwerk. Naja, ich bin in Ungarn geboren. Meine Mutter war Polin, mein Vater war Russe, meine Großmutter war Schwedin. Ein Großonkel von mir soll sogar Eskimo gewesen sein. Ach, oh, ja, ist denn. Jetzt habe ich mir den Nagel abgebrochen. Die Kaiserin applaudiert? Der Kaiser auch? Das ich habe nicht erwartet. Soll ich jetzt mit Ihnen kommen? Beginnen Sie mit der Oper. Bitte.
Prinz. Ja, was ist denn? Auf Befehl Ihrer Majestät hat der Empfang nach der Oper stattzufinden. Was? Mit diesen Leuten? Mit diesen Leuten. Die Kaiserin steht auf dem Standpunkt. Für Sie sind nur die Personen anwesend, die offiziell eingeladen wurden. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Principessa Corini. Ich freue mich, liebe Prinzessin, Sie kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Principe Colonna. Contessa Cellini. Ich freue mich, liebe Contessa, Sie hier zu sehen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Seine Exzellenz Minister außer Dienst Orlando. Marchesa della Torre. Principe Aldobrandini. Guten Abend allerseits. Guten Abend. Na also, endlich. Da ist er ja. Also, wie war's? Fantastisch. Ach, ist jetzt nicht. Erzähl, was war fantastisch? Die Mariari, die hat gesungen, oh, grandios. Und der Toscari, Aber uns interessiert doch nicht, wie die Oper war. Nein, was war mit der Kaiserin? Die Kaiserin, na, die hat ausgesehen. Na. Wie ein Traum. Und ein Kleid hat sie angehabt. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und der Kaiser? Was hat der angehabt? Uniform natürlich. So, und wie hat er ausgesehen? Großartig. Na, siehst du. Wir wollen doch nicht wissen, wie Sie ausgesehen haben. Wir wollen wissen, ob das Kaiserpaar das Theater gleich verlassen hat, wie es unsere Leute gesehen hat. Im Gegenteil, sie sind bis zum Schluss geblieben. Sie sind geblieben? Was? Der Kaiser auch? Natürlich, na, und der Empfang nachher, also der war einfach phänomenal. Ja, der Empfang hat stattgefunden. Waren denn unsere Leute auch bei dem Empfang? Na, alle. Nur wir waren nicht. Na, und eure Domestiken waren zum Schluss von der Kaiserin ebenso hingerissen wie ich. Im Übrigen werdet ihr morgen alle in der Zeitung stehen. Was heißt das? Natürlich nur diejenigen, die der Kaiserin vorgestellt wurden. Wir vorgestellt? Wieso? Wir waren doch alle hier. Ja, das war eine merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, war es ein Versehen oder ein Missverständnis, aber alle eure Leute wurden unter euren Namen vorgestellt. Was? Meine Köchin wurde unter meinem Namen vorgestellt? Und meine Portiersfrau unter meinem? Ganz richtig. Die Kaiserin war sogar besonders huldvoll. Zu deiner Köchin zum Beispiel hat sie gesagt, meine liebe Prinzessin, ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Ich bin wirklich glücklich, Sie endlich kennenzulernen. Na bitte, jetzt glaubt die Kaiserin, ich sehe aus wie meine Köchin. Ja, Liebling, das ist doch ganz egal. Nein, das ist nicht egal. Warum soll sie in Wien unseren Verwandten erzählen, dass ich so in die Breite gegangen bin? Ich, wo ich so eine Taille habe. Etwas verblüfft war der Kaiser allerdings über das Aussehen deines Kutschers, der ihm als Principe Orlando vorgestellt wurde. Also jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit. Wir gehen alle zu dem nächsten Empfang und klären diesen Irrtum auf. Dazu werdet ihr leider keine Gelegenheit mehr haben, denn das Kaiserpaar verlässt morgen früh Mailand und begibt sich nach Venedig.
demonstrative Schweigen ist vernichtender als ein Attentat. Du darfst dich über die Einstellung dieser Menschen nicht wundern. Sie kennen deinen Namen nur von Todesurteilen, die andere für dich gefällt haben. Ja, du hast recht, es sind zu viele Fehler begangen worden. Radetzky war zu hart, mein Bruder zu tolerant. Deshalb habe ich dir auch von dieser Reise abgeraten. Ich wollte dir diese Demütigung ersparen. Das Schlimmste kommt erst. Der Weg von der Piazzetta zur Markuskirche. Ich wollte, ich könnte es dir ersparen. Mach dir darüber keine Sorgen, Franz. Der Weg nach Madeira war schmerzlicher. Und ich bin ihn gern gegangen. Für dich. Was für eine Frau hat der Himmel mir geschenkt. Das ist ja unser Kind. Das ist meine Überraschung. Dass ich dich wieder hab. Mein Schatz. Du bist ja so groß geworden. Du, jetzt geht die Mami nie mehr weg. Nie mehr. Viva la mamma! Viva, viva! Sissi? Verzeihen Sie, Eminenz, dass ich Sie nicht zuerst begrüßte, aber ich wusste nicht, dass ich in diesem Leben mein Kind noch einmal sehen werde. Und ich war
Ich war so glücklich darüber. Selig sind die Menschen, deren Herzen vor Freude überströmen, denn diese Freude kommt von Gott.